Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Die Entdeckungen vor Kolumbus, die Suche nach neuen Ländern. Die alten Griechen waren nicht die einzigen, die an ein fernes Land jenseits des Atlantiks, hinter den Säulen des Herkules, heute bekannt als die Straße von Gibraltar, glaubten. Auch andere Kulturen hatten Legenden über einen Ort, an dem nur glückliche Sterbliche lebten. Griechische Dichter platzierten dieses mythische Land im Ozean, von dem sie dachten, dass er die bekannte Welt umschloss. Die Römer teilten diesen Glauben, und diese Traditionen wurden während des christlichen Mittelalters bewahrt. Es wurden Geschichten von Abenteurern erzählt, die nach diesen Inseln der Seligen suchten, aber nie zurückkehrten. Im Mittelalter waren die Seefahrer vorsichtig und blieben nahe der Küste, ohne sich weit auf das offene Meer hinauszuwagen. Doch im 14. Jahrhundert begannen die Genueser und Venezianer, die durch den Handel Wohlstand erlangten, über die Straße von Gibraltar hinaus zu segeln. Ihre Reisen gingen eher nach Norden als nach Süden, und im Jahr 1318 erreichten venezianische Seeleute erfolgreich Antwerpen. Gleichzeitig waren auch die Portugiesen auf Erkundungstour, um eine Seeroute zu den Reichen Indien zu finden. Italienische Seeleute bemannten größtenteils ihre Schiffe. In der Zwischenzeit starteten die Genueser ihre Expedition. Ende des 13. Jahrhunderts passierten 2 genuesische Schiffe die Straße von Gibraltar und kehrten nie zurück. Anfang des 14. Jahrhunderts entdeckte eine genuesische Expedition die Kanarischen Inseln, obwohl die Entdecker bestätigten, dass es sich nicht um die sagenhaften Inseln der Seligen handelte. Vor 1335 kehrte ein portugiesisches Schiff mit Waren und entführten Eingeborenen von den Kanarischen Inseln zurück. Im Juli 1341 erreichten 2 große Schiffe, kommandiert von einem Genueser und einem Florentiner, die Kanaren von Lissabon aus in nur 5 Tagen. Sie blieben dort bis November. Auch die Europäer machten auf der Insel Teneriffa Halt, wo sie auf wilde, fast nackte Eingeborene stießen, die in Steinhäusern lebten, das Land bewirtschafteten und Götzen anbeteten. Ende des 14. Jahrhunderts versuchten 13 Mönche, die Eingeborenen der größeren Kanarischen Inseln zu bekehren, wurden jedoch von den Einheimischen getötet. Zu dieser Zeit wurden die Inseln Madeira und die Azoren entdeckt, obwohl sie unbewohnt waren. Die Kanarischen Inseln jedoch waren die Heimat eines Volkes namens Guanches. Diese Guanches lebten auf 7 Inseln, aber ohne Kommunikationsmittel zwischen ihnen wussten sie wenig voneinander. Ihre Dialekte waren so unterschiedlich, dass sie einander nicht verstehen konnten. Sie bauten Weizen und Gerste an. Auf den Inseln Gomera und Palma lebten die Eingeborenen in Höhlen, trugen keine Kleidung und ernährten sich von Wurzeln und Ziegenmilch. Sie waren gefährliche Krieger und benutzten Steinwaffen und Speere mit Hornspitzen. Die Menschen auf den größeren Kanarischen Inseln waren fortschrittlicher, mit 2 großen Städten und 33 Gemeinden. Doch ihre beiden Könige lagen ständig im Streit. Die kriegerischen Guanches wurden schließlich unterworfen, aber erst nach heftigen Kämpfen. Sie waren geschickte Kletterer und schnelle Läufer, die in der Lage waren, Hasen zu fangen. Auf die Frage nach ihrem Ursprung sagten sie: Nachdem unsere Vorfahren sich ergeben hatten, setzten uns die Götter auf diese Inseln, ließen uns hier und vergaßen uns. Der Erfolg der portugiesischen Entdeckungen war größtenteils dem Weitblick und der Entschlossenheit von Prinz Heinrich, dem 3. Sohn von König Johann I., zu verdanken, der später den Titel der Seefahrer erhielt. Trotz seines dünnen, unscheinbaren Aussehens lag Heinrichs Größe in seiner Ausdauer und seinem starken Willen. Er führte ein einfaches, diszipliniertes Leben, trank nie Wein und investierte sein Vermögen in die Erkundung und Eroberung der westafrikanischen Küste.
Die portugiesischen Expeditionen begannen im Herbst des Jahres 1415, doch die ersten Seefahrer kehrten um, nachdem sie das Kap Boiador erreicht hatten. Sie hatten Angst weiterzufahren, da gefährliche Wellen und felsige Küsten auf sie warteten. Im Jahr 1419 gerieten zwei Entdecker durch einen Sturm vom Kurs ab und stießen auf die Insel Porto Santo, die den Italienern bereits bekannt war, und von dort aus erreichten sie Madeira, auch bekannt als die Waldinsel. Erst im Jahr 1434 gelang es einem mutigen Navigator, der nach Ungnade Prinz Heinrichs Gunst wiedererlangen wollte, erfolgreich das Kap Boiador zu umschiffen. Um seinen Erfolg zu beweisen, brachte er Blumen von der anderen Seite des Kaps mit. In den folgenden Jahren setzten die Portugiesen ihre Bemühungen fort und drangen immer weiter vor. Einmal kehrten sie mit Fischernetzen von den Einheimischen zurück, was bewies, dass die Gebiete jenseits des Kaps bewohnt waren. Bald erreichten sie Regionen, die reich an Goldstaub und anderen wertvollen Gütern waren, die zu Ehren von Prinz Heinrich angeboten wurden. Angesichts der enormen Kosten und Mühen dieser Reisen lag der Schwerpunkt auf Gewinn, nicht auf wissenschaftlicher Entdeckung. Die Expeditionen wurden bald sehr lukrativ, als die Schiffe voller Sklaven zurückkehrten. Zu dieser Zeit sahen die Europäer keinen Charme darin, Menschen zu fangen und zu verkaufen. Sie jagten Menschen offen, manchmal setzten sie Hunde ein, um sie aufzuspüren, und glaubten, dass Gott ihre Sklavenjagden segnete. Eine Chronik aus dem Jahr 1444 verzeichnete einen glorreichen Tag, an dem sie 165 Männer, Frauen und Kinder gefangen nahmen. Im Jahr 1445 führte eine bedeutende Entdeckung zu neuen Erkenntnissen. In jenem Jahr segelte Diniz Diaz weiter nach Süden als jeder vorherige Entdecker, passierte das Kap Blanco und erreichte den südlichen Rand der großen Wüste, wo er grüne Palmen und dunkelhäutige Menschen fand. Dieser Ort wurde als Kap Verde bekannt. Seine Reise widerlegte den lang gehegten Glauben, den Aristoteles und andere Gelehrte wie Ptolemäus unterstützten, dass die Tropen aufgrund extremer Hitze unbewohnbar seien. Diese Theorie, die im frühen 15. Jahrhundert weit verbreitet war, hatte viele Entdecker davon abgehalten, in tropische Gebiete vorzudringen. Im selben Jahr entdeckten die Portugiesen den Senegalfluss, der zuvor von Diniz Diaz übersehen worden war. Der Fluss wurde fälschlicherweise für einen Arm des Nils gehalten. Im folgenden Jahr ereignete sich ein schwerer Rückschlag an der afrikanischen Küste. Zwei portugiesische Schiffe fuhren zu nahe an die Küste heran, vertrauten den Einheimischen zu sehr und wurden mit vergifteten Pfeilen angegriffen. Die verwundeten Seeleute schafften es, 2 Monate später nach Lissabon zurückzukehren, starben aber kurz danach, ohne etwas anderes als das offene Meer gesehen zu haben. Trotz dieser Katastrophe setzten andere Entdecker ihre Reisen über das Kap Verde hinaus fort, wobei sie die vergifteten Pfeile der Einheimischen mehr fürchteten als die Gefahren des Meeres. Um diese Zeit begannen die Portugiesen, die Azoren zu kolonisieren. Diese Inseln waren so unberührt von Menschen, dass Vögel leicht von Hand gefangen werden konnten. Prinz Heinrich, bekannt als der Seefahrer, überließ den Entdeckern die Inseln als dauerhaftes Erbe. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, während der Herrschaft von König Alfons V., wurden die Berichte über portugiesische Erkundungen spärlicher. Es ist jedoch bekannt, dass die Entdecker entlang der Flüsse Westafrikas vordrangen, insbesondere entlang des Gambia-Flusses, wo sie mit Karawanen aus dem Sudan Handel trieben. Diese Zeit markierte den Beginn des europäischen Handels mit den reichen Ressourcen Zentralafrikas. Prinz Heinrich starb am 13. November 1460 und die Erkundungsbemühungen nahmen ab. Obwohl er selbst nicht an den Expeditionen teilnahm, wurde er für seine Unterstützung dieser Reisen mit dem Titel »Der Seefahrer« geehrt. Vor seiner Zeit kehrten die portugiesischen Seefahrer aus Angst vom Kap Boiador um.
Doch unter seinem Ansporn wurden sie zu mutigen Entdeckern. Während seines Lebens wurden viele Entdeckungen gemacht. Nach seinem Tod jedoch vernachlässigte König Alfons V. die weitere Erkundung und konzentrierte sich stattdessen auf den bereits erzielten Reichtum. Die Gewinne aus Zuckerplantagen auf Madeira, dem Sklavenhandel gegen Pferde und Ressourcen wie Goldstaub, Moschus, Elfenbein und Ingwer von der Küste befriedigten ihn. Trotz Rückschlägen setzten die Entdecker ihre Reisen weiter nach Süden fort. Noch vor dem Ende des 15. Jahrhunderts entdeckten sie den Fluss Zaire, heute bekannt als der Kongo. König Johann II., wie Prinz Heinrich, hatte großes Interesse an Seereisen und wissenschaftlicher Erforschung. Im Jahr 1486 unterstützte er Bartolomeu Diaz, der Lissabon mit 2 kleinen Schiffen und einem Versorgungsschiff verließ und nach Süden am Kongo vorbeisegelte. Entgegenkommende Winde trieben Diaz auf das Meer hinaus, und nachdem er von Stürmen heimgesucht worden war, fand er schließlich Land auf seiner linken Seite. Unwissentlich hatte er die Südspitze Afrikas umrundet. Als er nach Norden entlang der Küste segelte, weigerten sich seine Seeleute weiterzufahren und verlangten, nach Hause zurückzukehren. Da er sie nicht überzeugen konnte, begann Diaz die Rückfahrt und passierte das Kap, das er Kap der Stürme genannt hatte. König Johann benannte es später in Kap der guten Hoffnung um. Diaz kehrte im Dezember 1487 nach Lissabon zurück, nach einer Reise, die 16 Monate und 17 Tage dauerte. Trotz seiner bemerkenswerten Entdeckung erhielt Diaz kein weiteres Kommando und diente stattdessen als Kapitän unter Pedro Álvares Cabral, dem Entdecker Brasiliens. Tragischerweise ertrank Diaz am 23. Mai 1500, als er während eines heftigen Sturms das Kap der guten Hoffnung umrundete. Bevor Bartolomeu Diaz das Kap der guten Hoffnung entdeckte, kam ein italienischer Entdecker namens Cristoforo Colombo an den Hof von König Johann II. Von Portugal. Später, als er nach Spanien zog, wurde er Colon genannt, doch heute ist er am bekanntesten unter seinem lateinischen Namen Kolumbus. Er wurde 1456 in Genua geboren. Sein Vater Domenico war Wollkämmer und hatte 4 Kinder. 3 Söhne, Cristoforo, Bartolomeo und Giacomo, auch bekannt als Diego, und eine Tochter, die einen italienischen Gastwirt heiratete. Schon in jungen Jahren hatte Kolumbus eine tiefe Liebe zum Meer. Er zeigte sich als talentierter Seemann und war bekannt dafür, aktiv, mutig und desinteressiert an Luxus oder Faulheit zu sein. Sein Ziel war es, Wissen zu erlangen und es zum Wohle anderer zu nutzen. Er lernte Latein, die Sprache der wissenschaftlichen Bücher jener Zeit, und studierte Fächer wie Geographie, Geometrie, Astronomie und Zeichnen an der Universität Pavia. Im Alter von 14 Jahren war er bereits qualifiziert, ein Schiffskapitän zu werden. Kolumbus sammelte zunächst Erfahrung beim Segeln im Mittelmeer, doch schon bald war ihm dieses Gebiet zu begrenzt für seinen abenteuerlustigen Geist. Während einer Reise in den Nordatlantik erreichte er Island und erlernte wertvolle Fähigkeiten. Später schloss er sich einem Verwandten an, einem Kapitän, der Expeditionen gegen venezianische und türkische Schiffe führte. Bei einer dieser Expeditionen wäre Kolumbus fast ums Leben gekommen. Während einer heftigen Schlacht fing sein Schiff Feuer. In einer verzweifelten Situation blieb er ruhig, sprang ins Meer, griff nach einem treibenden Ruder und schwamm 2 Meilen bis zur portugiesischen Küste. Nachdem er sich erholt hatte, machte er sich auf den Weg nach Lissabon. Dieses Ereignis veränderte sein Leben. In Lissabon freundete er sich mit anderen Seeleuten an und diskutierte Pläne, eine Seeroute nach Ostindien zu finden. Seine Ambitionen wuchsen weiter, als er Felipa Perestrelli heiratete, die Tochter eines Kapitäns und des ersten Gouverneurs von Porto Santo. Durch diese Ehe erhielt er Zugang zu den Tagebüchern und Karten seines Schwiegervaters.
Das Studium dieser Dokumente nährte seinen Wunsch, die neu entdeckten Inseln zu bereisen. Er ging wieder auf See, besuchte Madeira und betrieb ein erfolgreiches Handelsgeschäft, wobei er die Kanarischen Inseln, die afrikanische Küste und die Azoren erkundete. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2: Der lange Weg nach Indien, Kolumbus' Vorbereitungen. Während Kolumbus kurze Reisen von den Kanarischen Inseln unternahm, arbeitete er weiter an dem ehrgeizigen Plan, den er in Lissabon entwickelt hatte. Kolumbus dachte oft: Es muss doch eine kürzere Seeroute zu den Indien geben, als die die Portugiesen versuchen. Wenn man von hier aus nach Westen segelt, müsste man irgendwann ein Land erreichen, das entweder Indien ist oder in der Nähe liegt. Ist die Erde nicht rund? Und wenn sie rund ist, gäbe es da nicht Länder auf der anderen Seite, in denen Menschen und andere Lebewesen leben? Ist es möglich, dass die gesamte Hemisphäre nur aus Ozean besteht? Nein, Indien muss viel größer sein, als man denkt, und sich weit nach Europa erstrecken. Wenn man also direkt nach Westen segelt, wird man es irgendwann erreichen. Kolumbus hatte noch andere Gründe, seine Theorie zu unterstützen. Ein portugiesischer Seefahrer war einst weit nach Westen gesegelt und hatte kunstvoll geschnitzte Stöcke gefunden, die aus dieser Richtung gekommen waren. Das überzeugte Kolumbus, dass es bewohntes Land im Westen geben musste. Auch sein Schwiegervater hatte auf einer seiner Reisen ähnliche Stöcke gefunden, die von den Westwinden getragen wurden. Außerdem fand man an den Westküsten der Azoren Bäume unbekannter Art sowie die Leichen zweier Männer mit breiten Gesichtern, die weder Europäer noch von bekannten asiatischen oder afrikanischen Ursprüngen waren. Kolumbus sammelte all diese Hinweise und studierte sie gründlich, wobei er sie mit Informationen aus alten und zeitgenössischen Quellen verglich. Dies bestärkte ihn in dem Glauben, dass seine Theorie richtig war. Er wusste jedoch, dass es menschlich ist, Fehler zu machen, und entschied sich daher, den Rat von jemandem einzuholen, den er sehr respektierte. Das war Toscanelli, ein gelehrter florentinischer Arzt, der im Jahr 1997 geboren wurde. Obwohl er zu dieser Zeit schon sehr alt war, hatte Toscanelli König Alfons V. bereits zuvor gesagt, dass eine Reise über den Atlantik zu den Ostindien durchaus möglich sei, und er hatte sogar eine Karte mit den vorgeschlagenen Entfernungen und Routen nach Lissabon geschickt. Er unterstützte Kolumbus' Plan und drängte ihn, ihn so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Nun vollständig entschlossen, seinen Plan zu verwirklichen, brauchte Kolumbus Hilfe, um ihn in die Tat umzusetzen. Er wusste, dass er Unterstützung von der Regierung benötigen würde. Zuerst wandte er sich an seine Heimatstadt Genua, in der Hoffnung, dass sie an den Ruhm seiner Entdeckungen teilhaben wollte. Er legte seinen Plan dem Genueser Rat vor und bat um ihre Unterstützung. Doch sie wiesen ihn zurück und hielten ihn für unerfahren und unbedeutend. Obwohl er entmutigt war, fühlte Kolumbus, dass er seine Pflicht gegenüber seiner Heimat erfüllt hatte. Daraufhin reiste er nach Lissabon, um seinen Plan dem portugiesischen Hof vorzustellen, der zu dieser Zeit offener für Entdeckungen war als jede andere Regierung. Kolumbus traf König Johann II. Und seinen Rat, die zunächst Interesse zeigten. Doch sein Plan wurde bald gestohlen. Die Portugiesen rüsteten heimlich ein Schiff aus, setzten einen anderen Kapitän ein und schickten es auf Kolumbus' vorgeschlagene Route. Da diesem Kapitän jedoch Kolumbus' Fähigkeiten und Mut fehlten, gab er nach einer kurzen Reise nach Westen auf und kehrte nach Lissabon zurück. Wütend über diesen Verrat verließ Kolumbus Portugal zusammen mit seinem Sohn Diego und zog nach Madrid. Da seine Frau einige Zeit zuvor gestorben war, kehrte er nie nach Lissabon zurück. Unsicher,
Ob der spanische Hof seinen Plan unterstützen würde, schickte Kolumbus seinen Bruder Bartolomeo nach England, um zu sehen, ob sie bereit wären zu helfen. Im Jahr 1484 wurde Spanien von Ferdinand von Aragon regiert. Er war für seine vorsichtige und misstrauische Natur bekannt und ließ sich nicht leicht von ungewissen Plänen überzeugen. Seine Frau, Isabella von Kastilien, war mutiger, verließ sich jedoch stark auf Ferdinands Urteil und unterstützte nichts, was er missbilligte. Zu dieser Zeit war Ferdinand außerdem in einen Krieg mit den Mauren in Granada verwickelt, was es unwahrscheinlich machte, dass Kolumbus viel Unterstützung erwarten konnte. Trotz dieser Herausforderungen gelang es Kolumbus schließlich, seine Pläne Ferdinand und Isabella zu präsentieren. Sie hörten ihm aufmerksam zu, aber bevor sie eine Entscheidung trafen, beschloss Ferdinand, seine Berater zu konsultieren. Leider fehlte diesen Beratern das Wissen, um Kolumbus' Vorschlag richtig zu beurteilen, und sie erhoben törichte Einwände. Einer behauptete, der Ozean zwischen Europa und den Indien sei so gewaltig, dass selbst eine günstige Reise mindestens 3 Jahre dauern würde. Ein anderer argumentierte, dass es aufgrund der runden Form der Erde bedeuten würde, nach Westen bergab zu segeln, was eine Rückkehr unmöglich machen würde, egal unter welchen Windbedingungen. Einige verspotteten Kolumbus sogar und fragten, warum er glaube, der einzige weise Mensch auf der Welt zu sein und warum, wenn Land auf der anderen Seite des Ozeans existiere, es so lange unentdeckt geblieben sei. Kolumbus brauchte eine immense Geduld, um mit solcher Unwissenheit und Arroganz umzugehen. Ruhig und ernsthaft beantwortete er jeden Einwand, aber seine Bemühungen waren vergebens. Nach 5 Jahren, in denen er versuchte, diese und andere Skeptiker zu überzeugen, war er frustriert, als er erfuhr, dass der König sich auf ihre Seite gestellt hatte. Die offizielle Antwort lautete, dass der König, solange der Krieg mit den Mauren andauerte, keine anderen Unternehmungen in Betracht ziehen könne. Obwohl er enttäuscht war und wertvolle Zeit verschwendet hatte, weigerte sich Kolumbus aufzugeben. Er wandte sich an 2 spanische Herzöge, die wohlhabend genug waren, um eine kleine Entdeckungsflotte zu finanzieren. Doch auch ihnen fehlten der Glaube und der Mut, ein so kostspieliges Projekt zu unterstützen, selbst für den König. Wieder einmal wurde Kolumbus enttäuscht, doch er verbarg seine Gefühle. Da er nicht noch mehr Zeit mit erfolglosen Versuchen verschwenden wollte, bereitete er sich darauf vor, Spanien im Jahr 1491 zu verlassen und Unterstützung beim König von Frankreich zu suchen, der ihm noch während seiner Zeit am spanischen Hof einen ermutigenden Brief geschickt hatte. Kolumbus machte sich mit seinem Sohn Diego auf den Weg nach Frankreich. Auf ihrer Reise machten sie Halt im geschäftigen Hafen von Palos. Dort klopfte er an die Tür eines Franziskanerklosters und bat den Pförtner um etwas Brot und Wasser für seinen erschöpften Sohn. Bruder Juan Pérez de Marchena, der Wächter des Klosters und Beichtvater der Königin, bemerkte sie. Er begann ein Gespräch mit Kolumbus, der ihm offen seine Pläne und Schwierigkeiten schilderte. Bruder Juan hörte aufmerksam zu, fand Kolumbus' Plan vernünftig und drängte ihn zu bleiben, während er an die Königin schrieb, um Unterstützung zu erbitten. Kolumbus stimmte zu bleiben. Bruder Juan schrieb einen überzeugenden Brief an Königin Isabella, in dem er darlegte, warum Kolumbus' Plan machbar war. Dies änderte Isabellas Meinung, und sie schrieb schnell zurück, um Kolumbus zu bitten, an den Hof zurückzukehren. Erneut ermutigt, folgte Kolumbus der Aufforderung der Königin. Sie empfing ihn herzlich und äußerte die Hoffnung, dass sein Plan erfolgreich sein würde. Doch der zögerliche König Ferdinand machte alles zunichte. Er rief dieselben Berater, die Kolumbus' Idee zuvor abgelehnt hatten. Diese gaben erneut denselben negativen Bericht ab, woraufhin Ferdinand sich weigerte, die Reise zu unterstützen, und Isabella befahl, den Kontakt mit Kolumbus abzubrechen. Trotz dieses Rückschlags blieb Kolumbus' Entschlossenheit ungebrochen.
Er begann sich auf die Reise nach England vorzubereiten, in der Hoffnung, seinen Plan dem englischen König vorzustellen, nachdem 3 andere Regierungen ihn bereits abgelehnt hatten. Gerade als er im Begriff war zu gehen, kam die Nachricht, dass die Mauren besiegt worden waren und ihre Herrschaft in Spanien beendet war. Überglücklich über ihren Sieg regierten Ferdinand und Isabella nun ganz Spanien. 2 von Kolumbus' Freunden nutzten diesen Moment, um die Königin zu überzeugen und argumentierten, dass sein Plan die königliche Macht erheblich erweitern würde. Ihre Begeisterung überzeugte schließlich sowohl Ferdinand als auch Isabella, den Widerstand gegen den Plan aufzugeben. Ein Bote wurde geschickt, um Kolumbus an den Hof zurückzubringen, wo Königin Isabella ihn erwartungsvoll erwartete. Kolumbus legte alle seine früheren Enttäuschungen beiseite und stellte seine Bedingungen vor. Als diese schließlich akzeptiert wurden, hatte er das Gefühl, dass seine Träume wahr wurden. Er forderte, als Adliger anerkannt zu werden, den Rang eines Admirals zu erhalten, die Autorität eines Vizekönigs über alle von ihm entdeckten Länder zu erlangen und sich sowie seinen Erben ein Zehntel aller Handels- und Eroberungsgewinne zu sichern. Der König war verständlicherweise zögerlich, dies zu akzeptieren, da die neuen Länder möglicherweise größer als Spanien selbst sein könnten, wodurch Kolumbus mächtiger als der König werden würde. Doch Isabella war fest entschlossen, Kolumbus zu unterstützen und wies alle Einwände zurück. Isabella erklärte: Ich werde meine Krone von Kastilien verpfänden, um den Erfolg dieser ehrgeizigen Expedition sicherzustellen. Und wenn unsere Staatskasse nicht ausreicht, werde ich nicht zögern, meine Juwelen anzubieten, um dieses Vorhaben zu finanzieren. Die möglichen Belohnungen überwiegen bei weitem jedes vorübergehende finanzielle Opfer, das wir erleiden könnten. Kolumbus war überglücklich, als seine Bemühungen schließlich Früchte trugen. Er begann sofort mit den Vorbereitungen für die Reise. Die Schiffe, die der König zur Verfügung stellte, waren klein und schlecht gebaut. So fragil, dass niemand außer Kolumbus es gewagt hätte, mit ihnen über einen unbekannten riesigen Ozean mit unkartierten Gefahren zu segeln. Kolumbus befehligte das größte Schiff, die Santa Maria, während das zweite Schiff Pinta und das dritte Nina genannt wurden. Die Pinta und die Nina waren kaum größer als große Boote. Die kleine Flotte wurde mit Vorräten für 12 Monate ausgestattet und hatte eine Besatzung von 90 Mann. Die gesamte Expedition kostete nur 5.300 Dukaten, eine Summe, die dem finanziell angeschlagenen Hof so hoch erschien, dass der Plan möglicherweise aufgegeben worden wäre, wenn nicht die Bürger von Palos 2 der Schiffe bereitgestellt hätten. Der König stellte nur eines: Schließlich waren die Schiffe bereit und vor Anker, um in See zu stechen. Bevor er abreiste, hielt es Kolumbus für seine Pflicht, den Segen des Schöpfers für die Reise zu erbitten, da eines seiner Ziele darin bestand, das Wissen um den wahren Gott in die unbekannten Länder zu tragen, die er zu finden hoffte. Zusammen mit seiner Mannschaft marschierte Kolumbus feierlich zu einem nahegelegenen Kloster in Palos, wo sie für göttliche Führung beteten. Danach kehrten sie mit neuem Vertrauen zurück. Am Morgen des 3. August 1992 stach die Flotte im Namen Gottes in See, angefeuert von einer großen Menge. Kolumbus kommandierte die Santa Maria, während die beiden kleineren Schiffe von den Brüdern Martín und Vicente Pinzón befehligt wurden. Kolumbus plante, zunächst zu den Kanarischen Inseln zu segeln. Doch am 2. Tag ereignete sich ein kleines Missgeschick, das die Expedition hätte beenden können, wenn Kolumbus so abergläubisch gewesen wäre wie seine Mannschaft. Das Ruder der Pinta brach, höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer Sabotage durch den Steuermann, der die Reise fürchtete und hoffte, Kolumbus so zur Umkehr zu zwingen. Die Besatzung geriet in Panik und glaubte, dieses Ereignis sei ein böses Omen. Die Seeleute sagten: Wir müssen jetzt umkehren, Admiral. Das Meer ist tückisch und unerbittlich. Dieses gebrochene Ruder ist sicherlich ein Zeichen des Himmels, das uns vor den Gefahren warnt, die vor uns liegen. Wenn wir diese törichte Reise fortsetzen,
werden wir in den Tiefen des Ozeans verloren sein und nie wieder gesehen werden. Unsere Familien werden um uns trauern und unsere Namen werden für immer mit dieser unheilvollen Expedition in Verbindung gebracht. Bitte, im Namen unseres Lebens und der Ehre unserer Nation, lasst uns zurückkehren in die Sicherheit unserer Küsten. Kolumbus fragte: Aber warum glaubt ihr das? Ich bin daran interessiert, eure Sichtweise zu verstehen. Was macht euch so sicher, dass ein einfaches mechanisches Problem eine göttliche Warnung vor unserer Reise ist? Die Seeleute antworteten: Admiral, ist es nicht offensichtlich? Der Himmel hat durch dieses gebrochene Ruder zu uns gesprochen. Ein Vorbote der Katastrophen, die uns sicher erwarten, wenn wir diese gefährliche Reise fortsetzen. Die Kräfte der Natur verschwören sich gegen unsere Expedition und warnen uns mit diesem Omen, dass vor uns das Verderben liegt, wenn wir es wagen, weiter zu segeln. Wie könnten wir ein solch deutliches Zeichen von oben ignorieren? Es wäre töricht und rücksichtslos, diese göttliche Botschaft zu missachten und weiter in den sicheren Untergang zu segeln. Kolumbus antwortete ruhig: Eure Sorge ist verständlich, aber ich stimme eurer Interpretation nicht zu. Aus meiner Erfahrung ist ein gebrochenes Ruder lediglich ein mechanisches Problem, das unsere Aufmerksamkeit und Reparatur erfordert. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schiffe auf solchen langen Reisen auf Schwierigkeiten stoßen, besonders am Anfang. Statt dies als göttliche Warnung zu sehen, betrachte ich es als eine Gelegenheit, unsere Einfallsreichtum und Problemlösungsfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Lasst uns darauf konzentrieren, das Ruder zu reparieren und unsere Mission fortzusetzen. Denkt daran, meine Herren, große Entdeckungen werden oft von denen gemacht, die angesichts von Herausforderungen standhaft bleiben. Diese kleine Panne sollte uns nicht von unserem großen Ziel abbringen. Die Seeleute flüsterten untereinander: Der Admiral scheint eine andere Sichtweise auf diese Dinge zu haben. Er interpretiert Ereignisse durch den Filter von Vernunft und Erfahrung, statt sie als übernatürliche Omen zu sehen. Vielleicht ist es genau diese Herangehensweise, die ihn für diese beispiellose Reise so geeignet macht. Kolumbus, der sich der Ängste seiner Mannschaft bewusst war, wusste, dass er ihre Aberglauben ansprechen musste, bevor sie außer Kontrolle gerieten. Er erklärte ihnen ruhig, dass es unvernünftig sei, in jedem Missgeschick ein Zeichen des Unheils zu sehen, da Gott uns nie versprochen habe, die Zukunft durch Zeichen zu offenbaren. Er erinnerte sie daran, dass der Himmel weise entschieden habe, die Zukunft vor uns verborgen zu halten. In jedem kleinen Zeichen Unglück zu erwarten, sei sowohl nutzlos als auch töricht. Kolumbus sagte: Das Beste, was ein weiser und gläubiger Mensch tun kann, ist, seine Pflichten jeden Tag zu erfüllen, auf göttliche Führung zu vertrauen und keine Angst vor dem zu haben, was kommt. Obwohl Kolumbus ihre Aberglauben nicht vollständig zerstreuen konnte, beruhigten seine Worte ihre Ängste genug, um sie handhabbar zu machen. Mit der Situation unter Kontrolle ankerten sie bei den Kanarischen Inseln, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Am 6. September setzten sie die Segel erneut und begannen ihre große Reise über das unbekannte westliche Meer. Am ersten Tag machten sie aufgrund schwacher Winde nur wenig Fortschritt. Am zweiten oder, wie manche sagen, am dritten Tag waren die Kanarischen Inseln aus dem Blickfeld verschwunden. Sobald das Land außer Sicht war, schwand der Mut der Besatzung. Sie schrien vor Angst auf und schlugen sich auf die Brust, als ob sie ihrem sicheren Untergang ins Auge blicken würden. Doch Kolumbus blieb standhaft, unerschüttert von ihren Rufen. Seine ruhige und selbstbewusste Haltung beschämte sie und half ihnen, etwas Mut zurückzugewinnen. Er erklärte ihnen die Ehre und die Belohnungen, die am Ende der Reise auf sie warteten, und inspirierte sie mit seinen Worten. Die Besatzung, bewegt von seiner Führung, versprach ihm überall hin zu folgen, wohin er sie führte. Während der gesamten Reise verbrachte Kolumbus die meiste Zeit an Deck und benutzte das Senkblei und andere Navigationsinstrumente, um das Schiff auf Kurs zu halten. Das Senkblei, ein schweres Bleigewicht an einem langen Seil,
wurde verwendet, um die Tiefe des Wassers zu messen und Grundberührungen zu vermeiden. Kolumbus nutzte auch ein Astrolabium, um die Position des Schiffes durch die Beobachtung der Sterne zu bestimmen. Obwohl moderne Seefahrer weitaus fortschrittlichere Werkzeuge haben, waren diese Instrumente in seiner Zeit unerlässlich. Kolumbus führte alle Messungen und Beobachtungen persönlich durch und gönnte sich nur wenige Stunden Schlaf am Tag. Seine ruhige Konzentration und Expertise beruhigten selbst die ängstlichsten Seeleute. Diese Reise war nur unter einem Führer wie Kolumbus möglich. In den Händen von jemandem mit weniger Mut, Weitsicht und Fähigkeiten wäre sie sicherlich gescheitert. Kapitel 3 – Das Wagnis von Kolumbus – Vertrauen ins Unbekannte. Am zweiten Tag nach dem Verlassen der Kanarischen Inseln legte die Flotte aufgrund schwacher Winde nur 18 Meilen zurück. Kolumbus wusste, dass die Länge der Reise seine unerfahrene Mannschaft einschüchtern könnte. Also entschied er sich für einen harmlosen Trick. Er führte 2 Aufzeichnungen, eine für sich selbst und eine kürzere für die Besatzung. Er sagte ihnen, sie hätten nur 15 Meilen nach Westen zurückgelegt, um ihnen ein falsches Gefühl des Fortschritts zu geben. Bis zum 12. September, 6 Tage nach ihrer Abreise, hatten sie 150 Meilen westlich der Kanareninsel Ferro gesegelt. An diesem Tag entdeckten sie den Stamm eines großen Baumes, der im Wasser trieb und anscheinend schon lange unterwegs war. Die Seeleute nahmen dies als Zeichen, dass Land in der Nähe sei, und fühlten sich ermutigt. Doch der Optimismus währte nicht lange. Nach weiteren 15 Meilen geschah etwas Seltsames. Die Kompassnadel, die immer nach Norden auf den Polarstern gezeigt hatte, wich plötzlich um 1 Grad nach Westen ab. Dieses Phänomen war sowohl Kolumbus als auch seiner Besatzung unbekannt. Die Seeleute gerieten in Panik und glaubten, die Welt sei irgendwie aus den Fugen geraten, da der Kompass nicht mehr nach Norden zeigte. Für sie fühlte sich die Reise bereits endlos an, obwohl Kolumbus darauf bestand, dass sie auf dem richtigen Kurs waren. Doch nun, da der Kompass scheinbar versagte, schien jede Hoffnung verloren. Kolumbus, wie immer einfallsreich, fand schnell eine Erklärung, um seine Besatzung zu beruhigen, auch wenn sie ihn selbst nicht ganz überzeugte. Mit einem geschickten Trick richtete er den Kompass wieder richtig aus und linderte so ihre Ängste. Kaum hatten sie sich von diesem Schrecken erholt, tauchte eine neue Sorge auf. Sie waren in das Gebiet der Passatwinde eingetreten, die zu dieser Zeit noch unbekannt waren. Die Seeleute befürchteten, dass sie, wenn diese Winde weiter wehten, nie wieder nach Hause segeln könnten. Als ob das nicht genug wäre, begegneten sie am 16. September einem weiteren beunruhigenden Anblick. Der Ozean war mit dichtem grünem Seetang bedeckt, soweit das Auge reichte. In einigen Gebieten war er so dicht, dass es sich anfühlte, als segelten sie durch eine riesige Wiese. Die Besatzung geriet in Panik und dachte, sie hätten das Ende des befahrbaren Ozeans erreicht und dass Riffe oder Untiefen unter dem Seetang ihre Schiffe zum Kentern bringen würden. Sie murmelten untereinander. Warum sollten wir diesem ungestümen und unüberlegten Führer weiter folgen? Seine Entscheidungen scheinen unser Leben mit jedem Tag mehr zu gefährden. Wir sind weit über die bekannte Welt hinaus gesegelt. Und nun scheint sogar der Kompass, unser verlässlichstes Navigationsinstrument, uns im Stich zu lassen. Wie können wir jemandem vertrauen, der uns scheinbar in den sicheren Untergang führt? Kolumbus trat erneut ein, um ihre Ängste zu beruhigen. Kolumbus fragte: Warum lassen wir uns von der Angst beherrschen? Seht diesen Seetang als ein vielversprechendes Zeichen unseres Fortschritts an. Bedeutet seine Anwesenheit nicht, dass wir uns dem Land nähern? Schließlich gedeiht Vegetation in der Regel in der Nähe von Küsten. Diese Fülle an Seetang deutet darauf hin, dass wir uns seinem Ursprungsort nähern. Statt ihn als Bedrohung zu sehen, sollten wir ihn als Wegweiser der Natur betrachten,
der uns zu unserem Ziel führt. Denkt daran, meine Herren, jede Herausforderung, der wir begegnen, bringt uns einen Schritt näher an unser Ziel. Lasst uns dies als positive Entwicklung auf unserer Reise betrachten. Seine Worte gaben ihnen neue Hoffnung, besonders als sie Vögel entdeckten, die nach Westen flogen. Angst verwandelte sich in Vorfreude, und sie segelten weiter, nun voller Aufregung, endlich ihr Ziel zu erreichen. Die Hoffnung, die durch den Seetang und den Anblick von Vögeln geweckt wurde, schwand für die Seeleute schnell wieder. Sie waren nun 770 Meilen nach Westen gesegelt, doch von Land war nichts zu sehen. Glücklicherweise wusste nur Kolumbus, wie man die tatsächliche Distanz berechnet. Er verheimlichte weiterhin einige der zurückgelegten Meilen und berichtete der Besatzung, dass sie nur 550 Meilen gesegelt seien. Selbst diese kürzere Entfernung fühlte sich für die Mannschaft viel zu weit von der Heimat entfernt an. Sie begannen erneut zu klagen und bereuten es, Kolumbus' leeren Versprechungen geglaubt zu haben. Einige gaben Königin Isabella die Schuld, dass sie ihnen erlaubt hatte, ihr Leben auf einer so leichtsinnigen Mission zu riskieren. Sie beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um umzukehren, besonders wenn der ständige Ostwind sie nicht daran hindern würde. Die mutigsten unter ihnen schlugen sogar vor, Kolumbus über Bord zu werfen, um ihren gefährlichen Anführer loszuwerden. Sie beruhigten sich gegenseitig mit dem Gedanken, dass sie in Spanien gerechtfertigt erklären könnten, dass sie den Tod eines Mannes verschuldet hatten, der mit so vielen Leben gespielt hatte. Kolumbus spürte die Gefahr, blieb jedoch ruhig. Sich der Bedeutung seiner Mission voll bewusst und vertrauend auf den göttlichen Schutz, trat er mit einer Haltung des Selbstvertrauens vor seine Besatzung. Er tadelte sie sanft für ihr Verhalten und nutzte jede ihm bekannte List, um ihre Hoffnung und ihren Mut wiederherzustellen. Manchmal appellierte er an ihr Pflichtbewusstsein mit freundlichen und ermutigenden Worten. Zu anderen Zeiten behauptete er seine Autorität und warnte sie vor dem Unmut der Königin und den schweren Strafen, falls sie umkehren würden, wo sie doch so nahe an einem großen Erfolg standen. Große Anführer haben die Fähigkeit, ihre Umgebung zu inspirieren, und Kolumbus schaffte es, seine Besatzung zu beruhigen. Dann kam ihm die Natur selbst zu Hilfe. Der Wind, der unaufhörlich aus dem Osten geweht hatte, drehte nach Südwesten. Dies bedeutete, dass eine Rückkehr nach Hause nun unmöglich war, selbst wenn sie es wollten. Kolumbus machte sie darauf aufmerksam, und bald brachten neue Anzeichen von Land frische Hoffnung. Sie segelten mit neuem Entschluss weiter. Am 25. September kam Martin Alonso Pinzón, der Kommandant der Pinta, die voraussegelte, neben das Schiff von Kolumbus. Er berichtete aufgeregt, dass er glaube, Land sei nur 15 Meilen nördlich. Beim Wort Land breitete sich Aufregung unter der Besatzung aus. Sie sangen Loblieder auf Gott und drängten Kolumbus, den Kurs nach Norden zu ändern. Doch Kolumbus war nicht überzeugt und weigerte sich, seinen Plan zu ändern, da er darauf bestand, weiter nach Westen zu segeln. Sein Urteil erwies sich als richtig. Am nächsten Tag sahen sie viele Vögel, was darauf hindeutete, dass Land in der Nähe war, da Vögel normalerweise nicht weit vom Ufer entfernt fliegen. Als sie jedoch die Tiefe des Meeres maßen, betrug sie 200 Faden, was Kolumbus' Überzeugung, dass sie sich dem Land näherten, widersprach, da das Meer in der Nähe des Ufers flacher werden sollte. Am Abend landeten singende Vögel auf den Masten und blieben die ganze Nacht, bevor sie bei Tagesanbruch nach Westen flogen. Kurz darauf erlebten sie ein ungewöhnliches Schauspiel. Ein Schwarm fliegender Fische glitt über das Wasser. Einige landeten sogar an Deck, und die Seeleute waren fasziniert von ihren langen, flügelartigen Flossen. Am selben Tag sahen sie weiteren Seetang, ein weiteres hoffnungsvolles Zeichen, dass Land in der Nähe war. Trotz dieser positiven Anzeichen vergingen die Tage, ohne dass Land gesichtet wurde, und die Frustration wuchs. Während ihre Hoffnungen stiegen und fielen, verwandelte sich die Unruhe in offene Meuterei auf allen 3 Schiffen. Sogar die Offiziere stellten sich auf die Seite der Mannschaften gegen Kolumbus.
Umgeben von Drohungen und von allen verlassen, stand Kolumbus fest inmitten des Chaos seiner wütenden Besatzung, wie eine einsame Eiche im Sturm. Ruhig und entschlossen stellte er sich der Wut der Meuterer, die entweder seinen Tod forderten oder, was in seinen Augen noch schlimmer war, die Aufgabe ihrer Mission. Noch einmal versuchte er, sie mit allen Mitteln zu beruhigen, doch es war vergeblich. Sie verfluchten ihn und drohten ihn zu töten, wenn er nicht sofort nach Spanien zurücksegeln würde. Erkennend, dass er keine andere Wahl hatte, entschied sich Kolumbus für einen Kompromiss. Er versprach, dass sie, wenn sie seinen Befehlen nur noch 3 weitere Tage folgen und dann immer noch kein Land finden würden, nach Hause zurückkehren könnten. Trotz ihrer Wut erkannten die Seeleute die Fairness dieses Angebots und stimmten zu. Kolumbus jedoch war sich sicher, dass er Erfolg haben würde. Die Anzeichen für Land waren zu stark, um sie zu ignorieren. Seit mehreren Tagen nahm die Tiefe des Wassers stetig ab, und die Art der Erde, die sie vom Meeresboden hochzogen, deutete auf nahegelegenes Land hin. Vogelschwärme, die keine weiten Strecken fliegen konnten, flogen nach Westen. Sie sahen Äste, die mit frischen roten Beeren beladen waren, das Klima wurde milder, und die Windmuster änderten sich, besonders nachts. Zuversichtlich, dass sie bald ihr Ziel erreichen würden, erinnerte Kolumbus die Besatzung daran, Gott für seinen Schutz auf dieser gefährlichen Reise zu danken. Er befahl ihnen, langsamer zu segeln, da er nicht wollte, dass sie im Dunkeln auf Land stießen. Er erinnerte sie auch an das Versprechen der Königin, eine Belohnung von 10.000 Maravedis für denjenigen zu zahlen, der als erster Land sichtet, und versprach, denselben Betrag aus eigener Tasche zu zahlen. In dieser Nacht blieb die Mannschaft an Deck und suchte angespannt den Horizont ab. 2 Stunden vor Mitternacht sah Kolumbus, der auf dem Achterdeck stand, in der Ferne ein Licht. Er rief einen königlichen Pagen und einen weiteren Besatzungsmitglied herbei, um dies zu bestätigen. Alle 3 sahen das Licht, das sich von Ort zu Ort bewegte, was darauf hindeutete, dass es von jemandem getragen wurde. Überglücklich über dieses Zeichen, dass ihre Reise bald zu Ende sein würde, blieb Kolumbus die ganze Nacht wach. Etwa 2 Stunden nach Mitternacht, am Freitag, den 12. Oktober, ertönte ein lauter Ruf von der Pinta, die voraussegelte. »Land! Land!« Freude erfüllte jedes Herz. Zwischen Hoffnung und Angst warteten sie auf den Tagesanbruch, um zu beweisen, dass es kein Traum war. Jede Minute fühlte sich an wie eine Stunde, jede Stunde wie ein Tag. Schließlich begann sich der östliche Himmel aufzuhellen. Als die Sonne in ihrer vollen Pracht aufging, sang die Besatzung der Pinta: »Herr, Gott, wir preisen dich.« Die Besatzungen der anderen Schiffe stimmten in den freudigen Jubel ein, als sie endlich das lang ersehnte Land vor sich sahen. Sobald ihr Dankeslied verklungen war, erinnerte sich die Besatzung an ihre Pflicht gegenüber ihrem Kommandanten. Mit vollen Herzen und Tränen in den Augen knieten sie zu seinen Füßen und baten um Vergebung. Obwohl Kolumbus bemerkenswerte Stärke gezeigt hatte, als er ihrem Zorn gegenüberstand, war seine Gelassenheit jetzt, als er ihnen verzieh, noch beeindruckender. Er versprach, ihre Taten zu vergessen. Kolumbus landete zuerst auf einer der Inseln, die wir heute die Bahamas nennen. Diese Insel war als Guanahani bekannt, die Kolumbus San Salvador nannte, was Insel der Erlösung bedeutet, obwohl sie heute nicht mehr so heißt. Die Seeleute standen in Ehrfurcht und betrachteten das Bild einer neuen Welt, die sie noch nie zuvor gesehen hatten, nun erleuchtet von der aufgehenden Sonne. Sie bestaunten das üppige Land, das von wunderschönen Wäldern und gewundenen Bächen durchzogen war. Kolumbus befahl, die Boote zu Wasser zu lassen, und mit wehenden Fahnen und Marschmusik ruderte er mit seiner Mannschaft an Land, gefolgt von seinen Anführern und einer kleinen bewaffneten Truppe. Als sie sich dem Ufer näherten, bemerkten sie eine große Gruppe Einheimischer, die die fremden europäischen Schiffe neugierig beobachteten. Kolumbus, in prächtige Gewänder gekleidet und mit gezogenem Schwert,
war der Erste, der den Boden der neuen Welt betrat. Seine Gefährten knieten nieder, küssten den Boden und schworen ihm, dem Vizekönig des neu entdeckten Landes, die Treue. Dann errichteten sie ein Kreuz an der Küste, knieten davor nieder und dankten Gott für ihre sichere Reise. Anschließend nahmen sie das Land formell im Namen des Königs und der Königin von Spanien in Besitz. Während diese Zeremonien stattfanden, drängten sich die Einheimischen umher und beobachteten schweigend vor Staunen. Sie sahen die Schiffe und die Neuankömmlinge, ohne zu verstehen, was vor sich ging. Sie sahen die Zeremonien, hatten jedoch keine Ahnung, was sie bedeuteten. Hätten sie gewusst, was auf sie zukommen würde, hätten sie vielleicht vor Kummer aufgeschrien oder sogar versucht, sich gegen die Fremden zu verteidigen, die sie nun mit Ehrfurcht bewunderten. Alles, was sie sahen, die blasse Haut, Bärte, Kleidung, Waffen und Handlungen der Europäer, war jenseits ihres Verständnisses. Als sie den Kanonen- und Musketenfeuer hörten, rückten sie zusammen, als suchten sie Schutz vor einem Sturm. Sie dachten, diese Fremden, die mit Donner und Blitz bewaffnet waren, seien keine Menschen, sondern göttliche Wesen, vielleicht Kinder ihres Sonnengottes. Einige von ihnen glaubten, die Sonne sei der allmächtige Gott, während andere an mehrere Gottheiten in menschlicher Gestalt glaubten. Einige hatten überhaupt keine Vorstellung von den Ursprüngen der Welt. Sie hatten kein Konzept eines einzigen Gottes und lebten in Unwissenheit über ihre eigene Herkunft oder ihr Schicksal. Die Spanier waren ebenso erstaunt über das, was sie sahen. Die Pflanzen, Bäume und Sträucher unterschieden sich völlig von allem, was sie aus Europa kannten. Die Einheimischen schienen einer völlig anderen Rasse anzugehören, mit ihrer dunkel-kupferfarbenen Haut, schwarzen Haaren, bartlosen Kinns und mittlerer Statur. Ihre Merkmale waren ungewohnt, ihr Verhalten sanft, und ihre Körper waren auf seltsame Weise bemalt und markiert. Einige trugen kaum oder gar keine Kleidung, schmückten sich jedoch mit Federn, Muscheln und goldenen Schmuckstücken an den Ohren, Nasen und auf dem Kopf. Anfangs hatten die Einheimischen Angst, doch als die Spanier ihnen Perlen, Bänder und andere kleine Geschenke anboten, begannen sie, diesen himmlischen Besuchern zu vertrauen. Am Abend, als die Spanier zu ihren Schiffen zurückkehrten, folgten viele der Einheimischen ihnen in kleinen Kanus, die aus Baumstämmen geschnitzt waren, entweder aus Neugier oder um Geschenke auszutauschen. Sie gaben den Spaniern Baumwollgarn, das sie geschickt herstellten, mit Fischknochen versehene Pfeile, Früchte und verschiedene Papageien. Die Einheimischen waren so begierig darauf, europäische Schmuckstücke zu bekommen, dass sie sogar die zerbrochenen Teile, die auf dem Deck herumlagen, sammelten und bis zu 25 Pfund Baumwollgarn für ein paar Kupfermünzen tauschten, die für sie keinen wirklichen Nutzen hatten. Für sie hatten diese Gegenstände, allein weil sie den Europäern gehörten, großen Wert. Am nächsten Tag ging Kolumbus erneut an Land, überall von den Einheimischen begleitet. Er war besonders gespannt darauf herauszufinden, woher das Gold kam. Sie sagten ihm, es sei nicht auf ihrer Insel, sondern weiter im Süden zu finden. Um sein Versprechen gegenüber dem spanischen König und dem Hof, Reichtum zu bringen, einzuhalten, beschloss Kolumbus, dieser Information nachzugehen. Er kehrte zu seinem Schiff zurück, nahm 7 Einheimische als Führer mit und segelte nach Süden. Auf seiner Reise entdeckte er mehrere neue Inseln, besuchte jedoch nur die 3 größten, die er Santa Maria del Concepción, Ferdinand und Isabella nannte. Doch er fand dort kein Gold. Jeder, den er fragte, bestand darauf, dass es weiter südlich zu finden sei, also setzte er schnell seine Segel. Nach einer relativ kurzen Reise erblickte er ein Land, das sich von allem, was er bisher gesehen hatte, unterschied. Dieser Ort war nicht flach wie die anderen Inseln. Er hatte Berge, Täler, Wälder, Bäche und Flüsse. Unsicher, ob es Teil des Festlands oder nur eine große Insel war, ankerten sie in der Nähe der Mündung eines großen Flusses, um es genauer zu erkunden. Das Land wurde von den Einheimischen Kuba genannt.
Beim Anblick der Schiffe flohen die Menschen in die Berge und ließen ihre Häuser leer zurück. Nur eine Person wagte es, in einem kleinen Kanu zu Kolumbus' Schiff zu rudern. Kolumbus gewann sein Vertrauen mit kleinen Geschenken und schickte dann 2 Spanier und einen der Einheimischen von Guanahani, um das Gebiet zu erkunden und Kontakt aufzunehmen, in der Hoffnung, die Einheimischen nicht jedes Mal zu erschrecken, wenn sie seine Schiffe sahen. Die beiden Spanier reisten etwa 12 Meilen ins Landesinnere und kehrten mit folgendem Bericht zurück. Wir fanden viel von dem Land kultiviert und sehr fruchtbar. Sie bauen Mais, Meise und eine Wurzel an, die, wenn sie gebacken wird, wie Brot schmeckt. Schließlich erreichten wir ein Dorf mit etwa 50 Holzhäusern und rund 1000 Menschen. Die Dorfvorsteher kamen uns entgegen. Als sie erfuhren, dass wir Einheimische an Bord hatten und wer wir waren, umarmten sie uns und führten uns in ihr größtes Haus. Wir saßen auf stuhlähnlichen Tieren, deren Schwänze die Rückenlehnen bildeten und deren Augen und Ohren aus Gold gefertigt waren. Die Dorfbewohner setzten sich in unserer Nähe auf den Boden, küssten unsere Hände und Füße und behandelten uns mit so viel Respekt, dass es offensichtlich war, dass sie uns für übernatürliche Wesen hielten. Sie boten uns die gebackene Wurzel an, die ähnlich wie Kastanien schmeckte. Alle, die uns bedienten, waren Männer. Nach einiger Zeit gingen sie und mehrere Frauen kamen herein und zeigten denselben Respekt wie die Männer. Als wir bereit waren zurückzukehren, wollten viele Dorfbewohner mit uns kommen. Aber wir lehnten ab und nahmen nur den Dorfvorsteher und seinen Sohn als Zeichen der Ehre mit. Kolumbus dankte ihnen und empfing den Dorfvorsteher und seinen Sohn an Bord seines Schiffes. Als er nach dem Standort des Goldes fragte, zeigten sie nach Osten. Doch sie konnten nicht verstehen, warum die weißen Männer so begierig darauf waren, ein Metall zu finden, das für sie nur als Schmuck nützlich war. Kolumbus und seine Männer waren ebenso überrascht von der Einfachheit der Einheimischen. Eifrig, weiter zu erkunden, verkürzte Kolumbus seinen Aufenthalt und bereitete sich darauf vor, nach Osten zu segeln, zu einem Ort, den die Einheimischen Haiti nannten, auf der Suche nach dem lang ersehnten Gold. Kolumbus verließ Kuba am 19. November und nahm 12 Einheimische mit, in der Absicht, sie nach Spanien zu bringen. Die Einheimischen verließen ihre Heimat ohne große Bedenken, da Kolumbus sein Bestes tat, um ihre Situation angenehm zu gestalten. Doch durch ungünstige Winde wurde Kolumbus' großes Schiff verlangsamt und Alonso Pinzon, der Kapitän der Pinta, dem schnellsten der Schiffe, entschied sich, heimlich davon zu segeln. Er plante, das goldreiche Land zuerst zu erreichen und seine Säcke zu füllen, bevor jemand anderes dort ankam. Trotz der Signale von Kolumbus, auf ihn zu warten, ignorierte Pinzon die Befehle und segelte davon, getrieben von seiner Gier nach Gold. Kolumbus hatte keine andere Wahl, als zu akzeptieren, was er nicht ändern konnte. Bald machte ein Sturm die Weiterfahrt zu gefährlich, sodass er nach Kuba zurückkehrte und in einem sicheren Hafen ankerte. Während er auf besseres Wetter wartete, nutzte er die Gelegenheit, das Land und seine Bewohner genauer zu beobachten. Er bemerkte einen besonderen Aspekt ihrer Essgewohnheiten, der die Spanier zunächst anekelte. Sie aßen gerne große Spinnen, Würmer, die im faulenden Holz gefunden wurden, und halbgegarten Fisch. Einige Spanier versuchten diese Dinge zu essen, gaben jedoch schnell auf. Als sich das Wetter besserte, brach Kolumbus erneut auf, um Haiti zu finden und die Pinta und seinen untreuen Begleiter Pinzon aufzuspüren. Nach nur 16 Meilen erreichte er am 6. Dezember Haiti und nannte die Insel Hispaniola oder Kleinspanien. Bei seiner Ankunft flohen die einheimischen Bewohner in die Wälder, und von der Pinta war keine Spur zu sehen. Kolumbus verließ bald den Hafen und begann, die Nordküste zu erkunden. Bald fand er einen anderen Hafen, wo er schließlich Kontakt mit den Einheimischen aufnahm. In Aussehen und Lebensweise ähnelten sie den Einheimischen von Guanahani und Kuba. Sie hatten kupferfarbene Haut, waren unbedeckt, einfach und sanft.
Wie die anderen glaubten auch sie, die Spanier seien keine Menschen, sondern himmlische Wesen. Diese Menschen trugen mehr Goldschmuck als diejenigen, die Kolumbus zuvor getroffen hatte, doch sie schätzten das Gold so wenig, dass sie bereit waren, es gegen Perlen, Nadeln, Glocken und andere kleine Schmuckstücke einzutauschen. Als Kolumbus fragte, woher das Gold stamme, zeigten sie nach Osten. Er setzte erneut die Segel, in der Hoffnung, endlich die Quelle des Schatzes zu finden, nachdem er so lange gesucht hatte. Kapitel 4 – Unerwartete Verbündete. Die Ureinwohner von Hispaniola. Während die Schiffe vor der Küste von Hispaniola ankerten, hörte der örtliche Häuptling oder Cacique von der Ankunft der fremden weißen Männer und entschied sich, Kolumbus zu besuchen. Der Cacique kam mit einem beeindruckenden Gefolge und wurde von 4 Männern in einer Sänfte getragen. Wie sein Volk trug er nur sehr wenig Kleidung. Ohne zu zögern betrat der Cacique das Schiff und trat in die Kabine ein, in der Kolumbus am Tisch saß. Begleitet wurde er von 2 älteren Männern, die wohl seine Berater waren. Er setzte sich respektvoll neben Kolumbus, während die beiden älteren Männer sich zu seinen Füßen niederließen. Kolumbus bot ihm Essen und Wein an, das er probierte, bevor er die Reste an sein Volk auf dem Deck weiterreichte. Nach dem Mahl schenkte der Cacique Kolumbus einige Goldornamente und einen fein gearbeiteten Gürtel. Im Gegenzug gab Kolumbus ihm eine Kette aus Bernsteinperlen, ein paar rote Pantoffeln, einen Teppich und eine Flasche Orangenblütenwasser. Der Cacique war so erfreut, dass er Kolumbus versicherte, alles in seinem Land stehe ihm zur Verfügung. Der Cacique zeigte sich gegenüber seinem Volk würdevoll, war jedoch den Spaniern gegenüber freundlich und neugierig. Er beobachtete alles um sich herum genau und äußerte Bewunderung für das, was er sah. Am Abend bat er darum, an Land zurückkehren zu dürfen. Kolumbus willigte ein, und als Zeichen des Respekts ließ er die Kanonen des Schiffes zu Ehren des Cacique abfeuern. Der Cacique war so beeindruckt, dass er erklärte, die Spanier müssten göttlichen Ursprungs sein, da sie Donner und Blitz beherrschen könnten. Sein Volk war so voller Ehrfurcht, dass sie die Fußabdrücke der Spanier küssten. Da jedoch im Land des Cacique keine Goldminen waren, nach denen Kolumbus suchte, setzte er seine Reise weiter nach Osten fort. Den Informationen zufolge, die Kolumbus gesammelt hatte, befand sich das Gold in einer gebirgigen Region, die von einem mächtigen Häuptling regiert wurde. Eilig machte er sich auf den Weg zu diesem neuen Ziel. Hätte er jedoch gewusst, welches Unglück ihn auf dieser kurzen Reise erwartete, hätte er die Suche nach Gold vielleicht ganz aufgegeben. Während der Überfahrt erreichten sie ein Kap, wo das Meer so ruhig war, dass sie leicht in Ufernähe hätten ankern können. Kolumbus hatte 2 Tage nicht geschlafen und schließlich übermannte ihn die Erschöpfung. Er übergab das Ruder dem Steuermann, warnte ihn, vorsichtig zu sein und ging unter Deck, um sich auszuruhen. Sobald Kolumbus eingeschlafen war, verließen auch die Matrosen ihre Posten und glaubten, es bestehe keine Gefahr. Sogar der Steuermann ignorierte Kolumbus' Anweisungen, überließ das Ruder einem unerfahrenen Schiffsjungen und ging ebenfalls schlafen. Mit dem Jungen als einzigem Wachen wurde das Schiff von einer starken Strömung erfasst und trieb auf die Küste zu. Ein plötzlicher Stoß riss dem Jungen das Ruder aus der Hand. Das Schiff lief auf Felsen auf, was alle aufweckte. Kolumbus eilte an Deck und erkannte schnell, dass das Schiff auf Grund gelaufen war. Mit ruhiger Entschlossenheit erteilte er Anweisungen, um das Schiff zu retten. Er befahl der Besatzung, in einiger Entfernung den Anker zu werfen, um das Schiff von den Felsen zu ziehen. Doch die verängstigte Besatzung ignorierte seine Befehle und dachte nur an ihre eigene Sicherheit. Sie ruderten zur Nina und ließen Kolumbus und die anderen zurück. Der Kommandant der Nina weigerte sich jedoch, die Besatzung aufzunehmen, die ihre Pflicht verlassen hatte. In der Zwischenzeit ließ Kolumbus die Masten kappen und warf unnötige Gegenstände über Bord, um das Schiff zu erleichtern.
Doch der Rumpf war gebrochen und Wasser strömte zu schnell herein. Schließlich blieb Kolumbus und seiner verbleibenden Mannschaft keine andere Wahl, als das Schiff zu verlassen und zur Nina zu rudern. Am nächsten Morgen schickte Kolumbus eine Nachricht an den örtlichen Häuptling Guacanahari, in der er ihn über das Schiffsunglück informierte und um die Hilfe seines Volkes bei der Rettung der Wertgegenstände an Bord bat. Tief betrübt über die Nachricht weinte Guacanahari und kam sofort den Europäern zu Hilfe, begleitet von vielen seiner Leute. Diese großzügigen Einheimischen versuchten nicht, etwas zu stehlen. Stattdessen arbeiteten sie hart daran, so viel wie möglich zu retten. Sie sammelten mehrere Kanus und mit vereinten Kräften gelang es ihnen, alle wichtigen Gegenstände an Land zu bringen. Guacanahari übernahm persönlich die Verantwortung für die Wertgegenstände und schickte regelmäßig einen seiner Verwandten, um Kolumbus zu versichern, dass er sich keine Sorgen machen solle. Er versprach Kolumbus, alles zu geben, was er hatte, falls nötig. Der Häuptling brachte die geretteten Güter in sein Haus und stellte eine starke Wache auf, obwohl dies kaum nötig schien. Die Einheimischen waren ehrlich bestürzt über das Unglück und fühlten sich, als wäre es ihnen selbst widerfahren. In seinem Bericht an den spanischen Hof sprach Kolumbus sehr lobend von diesen edlen Menschen. Kolumbus schrieb: »In Wahrheit, Eure Majestät, sind diese Menschen so sanft und friedlich. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass es keine besseren Menschen auf der Welt gibt. Sie lieben ihre Nachbarn wie sich selbst. Sie sind stets freundlich, liebenswürdig und fröhlich, und sie sprechen mit einem Lächeln. Obwohl sie nackt gehen, sind sie bescheiden und vorbildlich in ihrem Verhalten. Ihr König wird mit großem Respekt behandelt, und er ist so edel und großzügig, dass es eine wahre Freude ist, ihn kennengelernt zu haben. Er und sein Volk werden für immer in meinen schönsten Erinnerungen bleiben.« Als Guacanahari erfuhr, wie viel den Europäern das Gold bedeutete, gab er ihnen viele goldene Gegenstände, um sie nach ihrem Unglück zu trösten. Er versprach sogar, mehr aus einem Ort namens Cibao zu beschaffen. Viele seiner Leute brachten ebenfalls Gold und tauschten es begeistert gegen europäische Kleinigkeiten. Ein Einheimischer, der ein großes Stück Gold in der einen Hand hielt, streckte die andere einem Spanier entgegen, der ihm eine Glocke hineinlegte. Der Einheimische ließ das Gold fallen und rannte davon, in dem Glauben, er habe die Europäer ausgetrickst und würde nun als Dieb gelten. Die Spanier begannen, ihre Zeit auf der Insel zu genießen, doch Kolumbus war Tag und Nacht voller Sorge. Sein bestes Schiff war verloren, und der untreue Pinzon hatte ihn verlassen. Das einzige verbleibende Schiff war zu klein und schlecht gebaut, um alle Männer zu transportieren, und nicht zuverlässig genug für die lange Rückreise nach Spanien. Schließlich entschied Kolumbus, dass er mit einigen Männern die riskante Rückreise antreten würde, um dem Hof von seinen Entdeckungen zu berichten. Die übrigen Männer sollten als Kolonisten auf Hispaniola zurückbleiben. Jeder stimmte diesem Plan zu, und genügend Freiwillige meldeten sich, um zurückzubleiben. Der örtliche Häuptling Guacanahari war begeistert, als er hörte, dass einige dieser himmlischen Besucher bleiben würden, um ihn und sein Volk vor ihren Feinden zu schützen. Laut Guacanahari lebte ein wildes und kriegerisches Volk namens Karibem auf Inseln im Südosten. Von Zeit zu Zeit fielen sie in sein Land ein und zwangen sein Volk, das zu schwach war, um sich zu wehren, in die Berge zu fliehen. Kolumbus versprach, sie zu beschützen, und um seine Macht zu demonstrieren, befahl er seinen Männern, einige militärische Übungen vor den Einheimischen durchzuführen. Die Einheimischen waren erstaunt, aber als sie die Kanonen des gestrandeten Schiffes abfeuern sahen, fielen sie erschrocken zu Boden und bedeckten ihre Gesichter. Sogar Guacanahari war beunruhigt, bis Kolumbus ihn beruhigte und ihm erklärte, dass der Donner nur gegen ihre Feinde eingesetzt würde. Zur Demonstration richtete Kolumbus eine Kanone auf das gestrandete Schiff und feuerte ab. Die Kanonenkugel durchschlug das Schiff und landete im Wasser auf der anderen Seite.
Der Anblick versetzte den Häuptling in Ehrfurcht und überzeugte ihn endgültig davon, dass diese Besucher tatsächlich Donner und Blitz beherrschten. In den nächsten Tagen bauten die Spanier mit Hilfe der freundlichen Einheimischen ein kleines Fort, die nicht ahnten, dass sie die Ketten schufen, die sie eines Tages binden würden. Wann immer Kolumbus an Land war, überschüttete Guacanahari ihn mit Geschenken, die Kolumbus großzügig erwiderte. Einmal begrüßte der Häuptling Kolumbus mit einer goldenen Krone und führte ihn in ein wunderschön geschmücktes Haus. Dort nahm er die Krone ab und setzte sie Kolumbus mit großem Respekt auf den Kopf. Im Gegenzug nahm Kolumbus eine Kette mit kleinen Perlen, die er trug, und legte sie dem Häuptling um den Hals. Dann nahm er seinen feinen Umhang ab und legte ihn dem Häuptling über die Schultern, steckte ihm einen Silberring an den Finger und schenkte ihm ein paar rote Stiefel. Durch diesen Austausch von Geschenken entstand eine Freundschaft zwischen ihnen. Das Fort wurde in 10 Tagen fertiggestellt, und Kolumbus wählte 43 Männer aus, die als Besatzung zurückbleiben sollten, angeführt von dem Adligen Diego de Cerana. Er wies sie an, Cerana vollständig zu gehorchen, das Wohlwollen von Guacanahari und seinem Volk zu bewahren und die lokale Sprache zu lernen. Er nannte die Siedlung La Navidad. Nachdem er das Fort errichtet hatte, ging Kolumbus am 4. Januar 1993 an Bord des kleinen Schiffes und segelte los. Es war eine kühne Entscheidung, den weiten und noch größtenteils unbekannten Ozean in einem Schiff zu überqueren, das nicht für lange Reisen gebaut war. Um den spanischen Hof von seinen Entdeckungen zu überzeugen, brachte Kolumbus nicht nur Gold, sondern auch mehrere einheimische und verschiedene Arten unbekannter Vögel mit zurück. Während er ostwärts segelte, blieb Kolumbus nahe an der Küste von Hispaniola, um die Umgebung zu erkunden. Am 2. Tag erblickte er ein Schiff in der Ferne. Er änderte den Kurs, um nachzusehen, und entdeckte, dass es die Pinta war, kommandiert von dem untreuen Pinzon, den er 6 Wochen lang nicht gesehen hatte. Pinzon kam an Bord von Kolumbus' Schiff und behauptete, dass er durch stürmisches Wetter getrennt worden sei. Obwohl Kolumbus wusste, dass dies eine Lüge war, gab er vor, ihm zu glauben und hieß ihn willkommen. Kolumbus war erleichtert, dass der Erfolg seiner Entdeckungen nun nicht mehr von der Sicherheit eines einzigen kleinen Schiffes abhing. Pinzon war entlang der Küste von Hispaniola gesegelt und hatte Gold eingetauscht. Ein starker Westwind trieb die Schiffe schnell voran, und die aufgeregten Besatzungen begannen sich vorzustellen, wie sie in Spanien Geschichten über die Wunder erzählen würden, die sie in der neuen Welt gesehen hatten. Doch plötzlich erschien eine Sturmwolke am westlichen Himmel. Der Sturm näherte sich schnell und der Himmel verdunkelte sich. Die Seeleute standen nervös an Deck und beobachteten ängstlich den Admiral, der ruhig die notwendigen Befehle erteilte. Die Wellen begannen auf dem offenen Meer anzusteigen und warfen die Schiffe hin und her. Das Tauwerk klapperte und der Wind heulte durch die Seile. Blitze zuckten, gefolgt von Dunkelheit. Donner grollte und schwerer Regen prasselte auf die Schiffe nieder. Der Sturm traf mit voller Wucht. Blitze, krachender Donner, heftige Winde und gewaltige Wellen, die die Schiffe in die Höhe hoben und dann in tiefe Täler stürzten. Von Angst überwältigt, fielen einige Seeleute auf die Knie und beteten mit erhobenen Händen um ihr Leben. Andere lagen wie gelähmt vor Schrecken da, mehr tot als lebendig. Einige klammerten sich an Aberglauben und versprachen, barfuß eine Wallfahrt zu einer Kirche zu unternehmen, die der Jungfrau Maria geweiht war, wenn sie überlebten. Sie befanden sich in einer verzweifelten Lage, gefangen zwischen Leben und Tod. Jede aufragende Welle schien ein Bote des Untergangs zu sein. Trotz all der Fähigkeiten und Erfahrungen von Kolumbus waren alle seine Bemühungen, sie in Sicherheit zu bringen, vergeblich. Er versuchte, die Besatzung zu ermutigen und sie zum Handeln zu bewegen, doch sie waren vor Angst gelähmt und nicht in der Lage, etwas zu tun, während der Sturm unaufhörlich tobte. Schließlich
Als Kolumbus erkannte, dass menschliche Anstrengungen nicht mehr ausreichten, zog er sich in seine Kabine zurück. Seine größte Sorge galt nicht seinem eigenen Leben, sondern der Möglichkeit, dass seine bedeutenden Entdeckungen für immer verloren gehen könnten. Dieser Gedanke durchbohrte sein Herz wie ein Schwert. Selbst angesichts des drohenden Todes konnte Kolumbus ruhig denken und klare Entscheidungen treffen. Er nahm ein Stück Pergament und schrieb einen Bericht über seine Entdeckungen. Er wickelte es in Öltuch, versiegelte es mit Wachs, legte es in ein gut geschütztes Fass und warf es ins Meer, in der Hoffnung, dass es irgendwo an Land gespült werden könnte. Später bereitete er ein zweites Paket vor und befestigte es am Heck des Schiffes, damit es, falls das Schiff unterging, möglicherweise dennoch gefunden werden konnte. Als ob die Lage nicht schon schlimm genug wäre, brach die dunkelste und furchterregendste Nacht herein und verstärkte die Angst der Mannschaft vor dem nahenden Tod. Kein Stern funkelte am Himmel, um Hoffnung zu spenden. Sowohl Meer als auch Himmel waren in dicke Dunkelheit gehüllt, während der Orkan weiter wütete. Die Besatzung fand sich zwischen Leben und Tod gefangen, kaum noch imstande durchzuhalten. Doch schließlich verging die schreckliche Nacht. Als der Morgen dämmerte, verwandelte sich die Verzweiflung der Besatzung in Freude, als sie in der Ferne Land erblickten, die Azoren. Doch der Sturm tobte weiter, so dass Kolumbus nicht an die Küste herankommen konnte. Obwohl sie verzweifelt an Land wollten, mussten sie 4 Tage vor der Küste warten. Während dieser Zeit war die Impinta verschwunden. Kolumbus wusste nicht, ob sie gesunken war oder ob Pinzon den Sturm als Gelegenheit genutzt hatte, um nach Spanien zurückzusegeln und die Entdeckungen für sich zu beanspruchen. Schließlich beruhigte sich der Sturm und Kolumbus warf Anker in Küstennähe. Einige Portugiesen näherten sich dem Schiff, boten Lebensmittel zum Verkauf an und fragten, woher sie kämen und wohin sie wollten. Als sie erfuhren, dass es in der Nähe eine Kapelle gab, die der Jungfrau Maria geweiht war, erlaubte Kolumbus der Hälfte seiner Besatzung an Land zu gehen, um ihr Gelübde zu erfüllen und barfuß eine Wallfahrt zu unternehmen. Kolumbus selbst blieb an Bord, da er durch die langen, anstrengenden Tage auf See in beiden Hüften lahm geworden war. Er wies die Besatzung an, schnell zurückzukehren, damit auch die andere Hälfte an Land gehen konnte. Stunden vergingen, aber keiner der Männer kehrte zurück. Als noch mehr Zeit verstrich, wurde Kolumbus zunehmend misstrauisch. Als die Nacht hereinbrach und es immer noch kein Zeichen von ihnen gab, befürchtete er das Schlimmste. Er musste bis zum Morgen warten, um herauszufinden, was geschehen war. Am nächsten Tag erfuhr er, dass die Portugiesen seine Männer gefangen genommen und verhaftet hatten. Wütend über diesen Verrat protestierte Kolumbus, doch seine Worte hatten keine Wirkung. Frustriert drohte er, 100 Portugiesen gefangen zu nehmen und die Insel zu verwüsten, wenn seine Männer nicht freigelassen würden. Diese mutige Erklärung zeigte die gewünschte Wirkung. Portugiesische Boten kamen und fragten, ob Kolumbus im Dienst des spanischen Hofes stehe. Als er ihnen seine Beglaubigungsschreiben zeigte, ließen sie die Gefangenen frei. Später wurde gesagt, dass der Gouverneur den Befehl des portugiesischen Königs hatte, Kolumbus und seine Mannschaft zu fangen und dann die Kontrolle über die von ihm entdeckten Gebiete zu übernehmen. Da Kolumbus jedoch an Bord seines Schiffes geblieben war, entschied sich der Gouverneur, es sei besser, die Gefangenen freizulassen und so zu tun, als hätten sie nicht gewusst, dass sie Spanier waren. Erleichtert, dass diese Tortur vorüber war, setzte Kolumbus seine Reise fort, in der Hoffnung, dass das Schlimmste nun hinter ihm lag. Doch das Schicksal hatte noch eine weitere Prüfung für ihn bereit. Der Sturm kehrte zurück und trieb das Schiff vom Kurs ab. Die Segel wurden zerrissen, die Masten schwankten, und bei jeder Welle fürchtete die Besatzung, das Schiff würde auseinanderbrechen. Nach 2 Tagen des Kampfes gegen den Sturm sahen sie plötzlich Felsen vor sich, auf die das beschädigte Schiff zutreiben sollte. Als es schien, dass sie zerschellen würden, blieb Kolumbus ruhig und führte im letzten Moment ein geschicktes Manöver durch, um das Schiff aus der Gefahrenzone zu steuern und alle an Bord zu retten.
Kurz darauf erkannte Kolumbus, dass sie sich in der Nähe der portugiesischen Küste befanden, wahrscheinlich an der Mündung des Tejo-Flusses, und beschloss, dort vor Anker zu gehen. Bei Tagesanbruch schickte Kolumbus Boten aus, einen nach Madrid, um den König von Spanien über seine sichere Rückkehr zu informieren, und einen weiteren zum König von Portugal nach Lissabon, um die Erlaubnis zu erbitten, den Tejo hinaufzusegeln, um Reparaturen durchzuführen. Die Erlaubnis wurde erteilt und Kolumbus segelte sofort nach Lissabon. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der Stadt. Bald war der Hafen voller Menschen, die begierig darauf waren, einen Blick auf den Mann zu werfen, der eine solch außergewöhnliche Leistung vollbracht hatte. Die Ufer waren überfüllt und Boote drängten sich auf dem Fluss. Einige dankten Gott, dass er den mutigen Navigator geleitet hatte, während andere beklagten, dass Portugal die Gelegenheit verpasst hatte, indem man ihn abgewiesen hatte. Sogar der König von Portugal konnte Kolumbus' Erfolg nicht ignorieren, trotz seines Bedauerns, dass Spanien nun Macht und Ländereien gewinnen würde, die Portugal hätten gehören können, wäre ihm nicht so schlechter Rat gegeben worden. Er befahl seinen Untertanen, Kolumbus zu ehren, seine Besatzung mit Nahrung zu versorgen und schickte ihm einen Brief, in dem er ihn herzlich zu einem Besuch einlud. Kolumbus nahm die königliche Einladung an und bei seiner Ankunft trat der gesamte Hof auf Befehl des Königs hinaus, um ihn zu empfangen. Während ihres Treffens bestand der König darauf, dass Kolumbus sitzen und seinen Kopf bedeckt halten sollte, während er sprach, ein Zeichen großen Respekts. Der König zeigte großes Interesse daran, von Kolumbus' Entdeckungen zu hören und versuchte ihn mit schmeichelhaften Angeboten dazu zu bewegen, in den Dienst Portugals zu treten. Doch Kolumbus blieb standhaft. Selbst wenn ihm die Hälfte des Königreichs angeboten worden wäre, hätte er seine Loyalität gegenüber dem spanischen Hof, dem er seine Bemühungen gewidmet hatte, nicht aufgegeben. Nach einem höflichen Abschied und nachdem die notwendigen Reparaturen am Schiff abgeschlossen waren, segelte Kolumbus erneut nach Spanien, wo er am 15. März in denselben Hafen zurückkehrte, den er vor 7 Monaten und 11 Tagen verlassen hatte. Kapitel 5 – Neue Entdeckungen und der Zusammenprall der Kulturen. Sobald die Nachricht von Kolumbus' Rückkehr Palos erreichte, eilten die Menschen zum Hafen, um selbst zu sehen, ob es wahr war. Als das Schiff näher kam und sie vertraute Gesichter an Deck erkannten, einige sahen ihre Söhne, Brüder, Freunde oder Ehemänner, erfasste eine Welle der Freude die Menge, Jubelrufe erfüllten die Luft und viele vergossen Freudentränen. Als Kolumbus an Land ging, wurde er mit dem Klang von Kanonen, dem Läuten der Kirchenglocken und dem Jubel der Menge empfangen. Trotz dieser Feierlichkeiten, die die meisten Menschen überwältigt hätten, blieb Kolumbus bescheiden. Seine erste Handlung war es, Gott die Ehre für seinen Erfolg zu geben. Gemeinsam mit seinen Seeleuten und den Bürgern der Stadt ging er direkt zur Kirche, in der er vor der Abreise gebetet hatte. Dort dankte er öffentlich dem Allmächtigen für den Erfolg der Reise. Anschließend machte sich Kolumbus auf den Weg nach Barcelona, wo der König und die Königin von Spanien Hof hielten. In der Zwischenzeit war Pinzon ein paar Tage zuvor in einem anderen spanischen Hafen angekommen, in der Hoffnung, als erster die Nachricht dem Hof zu überbringen. Doch der König befahl, dass er ohne Kolumbus nicht vor ihnen erscheinen dürfe. Diese Enttäuschung war zu viel für Pinzon und er erkrankte und starb wenige Tage später. Auf seinem Weg nach Barcelona wurde Kolumbus von Menschenmengen aus den umliegenden Regionen begrüßt. Sein Name wurde überall mit Bewunderung genannt. Als er schließlich Barcelona erreichte, erwarteten ihn der König und die Königin voller Vorfreude. Der gesamte königliche Hof kam heraus, um ihm die Ehre zu erweisen. Die Straßen waren so überfüllt, dass es fast unmöglich war, dass Kolumbus hindurchkam. Der Festzug war ein großes Spektakel. Eingeborene aus der neuen Welt, gekleidet in ihrer traditionellen Kleidung, führten den Zug an. Dahinter trugen Männer goldene Platten,
Goldstaub und goldene Ornamente, die Kolumbus mitgebracht hatte. Andere folgten, die Proben von Produkten aus dem neuen Land trugen, darunter Baumwollgarn, Kisten mit Pfeffer, Papageien auf langen Stangen, ausgestopfte Tiere und viele andere Dinge, die in Europa noch nie zuvor gesehen worden waren. Kolumbus, der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, kam zuletzt in der Prozession. Um Kolumbus zu ehren, hatten der König und die Königin auf dem öffentlichen Platz einen großen Thron aufstellen lassen, auf dem sie warteten. Als Kolumbus näher kam, um vor ihnen niederzuknien, streckte der König ihm die Hand zum Kuss entgegen und lud ihn ein, sich neben ihnen auf einen Stuhl zu setzen. Daraufhin erzählte Kolumbus bescheiden die Geschichte seiner Reise und präsentierte die Gegenstände, die er als Beweis seiner Entdeckungen mitgebracht hatte. Als er fertig war, knieten sowohl der König als auch die Königin sowie die Menge der Zuschauer nieder und dankten Gott für diese großen Entdeckungen, die Spanien Wohlstand bringen würden. Daraufhin wurden alle Belohnungen, die Kolumbus gefordert hatte, gewährt. Er und seine Familie wurden in den Adelsstand erhoben, und wann immer der König ausritt, wurde Kolumbus die Ehre zuteil, neben ihm zu reiten. Eine Ehre, die zuvor nur Prinzen und königlichen Persönlichkeiten vorbehalten war. Was Kolumbus jedoch am meisten erfreute, war der königliche Befehl, eine ganze Flotte für eine zweite Expedition auszurüsten. In der Zwischenzeit schickte der König einen Botschafter nach Rom, um den Papst zu bitten, Spanien offiziell die neu entdeckten Gebiete sowie alle zukünftigen Entdeckungen im Ozean zuzusprechen. Papst Alexander zog eine Linie auf dem Globus, die von Pol zu Pol verlief und etwa 100 Meilen westlich der Azoren lag. Anschließend erließ er ein Dekret, das besagte, dass alle jenseits dieser Linie entdeckten Länder Spanien gehören würden. Zu dieser Zeit war es üblich, dass ein Fürst neu entdeckte Gebiete nur dann in Besitz nehmen konnte, wenn der Papst als göttlicher Vertreter auf Erden dies bestätigte. Die Flotte wurde schnell vorbereitet und bald waren 17 gut ausgerüstete Schiffe bereit, von Cádiz aus in See zu stechen. Viele Menschen aus allen Lebensbereichen wollten an der Expedition teilnehmen, in der Hoffnung auf Reichtum und Ehre. Kolumbus konnte jedoch nur 1500 Männer mitnehmen. Er bereitete sich sorgfältig vor und sorgte dafür, dass die Flotte gut mit allem Nötigen für die Kolonisierung ausgestattet war. Neben Werkzeugen brachten sie Tiere wie Pferde, Maultiere und Kühe mit, die in der neuen Welt nicht vorkamen. Sie hatten auch europäisches Getreide, Samen und Pflanzen dabei, von denen Kolumbus glaubte, dass sie in der neuen Umgebung gedeihen würden. Da Kolumbus weiterhin davon überzeugt war, dass die von ihm entdeckten Länder Teil Indiens waren, nannte er sie die Westindischen Inseln, um sie vom eigentlichen Indien im Osten zu unterscheiden. Mit allem vorbereitet verließ die Flotte Cádiz am 25. September 1493. Kolumbus segelte zunächst zu den Kanarischen Inseln, wo er am 5. Oktober ankam. Dort füllten sie frisches Wasser, Holz und Vieh, darunter einige Schweine, auf und segelten am 13. Oktober erneut von der Insel Ferro ab. Günstige Winde halfen ihnen, 800 Meilen in nur 20 Tagen zurückzulegen. Am 2. November, 36 Tage nach dem Aufbruch aus Spanien, ankerten sie vor einer Insel, die Kolumbus Dominica nannte, da er sie an einem Sonntag entdeckt hatte, der in Latein Dies Dominica oder Tag des Herrn genannt wird. Dominica ist Teil der kleinen Antillen oder karibischen Inseln. Da er dort keinen guten Ankerplatz fand, segelte Kolumbus weiter und entdeckte bald mehrere andere Inseln, darunter Marie Galante, Guadeloupe, Antigua, Puerto Rico und Saint-Martin. Auf Guadeloupe stießen sie auf einen beeindruckenden Wasserfall, der über eine hohe, zerklüftete Klippe stürzte und dessen Rauschen man noch aus 3 Meilen Entfernung hören konnte. Zunächst sahen sie keine Einheimischen, da diese in die Berge geflüchtet waren.
Schließlich brachten einige der Spanier 2 Jungen zurück, die behaupteten, sie stammten nicht ursprünglich von der Insel, sondern seien von den Einheimischen von einer Nachbarinsel gewaltsam entführt worden. Kurz darauf fanden sie 6 Frauen, die verzweifelt um Hilfe baten und erklärten, sie seien gefangen genommen und versklavt worden. Die Frauen enthüllten eine schreckliche Wahrheit. Die Einheimischen der Insel rösteten und aßen regelmäßig männliche Gefangene, die in Kämpfen gefangen genommen wurden, während die Frauen trotz ihrer Bitten um Gnade versklavt wurden. Dies bestätigte, was Guacanahari, der Häuptling, den Kolumbus zuvor getroffen hatte, ihm über die grausamen Praktiken dieser Inselbewohner berichtet hatte. Fast überall, wo Kolumbus landete, begegnete man ihm mit Feindseligkeit und er fand düstere Beweise für Kannibalismus. Knochen und Schädel von getöteten Menschen lagen verstreut um viele der Behausungen. Entsetzt von diesen Anblicken und voller Eile, sich mit den Spaniern auf Hispaniola zu vereinen, beschloss Kolumbus, auf diesen neu entdeckten Inseln nicht zu verweilen. Es schien unmöglich, mit den Einheimischen zu kommunizieren. Daher setzte er seine Reise fort und erreichte am 21. November sicher einen Ort nur einen Tag entfernt von Fort Navidad. Einige der an Land geschickten Besatzungsmitglieder kehrten mit beunruhigenden Nachrichten zurück. Sie hatten die Leichen 2 Männer am Strand gefunden, die an ein kreuzförmiges Stück Holz gebunden waren. Aufgrund des Verwesungszustandes konnten sie nicht feststellen, ob es sich um Europäer oder Einheimische handelte. Dieser beunruhigende Bericht machte Kolumbus unruhig über das, was noch enthüllt werden könnte. Er verbrachte eine schlaflose Nacht und eilte bei Tagesanbruch, um herauszufinden, ob seine Befürchtungen berechtigt waren. Als er sich den Höhen von La Navidad näherte, sprang er in ein Boot und ruderte an Land. Zu seinem Entsetzen fand er keine Spur der zurückgelassenen Spanier oder des Forts, das sie gebaut hatten. Stattdessen entdeckte er nur Fragmente des Forts, zerrissene Kleidung, zerbrochene Waffen und verstreute Utensilien. Die Szene sagte ihm alles, was er wissen musste. Weitere Beweise für das schreckliche Schicksal der Kolonisten wurden entdeckt, als 11 Leichen in der Nähe gefunden wurden, alle mit Anzeichen eines gewaltsamen Todes. Während sie über diese Tragödie trauerten und Pläne für Vergeltungsmaßnahmen schmiedeten, kam der Bruder von Guacanahari und gab einen detaillierten Bericht darüber, was geschehen war. Seinen Worten zufolge ignorierten die Männer, die Kolumbus zurückgelassen hatte, bald nach dessen Abreise die Ratschläge und Anweisungen, die Kolumbus ihnen gegeben hatte. Statt die Einheimischen freundlich zu behandeln, verhielten sie sich ungerecht und begingen viele Übergriffe. Die Einheimischen, die diese weißen Männer einst für himmlische Wesen gehalten hatten, erkannten bald, dass sie nicht nur nicht besser, sondern viel schlimmer als andere Menschen waren. Der Kommandant des Forts versuchte, seine Männer im Zaum zu halten, doch sie weigerten sich zuzuhören, missachteten seine Autorität und verbreiteten sich über die Insel, um zu stehlen und Gewalttaten zu begehen. Schließlich begannen sie sogar, das Territorium des Cacique von Cibao, wo Gold gefunden wurde, zu plündern. Wütend über ihr Verhalten bewaffneten sich der Cacique und sein Volk, überwältigten die Spanier und griffen das Fort an, das sie niederbrannten. Einige der Spanier wurden bei der Verteidigung des Forts getötet, während andere in einem Boot flohen, aber bald ertranken. Der Bruder von Guacanahari erklärte, dass Guacanahari trotz des Verhaltens der Spanier loyal geblieben sei und auf ihrer Seite gekämpft habe, wobei er in der Schlacht eine Wunde erlitten habe, unter der er noch immer litt. Kolumbus' Männer brannten darauf, gewaltsame Rache zu nehmen, doch Kolumbus, weise und menschlich, lehnte dies ab. Er drängte sie, darüber nachzudenken, wie wichtig es für die Sicherheit der Insel und ihrer neuen Kolonie sei, das Vertrauen und Wohlwollen der Einheimischen zu gewinnen. Er besuchte Guacanahari und fand ihn immer noch leidend an einer Wunde, die von einheimischen Waffen stammte, nicht von europäischen, was seine Geschichte bestätigte.
Der Cacique zeigte Kolumbus weiterhin auf jede erdenkliche Weise seine Loyalität und bot ihm 800 wertvolle Muscheln, 100 goldene Platten und 3 Kalebassen voller Goldkörner an. Im Gegenzug gab Kolumbus ihm mehrere europäische Kleinigkeiten. Danach führte Kolumbus sein Volk in eine komfortablere und gesündere Gegend in der Nähe der Mündung eines kleinen Baches. Dort beschloss er, eine ordnungsgemäß befestigte Stadt zu gründen, die den Siedlern einen sicheren und praktischen Lebensort bieten sollte. Jeder musste bei der Arbeit helfen, und durch ihre vereinten Anstrengungen wurde die erste europäische Stadt in der neuen Welt errichtet. Kolumbus nannte sie Isabella zu Ehren der Königin. Während des Baus der Stadt Isabella sah sich Kolumbus unzähligen Herausforderungen gegenüber, die nur jemand mit seiner Entschlossenheit überwinden konnte. Die spanischen Siedler, von Natur aus faul und nun mit dem heißen Klima konfrontiert, waren noch weniger bereit zu arbeiten. Sie beschwerten sich lautstark über die harte Arbeit, die sie nicht erwartet hatten. Viele waren mit Träumen von Reichtum und einem leichten Leben gekommen, nur um unter der sengenden Sonne neben angeheuerten Arbeitern schuften zu müssen. Verschlimmert wurde die Situation durch das ungesunde Umfeld, das zu weit verbreiteten Krankheiten führte, und die Vorräte begannen zur Neige zu gehen. Die Siedler wurden zunehmend frustriert und fragten sich, wo die versprochenen goldenen Berge blieben. Kolumbus jedoch bestand darauf, dass die Stadt fertiggestellt wurde, bevor sie das Inselinnere erkunden konnten. Diese Unzufriedenheit wuchs täglich und führte schließlich zu einer Verschwörung gegen Kolumbus' Leben. Zum Glück wurde der Plan entdeckt, bevor er eskalieren konnte. Die Anführer wurden gefasst, einige wurden bestraft, andere nach Spanien zurückgeschickt, um ein Exempel zu statuieren. Gleichzeitig bat Kolumbus dringend um Verstärkung und Vorräte vom König. Um seine unruhigen Männer zu beruhigen und weitere Aufstände zu verhindern, erlaubte er einer Gruppe, das Landesinnere unter dem Kommando von Chevalier Ojeda zu erkunden. Später führte Kolumbus eine Expedition an, um die Einheimischen mit einer Machtdemonstration europäischer Militärtechnik zu beeindrucken. Seine Männer marschierten in enger Formation mit wehenden Fahnen und Musik, während Kavalleriemanöver die Einheimischen in Erstaunen versetzten, die nie zuvor Pferde gesehen hatten und dachten, Reiter und Pferd seien ein einziges Wesen. Ihr Weg führte durch die goldreiche Region Cibao. Alles, was die Einheimischen über das Gebiet gesagt hatten, bestätigte sich. Während die Einheimischen das Gold nicht aktiv abbauten, da sie keinen Nutzen dafür hatten, fanden die Spanier Goldkörner in fast jedem Fluss, die von den Bergen heruntergespült wurden. Begeistert von dieser Entdeckung kehrten sie nach Isabella zurück. Dort fanden sie die Stadt in einem schrecklichen Zustand vor. Die Nahrungsmittelvorräte gingen schnell zur Neige, weil man sich auf den Bau der Stadt konzentriert und keine Zeit für die Landwirtschaft gehabt hatte, und Krankheiten breiteten sich schnell aus. Trotz dieser Rückschläge griff Kolumbus auf seine Erfahrungen zurück, um die Krise zu bewältigen. Er arbeitete daran, Ordnung und Ruhe unter den Siedlern wiederherzustellen. Nachdem es ihm gelungen war, die Lage zu stabilisieren, entschied Kolumbus, eine weitere Entdeckungsreise zu unternehmen. Er ernannte seinen Bruder Don Diego zum Regenten und ließ Pedro de Margarit als Hauptmann zurück. Dann segelte er mit einem großen Schiff und 2 kleineren Karavellen westwärts. Die erste große Entdeckung auf dieser Reise war die Insel Jamaika. Kolumbus schickte ein Boot aus, um zu prüfen, ob der Hafen tief genug war, um einzufahren. Doch die Besatzung wurde schnell von bewaffneten Einheimischen in Kanus konfrontiert, die versuchten, ihre Landung zu verhindern. Als friedliche Versuche scheiterten, musste sich die Besatzung unter einem Pfeilhagel zurückziehen. Nachdem festgestellt worden war, dass der Hafen sicher war, brachte Kolumbus die Schiffe herein, führte Reparaturen durch und erkundete die Insel. Er stellte fest, dass die Bedingungen auf Jamaika weit besser waren als auf Hispaniola und zögerte nicht, die Insel für Spanien zu beanspruchen. Von dort aus segelte er nach Kuba,
um festzustellen, ob es eine Insel oder Teil des Festlandes war. Diese Reise erwies sich als noch gefährlicher als jede, die er zuvor unternommen hatte. Ein schrecklicher Sturm traf in einer tückischen Gegend, die ihm völlig unbekannt war. Er fand sich von Felsen und Sandbänken umgeben, die seine Schiffe jeden Moment zu zerstören drohten. Die Schiffe gerieten in Untiefen, was zu so schweren Lecks führte, dass die Besatzung ununterbrochen an den Pumpen arbeiten musste, um sie über Wasser zu halten. Sie litten auch an Hunger und Durst. Wenn sie es schafften, Nahrung zu finden, war Kolumbus immer der Letzte, der aß, da er das Wohl seiner Begleiter über sein eigenes stellte. Während dieser Qualen musste er auch mit der zunehmenden Unzufriedenheit seiner Männer umgehen, die sich beschwerten und ihn kritisierten, obwohl er tapfer all ihre Entbehrungen teilte. Während seiner Aufenthalte in Kuba erfuhr Kolumbus von den Einheimischen, dass das Land tatsächlich eine Insel war. In einigen Gegenden war der Himmel so voll von Vögeln und Schmetterlingen, dass er die Sonne verdunkelte und den Tag so düster machte, als würde ein Sturm aufziehen. Auf der Nordseite der Insel fanden sie das Meer mit kleinen, flachen Inseln übersät, die Kolumbus den »Garten der Königin« nannte. Während der Erkundung dieser Inseln begegneten sie einem Kanu voller Fischer, die an Bord von Kolumbus' Schiff kamen, um ihm ihren Fang anzubieten. Im Gegenzug gab Kolumbus ihnen kleine Geschenke, um ihre Freundschaft zu sichern. Der ständige körperliche und geistige Stress forderte schließlich seinen Tribut an Kolumbus' Gesundheit. Völlig erschöpft und unfähig zu schlafen, verfiel er in eine Lethargie, die ihn ohne Sinne und Gedächtnis zurückließ. Aus Angst um sein Leben segelte die Besatzung schnell zurück nach Isabella. Dort fand Kolumbus ein Heilmittel, das stärker war als jede Medizin. Sein geliebter Bruder Bartolomeo war mit mehr Männern und Vorräten, die vom König geschickt worden waren, eingetroffen. Die beiden Brüder, die tief miteinander verbunden und von ähnlicher Denkweise waren 13 lange Jahre getrennt gewesen. Bartholomäus Ankunft konnte zu keinem besseren Zeitpunkt geschehen, denn Kolumbus' Krankheit und die verzweifelte Lage auf Hispaniola erforderten die Fähigkeiten eines mutigen, intelligenten und erfahrenen Anführers. Ohne Bartholomäus rechtzeitige Ankunft wären sowohl Kolumbus als auch die Kolonie wahrscheinlich verloren gewesen. Dieses unerwartete Glück half nicht nur Kolumbus, sich zu erholen, sondern ermöglichte ihm auch, die strauchelnde Kolonie zu stabilisieren. Während Kolumbus fort war, war die Situation ins Chaos geraten. 2/3 der Kolonisten waren den in der Region verbreiteten Krankheiten erlegen. Pedro de Margarit, der zum Hauptmann ernannt worden war, wandte sich gegen Kolumbus und floh mit einem der Schiffe nach Spanien, wobei er seinen Mitverschwörer Bill mitnahm. In der Zwischenzeit hatten sich die Soldaten, die Margarite zurückgelassen hatte, über die Insel zerstreut und zahlreiche Verbrechen begangen. Dies führte dazu, dass die zuvor freundlichen Einheimischen feindselig wurden und viele Spanier wurden getötet. Die Situation drohte, die junge Kolonie zu zerstören. Am schlimmsten war, dass die einst friedlichen Einheimischen nun endlich erkannten, in welcher Gefahr sie sich befanden. Durch bittere Erfahrungen begriffen sie, dass, wenn diese Fremden länger blieben, es für sie Hungersnot und Versklavung bedeuten würde. In ihrem einfachen Lebensstil und dem warmen Klima brauchten sie sehr wenig Nahrung. Eine Handvoll Mais und etwas geröstete Maniok war normalerweise genug. Doch nun bemerkten sie besorgt, dass ein einziger Spanier in einer Mahlzeit mehr essen konnte als 4 von ihnen an einem ganzen Tag. Es war nur eine Frage der Zeit. So befürchteten sie, bis die Ressourcen der Insel aufgebraucht sein würden und sie vor dem Hungertod stünden. Angesichts der täglichen Gewalt und Gier der Spanier erkannten die Einheimischen schließlich, dass sie entweder für ihre Freiheit kämpfen oder sie für immer verlieren mussten. Sie fanden den Mut zu handeln und versammelten ihre Kräfte. Die verschiedenen Stämme, angeführt von ihren Caciques,
vereinigten sich zu einer großen Armee von rund 100.000 Kriegern. Trotz der großen Gefahr für die Kolonie gab Kolumbus nicht nach. Dennoch bedauerte er zutiefst die Feindseligkeit, die sich unter den Einheimischen aufgrund des Verhaltens einiger seiner Männer entwickelt hatte. Seine ursprüngliche Hoffnung, dass diese Menschen den christlichen Glauben friedlich annehmen könnten, war nun zerschlagen, und er sah sich der harten Realität gegenüber, dass ein Blutvergießen unvermeidlich war. Inmitten dieser angespannten Lage erhielt Kolumbus einen Besuch von seinem treuen Freund Guacanahari. Dieser standhafte Verbündete, der die Europäer lange unterstützt hatte, wurde nun von den anderen Caciques mit Misstrauen und Feindseligkeit betrachtet. Zu seinem eigenen Schutz sah er sich gezwungen, sich auf die Seite der Spanier zu stellen. Kolumbus nahm dankbar sein Hilfsangebot an und hieß die Unterstützung von Guacanaharis Kriegern willkommen. Kapitel 6 – Der Aufstieg der europäischen Dominanz in der Karibik. Mit beiden Armeen, die einander gegenüberstanden, war der Moment gekommen, der entweder das Überleben der Spanier oder die Freiheit der Einheimischen entscheiden würde. Auf der einen Seite standen 100.000 Eingeborene, bewaffnet mit Keulen, Speeren und Pfeilen mit Spitzen aus Knochen oder Feuerstein. Auf der anderen Seite standen nur 200 Infanteristen und 20 Kavalleristen, unterstützt von einer kleinen Truppe Einheimischer unter der Führung von Guacanahari. Der zahlenmäßige Unterschied war überwältigend, doch die Europäer machten dies durch ihre fortschrittlichen Waffen, Pferde, Hunde und militärischen Taktiken wett. Das Risiko war für beide Seiten hoch und der Ausgang ungewiss. Kolumbus startete einen heftigen Angriff. Der Klang der Musketen, das Wiehern der Pferde und das Heulen der Hunde versetzten die Einheimischen in Angst und Schrecken. Nach einem kurzen und unorganisierten Widerstand flohen sie. Einige wurden von Schwertern niedergemacht, andere von Pferden niedergetrampelt oder von den Hunden zerrissen, und viele wurden gefangen genommen. Der Rest floh in die Wälder. Diese Schlacht markierte den Beginn der europäischen Kontrolle über die Eingeborenen, die schließlich zur Versklavung führte. Kolumbus verlor keine Zeit, um seinen Sieg zu festigen. Er reiste durch die Region und etablierte schnell die spanische Herrschaft, wo immer er hinging. Innerhalb weniger Monate stand die gesamte Insel unter spanischer Kontrolle. Unterdessen hatten Margarit und Buell, die Feinde von Kolumbus, Spanien erreicht. Kolumbus wusste, dass sie alles tun würden, um seine Errungenschaften zu untergraben und den misstrauischen spanischen König davon zu überzeugen, dass seine Entdeckungen unbedeutend seien. Er sah einen Sturm auf sich zukommen, der ihn vernichten könnte, wenn er nicht handelte. Seine einzige Option war, dem spanischen Hof ein klares Zeichen für den Reichtum zu schicken, den seine Entdeckungen versprachen. Um dies zu tun, stellte er harte Forderungen an die Eingeborenen. Diejenigen, die in den goldreichen Regionen lebten, wurden angewiesen, alle 3 Monate eine bestimmte Menge Goldstaub zu liefern, während die anderen 25 Pfund Baumwolle abliefern mussten. Diese Forderungen waren mehr, als die Eingeborenen bewältigen konnten. An ein einfaches und müßiges Leben gewöhnt, konnten sie die tägliche Mühe der Goldsuche und das Sammeln von Baumwolle wie Sklaven nicht ertragen. Als ihre Nahrungsmittelvorräte zur Neige gingen, trieben die Europäer sie grausam dazu, die Quoten zu erfüllen. In ihrer Verzweiflung beschlossen die Eingeborenen, keinen Mais und keine Maniok mehr anzupflanzen, in der Hoffnung, die Europäer durch Hunger zu vertreiben. Sie zerstörten ihre Ernten und flohen in die Berge, wo sie sich von Früchten und wilden Pflanzen ernährten. Doch dieser Plan ging nach hinten los. Die Eingeborenen selbst wurden bald von Hunger und Krankheit heimgesucht. Viele starben, während die Überlebenden zu geschwächt waren, um die ihnen auferlegten Lasten zu tragen. Unterdessen litten die Spanier, unterstützt durch ihre Anstrengungen und die Vorräte aus Europa, kaum unter dem verzweifelten Plan der Eingeborenen.
Während sich die Lage verschärfte, brach der Sturm los, den Kolumbus erwartet hatte. Margarite und Beuil hatten seinen Ruf so weit untergraben, dass der spanische Hof begann, das Vertrauen in ihn zu verlieren. Der König entschied, einen Vertreter, Juan Aguado, in die westindischen Inseln zu schicken, um die Situation zu untersuchen. Leider fehlten Aguado die Fähigkeiten und der Weitblick für eine solche Aufgabe. Voller Selbstüberschätzung kam er in Hispaniola an und behandelte Kolumbus mit Verachtung. Er lud jeden, Spanier und Eingeborene gleichermaßen ein, Beschwerden gegen Kolumbus vorzubringen. Ohne die Gültigkeit dieser Klagen zu hinterfragen, sammelte er so viele wie möglich, um Kolumbus in einem möglichst schlechten Licht darzustellen. Diese neue Herausforderung lastete schwer auf Kolumbus. Er entschied sich, nach Spanien zurückzukehren und die Situation dem König und der Königin persönlich zu erklären, im Vertrauen auf ihren Sinn für Gerechtigkeit. Bevor er abreiste, ernannte er seinen Bruder Bartolomeo zum Adelantado, was Gouverneur der Insel bedeutet, und setzte einen Mann namens Roldan als Militärkommandant ein. Diese Wahl sollte sich später als unglücklich erweisen, da Roldan ein prinzipienloser Abenteurer war. Am 10. Mai segelte Kolumbus mit 2 neuen Schiffen und 220 Mann von der Insel ab. Um die schnellste Reise nach Spanien zu machen, wählte er einen direkten Kurs. Leider war ihm nicht bewusst, wie sehr diese Entscheidung die Reise verlängern würde. Er hatte noch nicht gelernt, was heute jeder Seemann weiß: wie unberechenbar die Passatwinde auf einer solchen Route sein können. Es ist heute allgemein bekannt, dass Schiffe, die von den westindischen Inseln zurückkehren, weiter nördlich steuern sollten, um diesen widerspenstigen Winden zu entgehen. Bald stieß Kolumbus auf die Herausforderungen der Route, die er gewählt hatte. Doch als jemand, der selten vor Hindernissen kapitulierte, setzte er seinen Kurs mit noch größerer Entschlossenheit fort. Trotz seiner Anstrengungen zog sich die Reise hin, und nach 3 Monaten gab es immer noch wenig Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Zu allem Überfluss gingen die Nahrungsmittelvorräte zur Neige, und der Besatzung blieb nur noch eine kleine Menge Brot. Die Verzweiflung ergriff die Männer, und die Matrosen wurden wütend und schmiedeten Pläne, die Indianer an Bord entweder zu töten oder über Bord zu werfen, um das Essen für sich selbst zu retten. In dieser Krise zeigte Kolumbus das Mitgefühl, das sein Handeln auszeichnete. Er weigerte sich, solch unmenschliche Handlungen zuzulassen und erinnerte seine Besatzung daran, dass die Indianer ihre Begleiter waren, die dieselben Entbehrungen erlitten und ebenso viel Recht auf die verbleibenden Lebensmittel hatten. Seine Worte beruhigten die Mannschaft vorübergehend. Bevor sie ihre grausamen Forderungen erneuern konnten, nahmen ihre Sorgen ein Ende. Spaniens Küste erschien am Horizont. Sich des Wertes seiner Errungenschaften bewusst, blieb Kolumbus dennoch in der Demut, die den wirklich edlen Geistern eigen ist, als er sich seinem Souverän näherte, um seine Unschuld gegenüber den falschen Anschuldigungen zu beweisen. Doch er fand es nicht nötig, sich zu verteidigen. In dem Moment, als der König und die Königin ihn sahen, erinnerten sie sich an ihren früheren Respekt für seine Leistungen und schämten sich, an ihm gezweifelt zu haben. Als er ihnen nur einige der wertvollen Güter präsentierte, die er mitgebracht hatte, schwanden ihre Verdächtigungen. Sie bemühten sich, ihn in jeder erdenklichen Weise zu ehren. Die Bitten von Kolumbus wurden umgehend gewährt, und seine bestehenden Rechte in den neu entdeckten Gebieten wurden bestätigt, mit zusätzlichen Privilegien versehen. Sein Hauptanliegen war es, den Erfolg der Kolonie, die er auf Hispaniola gegründet hatte, zu sichern. Daher forderte er mehr Siedler und Arbeiter an, darunter Landwirte und Handwerker verschiedener Art, um die Bedürfnisse der wachsenden Siedlung zu decken. Leider waren nicht viele Spanier bereit, wieder in die neue Welt zu segeln. Viele, die von der vorherigen Reise zurückgekehrt waren, zeigten sich nicht so begeistert von den neuen Ländern wie erwartet. Sie stellten fest, dass Gold nur durch harte Arbeit zu erlangen war, und die meisten von ihnen mochten die Mühe nicht.
Zudem bekam das Klima auf Hispaniola vielen nicht gut. Sie kehrten mit blassen, kränklichen Gesichtern nach Spanien zurück und sagten sarkastisch, sie hätten mehr Gold in ihren Gesichtern als in ihren Taschen. Um Menschen für Hispaniola zu rekrutieren, schlug Kolumbus vor, Gefangene, insbesondere solche, die zum Tode oder zu den Galeeren verurteilt waren, zu schicken, um in den Minen der Kolonie zu arbeiten. Die Gerichte Spaniens wurden angewiesen, diese Kriminellen in die westindischen Inseln zu schicken. Dies stellte zwar eine Arbeitskraft bereit, brachte jedoch auch viele problematische Individuen mit sich, die Kolumbus später große Schwierigkeiten bereiteten. Trotz eines königlichen Dekrets, dass Kolumbus alles erhalten sollte, was er brauchte, verlief die Ausrüstung der Flotte schleppend. Die Mittel waren nicht leicht verfügbar und Gegner der Unternehmung schufen zusätzliche Hindernisse. Schließlich verließen im Januar 1491 2 Versorgungsschiffe Spanien in Richtung Hispaniola, aber Kolumbus selbst musste bis zum 30. Mai warten, um mit 6 schlecht bemannten Schiffen in See zu stechen. Entschlossen, eine neue Route zu erkunden, strebte Kolumbus danach, die echten Indien zu finden. Nachdem er die Kanarischen Inseln erreicht hatte, segelte er weiter nach Kap Verde, eine Entdeckung der Portugiesen. Er schickte die Hälfte seiner Flotte direkt nach Hispaniola mit frischen Vorräten für die Kolonie und drängte die Kapitäne, so schnell wie möglich zu segeln. Nachdem er Kap Verde passiert hatte, ankerte Kolumbus auf einer kleinen, kargen Insel namens Salzinsel, wo die Portugiesen ihre Aussätzigen zur Heilung hingeschickt hatten. Die Insel war von Schildkröten überrannt, die von der afrikanischen Küste kamen, um ihre Eier im Sand abzulegen. Die Schildkröten waren leicht zu fangen, und der Verzehr ihres Fleisches oder ein Bad in ihrem Blut galt als Heilmittel gegen Lepra. Die Insel hatte auch eine große Anzahl von Ziegen, Nachkommen von nur 8 Ziegen, die die Portugiesen dort zurückgelassen hatten. Da es auf der Insel keine Bäume und Bäche gab, mussten die Aussätzigen vom Regenwasser leben, das sie in ausgehobenen Löchern sammelten. Zu dieser Zeit lebten nur noch 7 Aussätzige auf der Insel. Kolumbus segelte weiter nach Süden, bis er den Äquator erreichte, wo seine Flotte in einer völligen Flaute gefangen war. Die Sonne brannte gnadenlos herab, und es gab kein Entkommen vor ihrer sengenden Hitze. Die Weinfässer platzten, das Trinkwasser wurde ungenießbar und die Lebensmittel verdarben. Sogar die Schiffe erhitzten sich so stark, dass die Besatzung fürchtete, sie könnten Feuer fangen. Neben den unerträglichen Bedingungen und der Verzweiflung seiner Mannschaft litt Kolumbus auch an Gicht, hervorgerufen durch Stress und Schlafmangel. Er lag in ständigen Schmerzen, gequält von der Hitze und dem sich verschlechternden Zustand der Schiffe, ohne auch nur einen Tropfen frisches Wasser zur Erleichterung. Endlich kam die Erlösung in Form eines heftigen Regenschauers. Die Besatzung konnte kaum auf Deck bleiben, da der Regen so stark war, aber sie schafften es, frisches Wasser zu sammeln. Obwohl der Regen die Hitze kaum abkühlte, erneuerte er die Hoffnung der nahezu leblosen Matrosen. Sie baten Kolumbus flehentlich, den Kurs zu ändern und nicht weiter nach Süden zu segeln. Dieses Mal stimmte er zu und wendete die Schiffe nach Südwesten. Nach mehreren Tagen in dieser neuen Richtung rief am 1. August 1498 ein Matrose vom Mastkorb: »Land! Land!« Für die ausgehungerte und erschöpfte Besatzung klang es wie himmlische Musik. Die Insel, die sie entdeckten, hatte 3 markante Hügel, so dass Kolumbus sie Trinidad nannte, ein Name, den sie bis heute trägt. Die Insel liegt in der Nähe der Mündung des Orinoco-Flusses, der mit solcher Wucht ins Meer fließt, dass er gefährliche Bedingungen für die Flotte schuf. Die Wellen schlugen heftig gegen die Schiffe, und ein Schiff geriet in die starke Strömung und drohte zu zerschellen. Kolumbus navigierte geschickt durch dieses chaotische Wassergewühl und steuerte die Flotte durch einen tückischen Kanal, den er treffend La Boca del Drago oder Drachenrachen nannte.
Kolumbus war nun überzeugt, das Festland erreicht zu haben, da er glaubte, dass keine Insel einen so gewaltigen Fluss wie den Orinoco enthalten könnte. Er segelte weiter westwärts entlang der Küste und legte an verschiedenen Stellen an, um das Gebiet zu erkunden. Die Einheimischen, denen er begegnete, ähnelten denen auf Hispaniola, schienen jedoch intelligenter, mutiger und hatten eine hellere Haut. Sie schmückten sich mit goldenen Schmuckstücken und Perlen, die sie bereitwillig gegen einfache europäische Waren tauschten. Einmal, als Kolumbus an Land ging, um frische Luft zu schnappen, die seine Krankheit lindern sollte, näherte sich ihm ein Einheimischer selbstbewusst ohne Begleitung. Der Mann nahm seine rote Seidenmütze ab und setzte Kolumbus eine goldene Krone auf den Kopf. Kolumbus nahm an, der Mann sei ein Cacique und ließ ihn mit Respekt behandeln. Diese Einheimischen trugen weiche, wollene Tücher um den Kopf gewickelt und bedeckten ihre Körper vom Bauch bis zu den Knien mit ähnlichem Stoff. Sie hatten langes, gepflegtes Haar und verwendeten Schilde, Bögen und Pfeile als Waffen. Kolumbus wollte länger bleiben, um mehr über das Landesinnere zu erfahren, doch der schlechte Zustand seiner Schiffe und seine anhaltende Krankheit zwangen ihn, die Erkundungen abzubrechen und Kurs auf Hispaniola zu nehmen. Auf dem Weg entdeckte er die Insel Margarita, die später für ihre Perlenfischerei bekannt wurde. Erschöpft und überwältigt von Krankheit und ständiger Sorge erreichte er schließlich die Kolonie, bereit, sich von seinen Strapazen zu erholen. Ruhe und Erholung blieben Kolumbus jedoch verwehrt. Unerwartete Herausforderungen, neue Härten, Ängste und Gefahren warteten auf ihn, so schwerwiegend, dass sie selbst einen gesunden Mann auf die Probe gestellt hätten. Während seiner Abwesenheit hatte sein treuer Bruder Bartolomeo eine Expedition in eine nahegelegene Region geleitet und begonnen, eine neue Stadt zu errichten, die er San Domingo zu Ehren ihres Vaters Domenico nannte. Diese Stadt, heute bekannt als Santo Domingo, wurde zu einer der bedeutendsten Städte in den westindischen Inseln, und die Insel selbst übernahm allmählich ihren Namen. Während er diese neue Stadt entwickelte, unternahm Bartolomeo Erkundungen in Teilen der Insel, die Kolumbus noch nicht erforscht hatte, und überließ Hauptmann Roldan das Kommando über diejenigen, die zurückblieben. Doch Roldan verriet das Vertrauen, das man in ihn gesetzt hatte, und enthüllte seinen wahren Charakter. Roldan hatte geplant, die Familie Kolumbus zu stürzen und die Insel selbst in die Hand zu nehmen. Mit Bartolomeo abwesend und Kolumbus fern sah er seine Chance gekommen. Er nutzte die Lage aus und hetzte die verbliebenen Spanier gegen Bartolomeo und dessen jüngeren Bruder Diego auf. Viele schlugen sich auf Roldans Seite, der die Waffen gegen Bartolomeo erhob und beabsichtigte, die Vorräte an sich zu reißen und die Festung von San Domingo zu stürmen. Glücklicherweise durchkreuzten wachsame Offiziere, die die Festung bewachten, diesen Plan und zwangen Roldan und seine Anhänger, sich in einen anderen Teil der Insel zurückzuziehen. Dort versuchten sie, die Eingeborenen für ihre Sache zu gewinnen, was die gesamte Insel rasch ins Chaos stürzte. In dieser schwierigen Lage befand sich Kolumbus, als er zurückkehrte. Zu allem Überfluss stellte er fest, dass die 3 Schiffe, die er mit Vorräten von den Kanarischen Inseln geschickt hatte, nicht angekommen waren, was ihn befürchten ließ, sie seien auf See verloren gegangen. Es schien, als würde alles auseinanderfallen. In Wirklichkeit hatten Stürme und Meeresströmungen die Schiffe vom Kurs abgetrieben. Nachdem sie auf dem Ozean hin und her geworfen worden waren, erreichten sie schließlich Hispaniola, jedoch in der Nähe von Roldans Stützpunkt. Geschickt verbarg Roldan seine Rebellion vor den Schiffskapitän und überzeugte sie, einige Besatzungsmitglieder an Land zu schicken. Unter dem Vorwand, sie nach San Domingo zu führen, rekrutierte Roldan diese Männer für seine Sache, wodurch diese Kriminellen in der Lage waren, zu plündern und zu rauben. Dies war die erste unglückliche Folge von Kolumbus' früherer Entscheidung, Kriminelle in die neue Welt zu bringen. Einige Tage nach Kolumbus' Ankunft tauchten die 3 Schiffe schließlich in San Domingo auf.
Doch sie brachten weder die dringend benötigten Männer, noch waren die meisten Vorräte noch vorhanden, da sie bereits verbraucht worden waren. Roldan, zufrieden mit Kolumbus' geschwächtem Zustand, prahlte mit seiner Macht. Kolumbus, tief zornig, entschied sich jedoch gegen Vergeltung. Stattdessen suchte er das Gespräch, um zu sehen, ob Roldan und seine Anhänger durch Freundlichkeit zur Rückkehr zu ihren Pflichten bewegt werden könnten. Er verkündete, dass jeder, der seine Taten bereue, Vergebung finden würde, wenn er zu seiner Loyalität zurückkehre. Diese Geste richtete er sogar an Roldan selbst und versprach, ihn wieder in seinen alten Rang einzusetzen. Durch dieses großmütige Angebot und seine anhaltenden Bemühungen gelang es Kolumbus, den gefährlichen Aufstand zu beenden, ohne dass Blut vergossen wurde. Kolumbus schickte ein Schiff nach Spanien, um den Hof über seine Entdeckung des Festlands und seinen Erfolg bei der Niederschlagung des Aufstands zu informieren. Neben den Nachrichten schickte er Proben der Produkte, die er gefunden hatte, darunter Perlen, Gold, bunte Stoffe und fein gewebte Textilien. Er fügte auch sein Tagebuch bei, das den Verlauf seiner Reise und wichtige Ereignisse detailliert darstellte. Unterdessen schickten Roldan und seine Komplizen ihre Berichte an den König, die voller falscher Anschuldigungen gegen den Admiral waren, um ihre Handlungen zu rechtfertigen. Unglücklicherweise entschied sich der König, den Lügen Roldans mehr Glauben zu schenken als den wahren Berichten von Kolumbus. Etwa zu dieser Zeit beschloss der König von Portugal, der seine frühere Entscheidung, Kolumbus' Vorschläge abzulehnen, bedauerte, keine Kosten zu scheuen, um einen Seeweg nach Indien zu finden. Um seinen Fehler zu korrigieren, organisierte er eine Expedition unter der Führung des fähigen und erfahrenen Navigators Vasco da Gama. Die Reise stieß auf scheinbar unüberwindbare Herausforderungen. Doch da Gama besaß denselben unerschütterlichen Geist wie Kolumbus. Unbeeindruckt von den unbekannten afrikanischen Küsten, tückischen Felsen und Sandbänken, der sengenden Hitze und heftigen Stürmen setzte er seine Reise fort. Schließlich erreichte er den südlichsten Punkt Afrikas, das Kap der Guten Hoffnung. Für Vasco da Gama war dies erst der Anfang. Er segelte weiter, um Afrika zu umschiffen und die Stadt Melinde an der Küste von Sansibar zu erreichen. Dort war er überrascht, eine hochentwickelte Gesellschaft vorzufinden, die sich stark von den Stämmen unterschied, denen er entlang der afrikanischen Küste begegnet war. Die Menschen in Melinde, die dem Islam angehörten, handelten mit fremden Nationen und waren mit vielen Aspekten fortschrittlicher Zivilisation vertraut. Getrieben von dem Ziel, seine Mission zu vollenden, segelte da Gama weiter und erreichte schließlich am 20. Mai 1998 die Küste Indiens. Er landete in Calicut im Malabar-Distrikt am Indischen Ozean. Da Gama war überwältigt von dem Reichtum des Landes, dem Wert seiner Waren und den kultivierten Manieren seiner Bevölkerung. Jedoch musste er feststellen, dass er auf seinem Schiff nichts Wertvolles zum Tauschen hatte, da die Schmuckstücke, die bei den afrikanischen Stämmen Eindruck gemacht hatten, für die Inder wenig Bedeutung hatten. Um nicht zu lange zu bleiben, machte er sich bald auf den Rückweg, begierig darauf, dem König vom Erfolg seiner Expedition zu berichten. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Kolumbus die neue Welt entdeckte, wurde eine andere Region, die bereits bekannt war, jedoch zuvor wenig praktische Bedeutung hatte, durch die Seefahrt mit Europa verbunden. Infolgedessen begann Reichtum in großen Mengen nach Portugal zu fließen. Die Spanier schauten neidisch zu, wie ihre Nachbarn die Ernte einbrachten, während sie selbst noch die Kosten für ihre neuen Territorien decken mussten. Der Enthusiasmus für Entdeckungen breitete sich rasch aus, und Könige, Republiken, Adelige und Kaufleute wollten alle Expeditionen finanzieren, um mögliche Reichtümer und Abenteuer zu erlangen. Einer dieser Abenteurer war der Ritter Ojeda, der Kolumbus auf seiner zweiten Reise begleitet hatte. Er überzeugte einige Kaufleute aus Sevilla, 4 Schiffe für Reisen unter seinem Kommando auszustatten.
Er erhielt die Erlaubnis für diese Reisen und einen Vertrag, der die bestehende Vereinbarung zwischen dem spanischen Hof und Kolumbus verletzte. Der Bischof von Badajoz, der die westindischen Angelegenheiten überwachte und ein Feind von Kolumbus war, nutzte Kolumbus' Krankheit aus, um Ojeda Kolumbus' Tagebuch und Karten für die Reise zur Verfügung zu stellen. Ojeda wurde von einem bekannten italienischen Adligen namens Amerigo Vespucci, lateinisch Americus Vespucius, begleitet. Mit Hilfe von Kolumbus' Tagebuch erreichte Ojeda die Insel Trinidad und kam nach vielen Abenteuern in Hispaniola an, wo er sich mit Roldan verbündete. Nach Verrat kehrte er jedoch nach Spanien zurück. Obwohl Ojedas Reise nicht besonders bedeutsam war, rückte sie Amerigo Vespucci ins Rampenlicht. Es ist unklar, in welcher Rolle Vespucci Ojeda begleitete. Vespucci behauptete, er habe die Reise im Dienst der Krone unternommen. In seinen Berichten übertrieb Vespucci manchmal seine Bedeutung, aber seine Schriften offenbaren eine echte Liebe zum Abenteuer und zur natürlichen Schönheit, der er begegnete. Entgegen der landläufigen Meinung war es nicht Vespucci, der vorschlug, die neu entdeckten Länder nach ihm zu benennen. Diese Idee entstand nach seinem Tod, da seine Schriften eine Schlüsselrolle bei der Bekanntmachung dieser neuen Gebiete spielten. Angesichts der enormen Gewinne aus der von da Gama entdeckten Seeroute rüstete der König von Portugal eine große Flotte aus, die mit europäischen Handelsgütern beladen war. Ein Mann namens Cabral wurde zum Kommandanten dieser Flotte ernannt. Da er die Gefahren der afrikanischen Küste kannte, entschied sich Cabral, nach Überqueren des Äquators nach Westen zu steuern. Nach einiger Zeit fand er sich unerwartet an der Küste eines riesigen Landes wieder, des reichen Landes Brasilien. Cabral nahm es für den König von Portugal in Besitz und schickte eines seiner Schiffe mit der aufregenden Nachricht zurück. So wurden nach und nach verschiedene Teile Amerikas aufgedeckt, was weiter bewies, dass Kolumbus' Ideen von Anfang an richtig gewesen waren. Kapitel 7 – Vom Entdecker zum Gefangenen – Die Tragödie von Kolumbus. Roldan und seine Anhänger taten alles, um Kolumbus die Schuld an der Unordnung zuzuschieben. In der Zwischenzeit kehrten viele unzufriedene Siedler nach Spanien zurück, enttäuscht darüber, dass sie statt Reichtum nur Entbehrungen und Armut erlebt hatten. Diese Menschen sahen in Kolumbus den alleinigen Grund für ihre gescheiterten Hoffnungen, und bald verbreiteten sich Anschuldigungen und Flüche gegen ihn in ganz Spanien. Ermutigt durch seine mächtigen Feinde bombardierten sie den König und die Königin mit Forderungen nach Entschädigung für ihre Verluste und Beschwerden über die Ungerechtigkeit und Misshandlung, die sie angeblich unter Kolumbus erlitten hatten. Ihre zerlumpten Kleider und ihr blasses, verhungertes Aussehen erregten Mitleid und ließen ihre Behauptungen glaubwürdig erscheinen. Wann immer der König und die Königin in der Öffentlichkeit erschienen, umringten diese Unzufriedenen, oft von Kolumbus' Feinden aufgestachelt, sie flehten um Gnade und sprachen gegen ihn. Angesichts der von Natur aus misstrauischen Art von König Ferdinand ist es nicht verwunderlich, dass er begann, ihren Anschuldigungen Glauben zu schenken. Selbst Königin Isabella, die Kolumbus stets loyal unterstützt hatte, wandte sich schließlich gegen ihn. Unter dem wachsenden Druck beschlossen Ferdinand und Isabella, einen Untersuchungsbeamten in die westindischen Inseln zu schicken, um die Verwaltung von Kolumbus zu prüfen. Der ausgewählte Mann war Francisco de Bobadilla, ein Kandidat von Kolumbus' Feinden, der begierig darauf war, dessen Position zu übernehmen. Bobadilla erhielt umfassende Vollmachten, um Kolumbus abzusetzen, wenn sich die Anschuldigungen gegen ihn als wahr herausstellen sollten. Er konnte die Verteidigung der Insel, Schiffe, Lagerhäuser und andere Besitztümer übernehmen, alle offiziellen Posten besetzen und jeden nach Spanien zurückschicken, den er für notwendig hielt, um die Ordnung wiederherzustellen. Unglücklicherweise war Bobadilla völlig ungeeignet für eine solche Aufgabe. Er war ein anmaßender und arroganter Mann, der sich durch die ihm übertragene Autorität aufblähte. Von dem Moment an, als er diese Rolle übernahm,
sah er in Kolumbus einen Verbrecher. Ironischerweise hatte Kolumbus zu dem Zeitpunkt, als Bobadilla ernannt wurde, bereits Frieden und Ordnung auf der Insel wiederhergestellt. Die unzufriedenen Siedler waren zufrieden. Die Spanier und die Einheimischen hatten die Gesetze akzeptiert. Die reichen Minen wurden erschlossen und die Zukunft der Kolonie sah vielversprechend aus. Als Bobadilla in San Domingo ankam, war Kolumbus noch in einem entfernten Teil der Insel unterwegs, um sicherzustellen, dass seine Anordnungen umgesetzt wurden. Ein fairer Richter hätte auf seine Rückkehr gewartet, bevor er irgendwelche Maßnahmen ergriff. Doch Bobadilla war nicht gekommen, um sich die Seite von Kolumbus anzuhören. Er war gekommen, um ihn zu verurteilen und die Macht zu ergreifen. Kaum war er gelandet, ging er direkt in die Residenz von Kolumbus und erklärte sie zu seinem eigenen Besitz. Anschließend beschlagnahmte er alle Besitztümer von Kolumbus. Danach verkündete er öffentlich, dass der König ihn geschickt habe, um Kolumbus abzusetzen und alle Beschwerden der Menschen gegen ihn zu lösen. Um seine Position weiter zu festigen, ließ er alle frei, die Kolumbus eingesperrt hatte, und ermutigte sie, ihre Beschwerden über die Ungerechtigkeiten vorzutragen, die sie angeblich erlitten hatten. Bobadilla schickte dann einen Boten zu Kolumbus und befahl ihm, unverzüglich vor sein Tribunal zu erscheinen, um sein Verhalten zu erklären. Mit diesem Befehl legte er ein königliches Dokument bei, das ihm volle Autorität verlieh. Kolumbus war fassungslos über diese unerwartete Nachricht. Er las das Dokument immer wieder, unfähig zu glauben, dass es wahr sein könnte. Hier stand der Mann, der die neue Welt entdeckt hatte, nun von einem Mann, der seiner Rolle nicht würdig war, vorgeladen, ohne dass ihm ein konkretes Vergehen zur Last gelegt wurde. Kolumbus war überwältigt von der Ungerechtigkeit, die ihm widerfuhr. Trotz allem wusste Kolumbus, was er zu tun hatte. Er hatte Soldaten und seinen Bruder Bartolomeo bei sich, und es wäre ein leichtes gewesen, sich diesem ungerechten Richter mit Gewalt zu widersetzen. Doch sein starkes Pflichtgefühl und sein Respekt vor der Autorität, selbst wenn sie grausam missbraucht wurde, leiteten sein Handeln. Ohne zu zögern begab er sich nach San Domingo, um seinem Ankläger gegenüberzutreten. Bei seiner Ankunft ging er zu Bobadilla. Bobadilla sagte kalt, ohne jegliche Erklärung: »Fesselt diesen Mann sofort mit Ketten und entfernt ihn ohne Verzögerung aus meinem Anblick.« Der Befehl wurde unverzüglich ausgeführt. Kolumbus wurde in Ketten gelegt und an Bord eines Schiffes gebracht. So wurde der Mann, der das Unmögliche erreicht hatte, entehrt. Hätte er im antiken Griechenland oder Rom gelebt, hätte man ihm Statuen errichtet, doch hier wurde er wie ein Verbrecher behandelt. Kolumbus wurde entehrt und von dem Land entfernt, das er für seinen König in Besitz genommen hatte, ein Land, das er unter großen Entbehrungen entdeckt hatte. Er ertrug diesen letzten Schlag mit einer stillen Würde, die mehr von seiner Unschuld und seinem starken Charakter sprach, als es Worte des Protests je hätten tun können. Er wurde fortgebracht, doch seine Prüfungen waren noch lange nicht vorbei. Bobadilla war entschlossen, ihm noch mehr Leid zuzufügen. Da er wusste, dass Kolumbus vielleicht etwas Trost darin finden könnte, dass nur er inhaftiert war, ließ Bobadilla auch seine Brüder verhaften und in Ketten legen und verbot ihnen, miteinander zu kommunizieren. Nach einem Scheinprozess verurteilte er sie zum Tode. Allerdings fehlte ihm der Mut, die Hinrichtung selbst durchzuführen, aus Angst, er könne sie nicht rechtfertigen. Stattdessen schickte er einen Bericht über das Verfahren nach Spanien, zusammen mit den Gefangenen, in der Hoffnung, dass sein mächtiger Verbündeter, der Bischof von Badajoz, ein erbitterter Feind von Kolumbus, dafür sorgen würde, dass das Urteil vollstreckt würde. Sobald das Schiff mit Kolumbus in See stach, trat der Kapitän, der ihn immer noch respektierte, auf ihn zu, um ihm die Ketten abzunehmen. Doch Kolumbus weigerte sich und sagte: »Ich bestehe darauf, dass diese Ketten bleiben, wo sie sind. Sie wurden mir auf Befehl meiner Souveräne angelegt, und ich werde sie weitertragen, bis sie den Befehl zu ihrer Entfernung geben. Ich war immer und werde es für immer bleiben, gehorsam gegenüber ihrem Willen.
Diese Fesseln sind ein Zeugnis meiner unerschütterlichen Loyalität und Unterwerfung unter ihre Autorität, selbst angesichts solcher ungerechten Behandlung. Sie sollen allen, die mich sehen, als Mahnmal für den Preis der Entdeckungen und die Unbeständigkeit des Schicksals dienen. Und so trug er die Ketten, bis das Schiff Spanien erreichte. Bobadilla hatte angeordnet, dass die Gefangenen bei ihrer Ankunft dem Bischof von Badajoz übergeben werden sollten, um sicherzustellen, dass sie keine Gelegenheit hatten, die Unterstützung von Königin Isabella zu gewinnen. Doch ein ehrenhafter Mann namens Martin verließ heimlich das Schiff und überbrachte der Königin einen Brief von Kolumbus, in dem er sie über die Lage informierte. Der Hof war schockiert, da sie nie erwartet hatten, dass Bobadilla seine Macht so missbrauchen würde. Sie erkannten das Unrecht dieser Behandlung und waren sich bewusst, dass dies in ganz Europa Empörung auslösen würde. Sofort wurde ein Bote entsandt, um Kolumbus und seine Brüder zu befreien. Die Königin bat Kolumbus auch, an den Hof zu kommen und schickte ihm Geld, damit er sich seiner Stellung entsprechend kleiden konnte. Kolumbus nahm die Bitte an und machte sich auf den Weg, den König und die Königin zu treffen. Als er den Raum betrat, in dem sie auf ihn warteten, fiel er auf die Knie. Überwältigt von der ungeheuren Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren war, dauerte es eine Weile, bis er seine Stimme fand. Schließlich, seine Kraft sammelnd und wissend, dass er unschuldig war, sprach er gegen die Lügen und Verleumdungen seiner Feinde an. Seine ausführliche Erklärung überzeugte Ferdinand und Isabella von seiner Unschuld. Sie drückten ihr Bedauern aus und versicherten ihm, dass sie nichts von dem Geschehen gewusst hätten. Um ihre Aufrichtigkeit zu beweisen, entzogen sie Bobadilla seine Position und zeigten Kolumbus Freundlichkeit und versprachen ihm zukünftigen Schutz. Doch als es darum ging, einen Nachfolger für Bobadilla zu benennen, wurde klar, dass die Zweifel des Königs und der Königin an Kolumbus nicht gänzlich verschwunden waren. Sie ernannten stattdessen Nicolás de Ovando zu diesem Posten. Ovando erhielt eine Flotte von 32 Schiffen und ein Kontingent von 2500 Menschen, darunter viele aus angesehenen Familien, sowie alle notwendigen Vorräte, um die Kolonie zu unterstützen. Kolumbus protestierte gegen dieses neue Unrecht. Er wies darauf hin, dass er von allen Anschuldigungen freigesprochen worden war, und dennoch wurde ihm seine rechtmäßige Position entzogen. Doch seine Proteste wurden mit vagen Antworten abgetan oder ganz ignoriert. Von Empörung erfüllt, konnte Kolumbus seinen tiefen Verrat nicht verbergen. Wo auch immer er hinging, behielt er seine Ketten als ständige Erinnerung an die Undankbarkeit, die ihm widerfahren war. Er hing sie in seinem Zimmer auf und verfügte später, dass sie mit ihm begraben werden sollten. Nie zuvor war eine so starke Flotte wie die, die mit Ovando in die westindischen Inseln gesandt wurde, aufgebrochen. Während Ovando mit seinen 32 Schiffen und 2500 Mann aufbrach, musste Kolumbus zurückbleiben und zusehen, wie ein anderer von dem profitierte, was er unter größten Mühen erreicht hatte. Kurz nach Ovandos Abreise traf ein heftiger Sturm ein und zerstreute die Flotte. Als die Nachricht Spanien erreichte, dass die Flotte verloren war, zog sich der König, erschüttert über den möglichen Verlust so vieler seiner besten Männer, für mehrere Tage in seinen Palast zurück. Glücklicherweise stellte sich der Bericht als falsch heraus. Die Flotte überstand den Sturm und verlor nur ein Schiff. Sie kam pünktlich an ihrem Ziel an. Ovando erreichte Hispaniola gerade noch rechtzeitig. Wäre er später gekommen, hätte die Kolonie durch Bobadillas törichte und ungerechte Herrschaft ruiniert werden können. Bobadilla hatte versucht, seine Macht zu sichern, indem er Chaos und Gesetzlosigkeit zuließ. Er hatte alle vernünftigen Regelungen von Kolumbus aufgehoben und jedem erlaubt, sich ungehemmt zu verhalten. Während Kolumbus stets versucht hatte, die einheimischen Völker vor dem Missbrauch der Spanier zu schützen, ließ Bobadilla sie allen möglichen Misshandlungen ausgesetzt. Er teilte die Einheimischen als Sklaven unter seinen habgierigen Anhängern auf und zwang sie zu unerträglicher Arbeit.
Die harte Arbeit und die Grausamkeit ihrer Aufseher führten dazu, dass viele dieser von Natur aus schwachen Menschen starben, wodurch das Überleben der gesamten Bevölkerung gefährdet wurde. Ovandos erste Amtshandlung bestand darin, Bobadilla abzusetzen und ihn zusammen mit Roldan nach Spanien zurückzuschicken, um sich für sein Fehlverhalten zu verantworten. Den königlichen Befehlen folgend schaffte Ovando die Sklaverei ab und erklärte alle Einheimischen für frei. Dann stellte er Ordnung wieder her, indem er strenge Gesetze durchsetzte und erlaubte den Goldabbau unter der Bedingung, dass die Hälfte des geförderten Goldes dem König oder dem Gouverneur der Insel gehören sollte. Unterdessen erschien Kolumbus, belastet von seinen Sorgen, gelegentlich am Hof, der weiterhin seine Bitten ignorierte. Er bat nicht um Gnade, sondern um Gerechtigkeit. Mit dem königlichen Vertrag in der Hand forderte er die Erfüllung des Versprechens, dass er der Gouverneur der neuen Ländereien sein würde. Er war überzeugt, dass er auf seiner letzten Reise das Festland erreicht hatte. Seine frühere Überzeugung, dass dieses Land Teil Indiens sei, war größtenteils verblasst. Nun spekulierte er, dass ein riesiger Ozean das Festland von Indien trennen könnte. Er dachte auch, dass es in der Region des Isthmus von Darien eine Meerenge geben könnte, die einen Durchgang zu diesem Ozean und schließlich zu den Indies ermöglichen könnte. Kolumbus hielt es für entscheidend herauszufinden, ob es einen solchen Durchgang gab, da dies den Weg zu den Indies wesentlich kürzer und einfacher machen würde als die Umsegelung Afrikas, wie es die Portugiesen entdeckt hatten. Trotz des Schadens, den ihm der König zugefügt hatte, überwog Kolumbus' Wunsch, Entdeckungen zum Wohl der Welt zu machen, seinen Ärger darüber, dass er ersetzt und seiner Rechte beraubt wurde. Er zeigte großen Charakter, indem er beschloss, alles, was ihm angetan worden war, beiseite zu schieben und trotz seines Alters die Herausforderungen einer weiteren Reise zu riskieren. Als er dem Hof seine Absichten mitteilte, stimmten sie begeistert zu, froh, ihn loszuwerden. Kolumbus war eine ständige Erinnerung an das Unrecht, das ihm widerfahren war, also freuten sie sich über die Gelegenheit, ihn loszuwerden. Sie hofften auch, dass seine Reise ihnen einige Vorteile bringen könnte. Der Befehl, die Expedition vorzubereiten, wurde schnell erteilt. Aber was für eine armselige Flotte es war! Kolumbus wurde nur mit 4 kleinen, unzureichenden Schiffen ausgestattet, von denen das größte etwa halb so groß war wie ein gewöhnliches Frachtschiff. Mit dieser mageren Flotte sollte er einen fernen, unbekannten Ozean überqueren und einen neuen Weg zu den ostindischen Inseln finden, von wo er versprochen hatte, große Reichtümer zurückzubringen. Es war eine dürftige Vorbereitung für eine so gewaltige Aufgabe. Die meisten hätten eine solch unmögliche Mission aufgegeben, aber Kolumbus erinnerte sich an seine erste Reise und vertraute diesen schwachen Schiffen ebenso wie denen, die ihn das erste Mal über den Ozean zu den westindischen Inseln gebracht hatten. Selbstbewusst ging er an Bord, begleitet von seinem Bruder Bartolomeo und seinem 13-jährigen Sohn Ferdinand, der später über sein Leben schreiben würde. Am 9. Mai 1502, 10 Jahre nach seiner ersten Reise, stach der inzwischen grauhaarige Kolumbus von Cádiz aus in See, in Richtung der Kanarischen Inseln. Die Reise verlief gut, mit der Ausnahme, dass eines seiner Schiffe, das größte, so langsam war, dass es kaum mit den anderen Schritt halten konnte. Kolumbus steuerte dann auf Hispaniola zu, um das träge Schiff gegen ein schnelleres auszutauschen. Als er die Insel erreichte, schickte er eine Nachricht an Ovando, den Gouverneur, in der er erklärte, warum er gekommen war und um Erlaubnis bat, den Hafen zu betreten. Doch der Gouverneur verweigerte ihm den Zutritt und behauptete, Kolumbus hätte eine andere Route nehmen sollen und sei nicht befugt, auf Hispaniola zu halten. Kolumbus hatte keine andere Wahl, als diese Demütigung hinzunehmen, obwohl er sie wohl erwartet hatte. Trotz seiner Wut warnte er Ovando, dass sich, basierend auf seiner Erfahrung, ein schwerer Sturm zusammenbraute. Er bat darum, den Hafen betreten zu dürfen, um den Sturm abzuwarten, aber,
Ovando ignorierte ihn. Der Gouverneur wies seinen Rat als das Geschwätz eines törichten Wetterpropheten ab. Währenddessen setzte die spanische Flotte, die auf dem Weg nach Spanien war, die Segel. Es schien, als würden die Himmel jene bestrafen, die Kolumbus Unrecht getan hatten. Der Sturm, den er vorhergesagt hatte, traf mit voller Wucht ein. Kolumbus blieb nahe der Küste, und seine Schiffe überstanden das Unwetter. Die Flotte Ovandos jedoch, die schwer beladen nach Spanien segelte, wurde Opfer des Sturms. Sowohl Roldan als auch Bobadilla bezahlten den Preis für ihren Verrat und ertranken im Meer. Als Kolumbus später von ihrem Schicksal erfuhr, sah er darin eine göttliche Gerechtigkeit, die die Verräter bestrafte. Wütend und verletzt durch die Art, wie er behandelt worden war, verließ Kolumbus die Insel, die er entdeckt hatte und die ihm nun den Schutz verweigert hatte, und segelte westwärts in Richtung Festland. Diese Reise war mit Herausforderungen gespickt, doch er erreichte schließlich eine Insel namens Guanaja, nahe der Küste von Honduras. Dort warf er Anker und schickte seinen Bruder Bartolomeo mit einigen bewaffneten Männern an Land, um die Gegend zu erkunden. Als Bartolomeo sich der Küste näherte, traf er auf ein großes, gut gebautes indianisches Kanu. Das Boot war etwa 8 Fuß breit und hatte ein Palmblätterdach, das an eine große Gondel erinnerte. Es trug Männer, Frauen und Kinder, insgesamt etwa 25 Personen. Als sie eingeholt wurden, ergaben sie sich friedlich, obwohl sie bewaffnet waren. Eine Durchsuchung ihrer Ladung ergab Wolltücher, Kleidungsstücke, große Stoffbänder, die von den Frauen getragen wurden, hölzerne Schwerter mit scharfen Kanten, Kupferäxte und einige andere Metallgegenstände. Ihre Nahrung ähnelte der auf Hispaniola, aber sie hatten auch ein Getränk aus Mais, das wie Bier schmeckte, und Kakaobohnen, die sie sowohl als Nahrung als auch als Währung benutzten. Diese Kakaobohnen sahen die Europäer hier zum ersten Mal. Besonders auffällig war die bescheidene Kleidung dieser Eingeborenen. Kolumbus war froh, diese Menschen getroffen zu haben, in der Hoffnung, dass sie ihm nützliche Informationen liefern könnten. Er behandelte sie freundlich, tauschte europäische Waren gegen ihre eigenen und ließ sie wissen, dass sie frei waren zu gehen, wann immer sie wollten. Ein älterer Mann, der wie ein Anführer wirkte, blieb eine Weile an Bord und lieferte Kolumbus wertvolle Informationen für künftige Begegnungen mit den Einheimischen. Von diesem Mann erfuhr Kolumbus von einer weiten Region weiter westlich, die reich an Gold sein sollte. Die Menschen dort trugen goldene Kronen und schwere goldene Ringe an Fingern, Armen und Knöcheln. Sie besaßen Tische, Stühle und Truhen aus Gold sowie Korallen, Gewürze und andere wertvolle Gegenstände in Hülle und Fülle. Diese Region ist das, was wir heute als Mexiko kennen. Obwohl Kolumbus gerne dieses Land voller Reichtümer erkundet hätte, war es ihm wichtiger, seine Mission zu erfüllen und den Durchgang zu finden, von dem er überzeugt war, dass er in der Nähe war. Nach reiflicher Überlegung beschloss er, die Suche nach Gold aufzugeben. Trotz der Beschwerden seiner Besatzung segelte er ostwärts entlang der Festlandküste weiter und setzte seine Suche nach der schwer fassbaren Meerenge fort. Kapitel 8 – Gefangen in der Wildnis von Veragua. Kolumbus setzte seine Reise entlang der Küste von Honduras fort, immer ostwärts auf der Suche nach der Meerenge, von der die Einheimischen gesprochen hatten. Auf ihrer Reise begegneten sie Menschen, die sich von den bisherigen Einheimischen unterschieden und noch primitiver erschienen. Diese Menschen waren völlig nackt, aßen rohes Fleisch und Fisch, und ihre Ohren waren durch viele Schmuckstücke so weit gedehnt, dass sie bis zu den Schultern reichten. Ihre Körper waren mit Bildern von Hirschen, Löwen und anderen Tieren tätowiert. Die bedeutenderen Personen unter ihnen trugen weiße und rote wollene Kopfbedeckungen. Einige hatten schwarze Haut, andere waren rot und manche bemalten ihre Lippen, Nasenlöcher und Augen mit Streifen in verschiedenen Farben.
Kolumbus segelte weiter entlang der Küste, wobei der Fortschritt durch ungünstige Winde und schwierige Strömungen verlangsamt wurde. Schließlich erreichte er ein Kap, das sich nach Süden erstreckte, wo die Winde günstiger wurden und das Segeln erleichterten. Kolumbus nannte dieses Kap Gracias a Dios, was Dank sei Gott bedeutet. Eines Tages, als sie nahe der Küste vor Anker lagen, wurden sie von Booten voller bewaffneter Einheimischer angesprochen, die zunächst den Eindruck erweckten, die Landung der Spanier verhindern zu wollen. Doch als die Einheimischen erkannten, dass die Spanier keine bösen Absichten hatten, näherten sie sich selbstbewusst und boten an, ihre Waffen zu tauschen. Dazu gehörten Armbrüste, Keulen und Speere aus schwarzem Hartholz mit Fischknochenspitzen sowie wollene Umhänge und kleine blasse Goldstücke, die sie um den Hals trugen. Kolumbus schenkte ihnen verschiedene europäische Kleinigkeiten, ohne etwas im Gegenzug anzunehmen. Dies verwirrte und beunruhigte die Einheimischen, und als die Spanier ihre wiederholten Einladungen an Land zu kommen ablehnten, deuteten die Einheimischen dies als Zeichen von Misstrauen. Daraufhin schickten die Einheimischen einen älteren Mann von würdevoller Erscheinung und 2 junge Frauen mit Goldketten als Botschafter zu den Spaniern. Der alte Mann trug ein Banner, vermutlich als Zeichen des Friedens, und bat darum, Kolumbus zu treffen. Kolumbus empfing sie herzlich, bewirtete sie und gab ihnen Kleidung, bevor er sie zufrieden zurück an Land schickte. Am nächsten Tag ging Kolumbus' Bruder an Land und bemerkte, dass alle Geschenke, die die Spanier den Einheimischen gegeben hatten, in einem Haufen lagen. Es schien, als wären die Einheimischen zögerlich, Geschenke anzunehmen, ohne etwas zurückzugeben. Als er an Land ging, nahmen ihn 2 der führenden Einheimischen an den Armen und baten ihn, sich zwischen ihnen auf das Gras zu setzen. Er willigte ein, stellte ihnen über einen Dolmetscher mehrere Fragen und ließ seinen Sekretär die Antworten aufschreiben. Doch als die Einheimischen den Federkiel, das Papier und die Tinte sahen, gerieten sie in Panik und flohen zurück zu ihrem Volk. Sie glaubten, der Sekretär sei ein Zauberer, der seine Schreibutensilien für Magie benutze, und fürchteten, er könnte ihnen Schaden zufügen. Trotz aller Bemühungen, ihre Ängste zu zerstreuen, weigerten sich die Einheimischen, den Spaniern wieder näher zu kommen, bis sie ein Ritual durchführten, um die angebliche Magie abzuwehren. Sie warfen ein Pulver, das Rauch erzeugte, und richteten es auf den Zauberer, um alle schädlichen Wirkungen zu neutralisieren. Danach besuchte Bartolomeo ihr Dorf. Das bemerkenswerteste Bauwerk war ein großes hölzernes Gebäude, das als Grabstätte diente. Im Inneren fand er mehrere Leichen, die in Wolltücher gewickelt waren. Eine davon war einbalsamiert. Jedes Grab war mit Tafeln versehen, auf denen Tierfiguren zu sehen waren, und einige Gräber hatten Abbilder der Verstorbenen, die auf verschiedene Weise verziert waren. Am nächsten Tag behielt Kolumbus einige der Eingeborenen auf seinem Schiff, um mehr über sie zu erfahren. Die anderen Eingeborenen missverstanden dies und dachten, er beabsichtige, sie als Geiseln zu halten. Sie schickten Boten mit 2 jungen Wildschweinen als Angebot für deren Freilassung. Kolumbus erklärte, dass die Eingeborenen auf seinem Schiff keine Gefangenen seien und kein Lösegeld notwendig sei. Er kaufte ihnen die Wildschweine ab, was die Gemüter beruhigte, und die Boten gingen zufrieden davon. Nach mehreren weiteren Tagen auf See erreichte Kolumbus die Mündung eines Flusses und ging vor Anker. Er schickte eine Mannschaft an Land, aber eine große Gruppe bewaffneter Eingeborener verhinderte ihre Landung. Über 100 von ihnen wateten bis zur Taille ins Wasser, schwenkten ihre Lanzen, bliesen in Hörner, schlugen auf Trommeln, spritzten Wasser auf die Spanier und spuckten aus, um ihre Verachtung zu zeigen. Kolumbus hatte seinen Männern befohlen, friedlich zu bleiben, also beobachteten sie aus sicherer Entfernung, bis die Eingeborenen von ihrem aggressiven Verhalten müde wurden. Schließlich wurde eine Verständigung hergestellt
und die Spanier tauschten einige kleine Schmuckstücke gegen 16 Goldplatten, die etwa 150 Dukaten wert waren. Am nächsten Tag missinterpretierten die Eingeborenen den friedlichen Ansatz der Spanier als Zeichen von Schwäche und warfen Speere auf die herannahenden Boote. Um ein klares Signal zu senden, feuerten die Spanier eine Kanone ab und verletzten einen der Eingeborenen mit einem Pfeil, was Panik auslöste. Dies gab den Spaniern die Gelegenheit, ohne weiteren Schaden an Land zu gehen. Sie gaben den flüchtenden Eingeborenen Zeichen, die schließlich erkannten, dass die Neuankömmlinge ihnen nichts Böses wollten und friedlich Gold gegen europäische Waren tauschten. Nach der Erkundung der Gegend setzte Kolumbus seine Suche nach der geheimnisvollen Meerenge entlang der Küste fort. Schließlich erreichte er einen Golf mit einem geräumigen, sicheren Hafen und einer großen, dicht besiedelten Stadt, umgeben von gut gepflegten Feldern. Kolumbus nannte diesen Ort Portobello wegen des schönen Hafens. Die freundlichen Einheimischen brachten fein gewebte Stoffe und verschiedene Nahrungsmittel, die sie freudig gegen einfache Gegenstände wie Nägel, Nadeln und Glocken tauschten. Von dort segelte Kolumbus etwa 8 Meilen weiter bis zu dem Ort, der heute als Nombre de Dios bekannt ist. Schlechtes Wetter zwang ihn, mehrere Tage dort zu verweilen, während er seine zunehmend beschädigten Schiffe reparierte. Als er wieder in See stach, verschlechterte sich das Wetter erneut und er musste in einem kleinen Hafen anlegen, den er Refugium nannte. Anfangs waren die Eingeborenen auch hier freundlich, doch das respektlose Verhalten eines Seemanns provozierte sie. In ihrem zahlenmäßigen Überlegenheitsgefühl starteten sie einen koordinierten Angriff und versuchten, die Schiffe zu entern. Kolumbus versuchte, sie zu beruhigen, aber als klar wurde, dass seine Bemühungen scheiterten, befahl er, eine Kanone abzufeuern, um sie zu erschrecken. Zu seiner Überraschung zeigte der Lärm keine Wirkung. Die Eingeborenen verspotteten ihn sogar. Als er erkannte, dass er die Kraft der Kanone demonstrieren musste, zielte er mit einer größeren Kanone auf einen Hügel, der von Eingeborenen überfüllt war. Die Kanonenkugel flog durch die Menge, und schockiert von der Zerstörung flohen sie in den Wald. Diese Eingeborenen waren die auffälligsten, die Kolumbus bisher gesehen hatte. Sie waren schlank, wohlproportioniert und hatten nicht die vorgewölbten Bäuche, die bei anderen Gruppen häufig vorkamen. Der Hafen war voller großer Alligatoren, die an Land kamen, um zu schlafen, und die Luft mit einem charakteristischen Geruch erfüllten. Obwohl diese Kreaturen schüchtern wirkten, griffen sie an, wenn sie provoziert wurden, und versuchten, ihren Angreifer zu packen und zu fressen. Kolumbus begann, die Hoffnung zu verlieren, einen Durchgang zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean zu finden. Als heftige Sturmwinde seine Flotte bedrohten, entschied er sich umzukehren und steuerte einen Ort namens Veragua an, wo die Eingeborenen behaupteten, es gebe reiche Goldminen. Diese kurze Reise wurde eine der schwierigsten und gefährlichsten aufgrund eines heftigen Sturms, der mehrere Tage anhielt, und des raschen Verfalls der Nahrungsmittelvorräte. Nach 8 Monaten auf See hatten sie nur noch ein paar Reste von Schiffszwieback, die im heißen, feuchten Klima verdorben waren. Das Brot war kaum essbar, aber die Besatzung aß es trotzdem und versteckte sich oft in dunklen Ecken, um nicht sehen zu müssen, was sie in den Mund nahmen. In diesem elenden Zustand bemerkten sie die große Anzahl von Haien, die die Schiffe umkreisten. Einige der abergläubischen Seeleute sahen diese Kreaturen als schlechte Omen, als Zeichen von Unglück. Trotz ihrer Angst und ihrer Abneigung gegen das ölige Fleisch der Haie aßen die hungernden Seeleute das Haifleisch gierig und fanden es weit schmackhafter als die verfaulten Zwiebackkrümel. Bevor Kolumbus die goldreiche Region Veragua erreichen konnte, war er aufgrund von Stürmen gezwungen, an verschiedenen Orten vor Anker zu gehen. An einem dieser Orte sah er ein seltsames Bild. Die Eingeborenen lebten in Häusern, die hoch in den Bäumen gebaut waren, als wären sie Vögel.
Sie wählten diese Lebensweise, um sich vor Überschwemmungen, wilden Tieren und Feinden zu schützen. Sie kletterten mit Leitern in ihre Baumhäuser und zogen diese hinter sich hoch, um andere fernzuhalten. Schließlich erreichten Kolumbus und seine Mannschaft Veragua in der Hoffnung auf großen Reichtum. Sie gingen an der Mündung eines Flusses vor Anker, den Kolumbus Belen nannte. Bald trafen sie auf einige Einheimische, die ihnen von einer nahegelegenen Stadt erzählten, die von einem Fürsten namens Quibia regiert wurde. Kolumbus beschloss, den Fluss hinaufzusegeln, und als sie ankamen, schickte er seinen Bruder Bartolomeo an Land, um den Fürsten zu begrüßen. Der Fürst hatte bereits von der Ankunft der Fremden gehört und kam, um Bartolomeo zu treffen, wo sie freundliche Grüße austauschten. Am nächsten Tag besuchte der Fürst Kolumbus, der ihn herzlich empfing und seine Freundschaft mit Geschenken einfacher europäischer Gegenstände gewann. Während dies geschah, sammelte Bartolomeo Informationen über den Standort der Goldminen und machte sich auf, diese zu finden. Als die Spanier die Stelle erreichten, fanden sie Stücke von purem Gold, die am Fuß eines Baumes lagen. Ein eindeutiger Beweis für den Reichtum an Gold in dieser Gegend. Sie sammelten die verstreuten Goldstücke ein und kehrten zu Kolumbus zurück, um ihm von ihrer Entdeckung zu berichten. Kolumbus beschloss, eine Kolonie an der Mündung des Belen-Flusses zu gründen. Die Arbeit begann voller Elan, und in kurzer Zeit bauten sie Holzhäuser, die mit Palmblättern bedeckt waren. Kolumbus wählte 80 Männer aus, die als Kolonisten bleiben sollten, und setzte seinen Bruder Bartolomeo als Anführer ein. Er versorgte sie mit den notwendigen Werkzeugen und Materialien, um ein komfortables und sicheres Leben zu führen, sowie mit reichlich Angelausrüstung, da die Gewässer voller Fische waren. Eine Fischart, ähnlich wie Sardellen, wurde auf ungewöhnliche Weise gefangen. Wenn diese kleineren Fische von größeren Fischen gejagt wurden, sprangen sie aus dem Wasser auf trockenes Land. Die Einheimischen bedeckten ihre Kanus mit Palmblättern und ruderten den Fluss entlang, während sie mit ihren Rudern Wasser aufspritzen ließen, und die Fische, die die Blätter für Land hielten, sprangen in die Boote, was das Fangen erleichterte. Als Kolumbus seine Vorbereitungen abgeschlossen hatte und bereit war, nach Spanien zurückzusegeln, erhielt er schockierende Nachrichten. Fürst Quibia, der unzufrieden war, dass die Europäer sich auf seinem Land niederließen, plante, die Häuser der Kolonisten niederzubrennen. Kolumbus besprach die Situation mit seinem Bruder, und sie entschieden, dass der einzige Weg, dies zu verhindern, darin bestand, den Fürsten gefangen zu nehmen. Bartolomeo übernahm diese Aufgabe und führte eine starke Truppe direkt nach Veragua, wo Quibias Haus auf einem Hügel stand. Als sie ankamen, bat Quibia Bartolomeo, nicht in sein Haus zu kommen, und sagte, er würde herauskommen, um sie zu empfangen. Bartolomeo nahm nur 5 Männer mit sich und wies die anderen an, aus einiger Entfernung zu folgen. Er erklärte ihnen, dass sie, sobald sie einen Musketenschuss hörten, herbeieilen, das Haus umzingeln und alle darin gefangen nehmen sollten. Als Quibia vortrat, um seinen Gast zu begrüßen, wurde er sofort gefangen genommen. Bartolomeo gab das Signal und die Spanier umzingelten schnell das Haus und nahmen alle ohne Widerstand gefangen. Der gefangene Fürst wurde dann gefesselt und auf ein Schiff gebracht. Es war Nacht, als sie das Boot zu Wasser ließen. Quibia beklagte sich, dass seine Hände von den engen Seilen schmerzten. Seine Bewacher, die ihm etwas Gnade zeigen wollten, lockerten die Seile, hielten sie jedoch weiterhin fest. In diesem Moment nutzte Quibia die Gelegenheit und sprang plötzlich über Bord. Trotz aller Bemühungen, ihn zurück ins Boot zu ziehen, entkam er in die Dunkelheit, indem er seine Schwimmkünste einsetzte. Schon bald plante Quibia seine Rache. Er griff die Kolonie an, indem er mit seinen Männern durch den dichten Wald schlich. Mit lauten Schreien stürmten sie heran und schossen brennende Pfeile auf die Palmblattdächer der neuen Häuser, in der Hoffnung, sie in Brand zu setzen. Doch sie waren zu weit entfernt, um ihre Ziele effektiv zu treffen. Es folgte ein heftiger Kampf, und die Kolonie stand kurz vor der Zerstörung.
Bartolomeo, der großen Mut zeigte, stürzte sich mit einer kleinen Gruppe Männer mitten in die Angreifer. Seine Kühnheit zwang den Feind, sich nach schweren Verlusten zurückzuziehen, obwohl Bartolomeo durch einen Pfeil in die Brust verwundet wurde. Zum Glück war die Verletzung nicht tödlich. Die Kolonisten hofften, dass dieser Sieg Quibia dazu bringen würde, sich zurückzuziehen, aber sie irrten sich. Der Fürst wurde nur noch entschlossener, seine Rache zu suchen. Angesichts der wachsenden Gefahr beschlossen die Kolonisten, dass es sicherer sei, ihr Glück auf dem Meer mit ihren alten, von Würmern zerfressenen Schiffen zu versuchen, als den täglichen Angriffen der wilden Eingeborenen ausgesetzt zu bleiben. Als Kolumbus von ihrer Entscheidung erfuhr, zeigte er Verständnis und half ihnen, sich auf seine Schiffe zu begeben, indem sie Kanus zusammenbanden, um die Überfahrt zu ermöglichen. Die einzige Option, die Kolumbus blieb, war, Hispaniola mit seinen beschädigten Schiffen zu erreichen, da die Reise nach Spanien unmöglich war. Doch es schien, als wäre die Natur gegen ihn. Ein heftiger Hurrikan, begleitet von Donner, wühlte das Meer auf und warf die Schiffe so heftig umher, dass die Besatzung jede Hoffnung verlor. Trotz Kolumbus' Bemühungen, sie mit seiner Erfahrung zu leiten, waren die Männer zu verängstigt, verwirrt und erschöpft, um seinen Anweisungen zu folgen. Als sie sich dem Festland näherten, ging eines der Schiffe verloren, und die anderen begannen so stark zu lecken, dass die vereinten Anstrengungen aller an Bord kaum ausreichten, sie über Wasser zu halten. In seiner Verzweiflung steuerte Kolumbus auf Kuba zu, in der Hoffnung, dort die notwendigen Reparaturen durchführen zu können. Doch diese Hoffnung wurde zerstört, als ein weiterer heftiger Sturm sie von der Küste wegtrieb und die beiden Schiffe so heftig gegeneinander schlug, dass alle dachten, das Ende sei gekommen. Doch wie durch ein Wunder hielten die Schiffe zusammen. Schließlich erreichten sie die Küste Jamaikas und Kolumbus setzte die Schiffe absichtlich auf Grund, um zu verhindern, dass sie sanken. Die Schiffe waren nicht mehr zu reparieren, also suchten er und seine Besatzung Zuflucht auf den Wracks. Kolumbus bevorzugte es, auf den gestrandeten Schiffen zu bleiben, aus zwei Gründen. Erstens wären sie dort sicherer vor Angriffen der Eingeborenen als an Land. Zweitens konnte er so verhindern, dass seine Männer die Eingeborenen durch feindseliges Verhalten provozierten. Kolumbus sicherte die Schiffe so gut er konnte, deckte die Decks ab, um Schutz zu bieten, und verbot seinen Männern, an Land zu gehen. Bald entdeckten die Eingeborenen die gestrandeten Schiffe und wurden, gemäß Kolumbus' Anweisungen, freundlich empfangen. Daraufhin zeigten sie Wohlwollen und brachten eine Vielzahl von Lebensmitteln, die sie gegen einfache Glitzersachen tauschten, die die Spanier bei sich hatten. Die Eingeborenen tauschten bereitwillig 2 Gänse gegen ein Stück Lametta, ein Brot gegen eine Glasperle und boten ihre wertvollsten Gegenstände für eine Glocke an. In der Zwischenzeit besprachen Kolumbus und seine Gefährten, wie sie die Insel verlassen könnten. Es schien, dass ihre einzige Option darin bestand, den Gouverneur von Hispaniola um Hilfe zu bitten und ihn zu ersuchen, ein Schiff zu schicken. Doch es gab ein Problem. Wie konnten sie eine Nachricht schicken? Sie hatten kein Boot, und Hispaniola lag 30 Meilen von Jamaika entfernt. Nach einigem Nachdenken fand sich eine Lösung. Dank Kolumbus' freundlicher Haltung gegenüber den Eingeborenen stimmten diese zu, ihm eines oder mehrere ihrer Kanus zu verkaufen. Diese waren grob ausgehöhlte Baumstämme, kaum als Boote zu bezeichnen. Sie waren schwer zu rudern, kippten bei der kleinsten Windböe um und konnten schon von den kleinsten Wellen überflutet werden. Trotz des lebensgefährlichen Risikos, eine lange Seereise in diesen primitiven Kanus zu unternehmen, meldeten sich 2 mutige Männer aus Kolumbus' Mannschaft freiwillig, um zu versuchen, den Admiral und die übrigen Seeleute zu retten. Einer von ihnen war Mendez, ein Spanier, und der andere war Fiesco, ein Genueser. Jeder hatte sein eigenes Kanu, begleitet von 6 Spaniern und mehreren einheimischen Ruderern.
Der Plan war, dass Fiesco zu Kolumbus zurückkehren würde, um ihm Nachrichten zu überbringen, falls sie Hispaniola erfolgreich erreichten, während Méndez nach San Domingo weiterreisen sollte, um die Aufgaben zu erledigen, die Kolumbus ihm aufgetragen hatte. Die beiden brachen auf, begleitet von den besten Wünschen der Zurückgebliebenen. Sie ruderten 2 Tage und Nächte unermüdlich unter der sengenden Sonne, doch bald fürchteten sie, sich verirrt zu haben und an Hispaniola vorbeizutreiben, hinaus auf den offenen Ozean. Ihre Lage wurde immer verzweifelter, da ihr Wasservorrat zur Neige ging, und sie begannen schrecklich unter der Hitze, dem Durst und der Erschöpfung zu leiden. Einige der einheimischen Ruderer brachen zusammen und starben, während die anderen fürchteten, dass ihnen dasselbe Schicksal bevorstand. In ihrer Verzweiflung hielten sie Meerwasser in ihren Mündern, um ihre Zungen zu kühlen. Endlich erschien ein Hoffnungsschimmer. Als die Nacht hereinbrach und der Mond aufging, bemerkten sie eine Form am Horizont. Es war eine Klippe. Dieser Anblick gab ihnen Hoffnung, dass sie in der Nähe einer Insel waren, und sie mobilisierten ihre letzten Kräfte, um darauf zuzurudern. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass es sich nur um einen kahlen Felsen handelte, ohne ersichtliches Essen oder trinkbares Wasser. Trotz allem sprangen sie aus ihren Kanus und durchsuchten die felsige Oberfläche verzweifelt. In den Spalten der Felsen fanden sie Regenwasser, das sich gesammelt hatte und so rein war wie jedes Wasser aus einer Zisterne. Überglücklich über diese Entdeckung tranken sie gierig, vergaßen jedoch, Maß zu halten. Einige litten stark unter den Folgen des übermäßigen Trinkens und einige verloren sogar ihr Leben, während andere mit bleibenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Nachdem sie ihren unmittelbaren Durst gestillt hatten, standen sie vor einer entscheidenden Frage. Was sollten sie als nächstes tun? Glücklicherweise entdeckten sie Fische, die an die Küste gespült worden waren, und diese boten genug Nahrung, um vorerst zu überleben. Die Anführer entschieden, während der Tageshitze auf der Felseninsel zu rasten und ihre Suche nach Land in den kühleren Abendstunden fortzusetzen. Als die Nacht hereinbrach, brachen sie erneut auf und ruderten durch das Mondlicht. Im Morgengrauen wurde ihr Kampf endlich belohnt. Sie erreichten die Westküste von Hispaniola. Kapitel 9 – Ein Kampf um Gerechtigkeit. Kolumbus' letzte Reise. Tag für Tag schauten die Männer von Kolumbus ängstlich zum Horizont, in der Hoffnung, Fiesco würde mit der Nachricht zurückkehren, dass Méndez Hispaniola erfolgreich erreicht hatte. Doch ihr Warten war vergebens. Fiesco tauchte nie auf. Die Verzweiflung machte sich breit, und die Mannschaft war überzeugt, dass beide Männer verloren waren und damit auch jede Hoffnung, von der Insel gerettet zu werden. Ihre Frustration wandelte sich bald in offene Revolte. Sie schrien, fluchten und drohten sogar, Kolumbus zu töten. Es schien, als könnte der große Anführer, der so viele Gefahren überlebt hatte, nun dem Zorn seiner eigenen Männer zum Opfer fallen. Zu dieser Zeit war Kolumbus ans Bett gefesselt, da er unter einer schmerzhaften Krankheit litt, und auch viele seiner Männer waren krank. Die wenigen, die noch auf den Beinen waren, hatten sich mit 2 Brüdern namens Porras verbündet. Der ältere Porras, ein skrupelloser Mann, trat an Kolumbus heran und fragte, warum er keine Anstrengungen unternahm, um nach Spanien zurückzusegeln. Kolumbus antwortete ruhig, dass er sich nichts mehr wünsche, als zurückzukehren, aber dass ihm die Mittel dazu fehlten und dass er jedem, der einen Weg fände, gern folgen würde. Diese besonnene Antwort beeindruckte Porras jedoch nicht. Der erwiderte, es sei keine Zeit für Ausflüchte und er beabsichtige, selbst die Rückreise anzutreten. Daraufhin rief Porras laut zur Menge: Wer mit mir diese Reise antreten will, wer nach Freiheit und der Chance auf eine Heimkehr strebt, trete jetzt hervor. Lasst uns unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und diese verfluchte Insel hinter uns lassen. Wer unter euch wagt es, diese Gelegenheit zu ergreifen? Seine Worte entfachten eine regelrechte Meuterei. Die meisten der Mannschaft erklärten sofort, dass sie ihm folgen würden. Kolumbus, der an Gicht litt,
versuchte aus dem Bett zu steigen, um die Situation zu beruhigen, doch seine Begleiter hielten ihn aus Angst um sein Leben zurück. Bartolomeo, der Bruder von Kolumbus, eilte mit einer Pike bewaffnet herbei und zwang die Meuterer zum Rückzug. Trotzdem nahmen Porras und seine Anhänger 10 kleine Boote, die Kolumbus von den Einheimischen erworben hatte, und bereiteten sich auf die Abfahrt vor. Diejenigen, die Kolumbus bis dahin treu geblieben waren, begannen zu schwanken, und viele kletterten in die Boote und baten sich den Meuterern anschließen zu dürfen. Kolumbus, Bartolomeo und sein Sohn Ferdinand sahen hilflos zu, wie der Großteil der Mannschaft sie verließ. Die wenigen treuen Männer, die bei ihnen geblieben waren, versammelten sich um das Bett von Kolumbus und berieten, was sie als nächstes tun sollten. Kolumbus dankte ihnen für ihre Loyalität und ermutigte sie, standhaft zu bleiben, und versprach, dass ihre Ehrlichkeit und Treue belohnt würden, sobald diese schwierige Zeit vorüber war. Inzwischen ruderten die Meuterer triumphierend ostwärts. Als sie Hispaniola erreichten, plünderten sie die Dörfer der Eingeborenen, missbrauchten die Menschen und hetzten sie sogar dazu auf, Kolumbus für ihr Leid verantwortlich zu machen. Sie sagten den Einheimischen, sie sollten von ihm Entschädigungen fordern, und falls er diese verweigere, sollten sie ihn töten. Sie stellten Kolumbus als die Ursache für all ihr Leid dar und schürten so den Hass gegen ihn. Die Meuterer zwangen schließlich eine Gruppe gefangener Indianer, ihre Kanus zu rudern. Doch nur 4 Meilen in ihre Reise erhob sich ein heftiger Sturm, der ihre kleinen Boote mit Wasser füllte. In einem grausamen Versuch, das Gewicht zu verringern, beschlossen sie, die Indianer über Bord zu werfen. Einige waren bereits getötet worden, bevor die anderen, in einem verzweifelten Versuch, ihr Leben zu retten, ins Meer sprangen und sich an die Kanus klammerten. Doch die Meuterer stießen sie herzlos ab und ließen sie ertrinken. 18 Indianer verloren auf diese Weise ihr Leben, und nur wenige wurden verschont, weil die Spanier erkannten, dass sie noch einige Ruderer brauchten, um nach Jamaika zurückzukehren. Trotz seines großen Leidens ertrug Kolumbus seine Schwierigkeiten mit der ihm eigenen Stärke. Obwohl er krank war, kümmerte er sich mit der Fürsorge eines Vaters um die anderen kranken Männer. Seine Mitgefühl und Sorge wurden belohnt, und bald hatte er die Freude, alle wieder gesund zu sehen. Doch ein neues Problem tauchte auf. Die einheimischen Indianer, die bis dahin Lebensmittel geliefert hatten, begannen sich Sorgen zu machen, dass diese Europäer nie mehr gehen würden und alle ihre Ressourcen aufbrauchen könnten. Ihre wachsende Furcht, verstärkt durch die Misshandlungen der Meuterer, ließ sie sich gegen die Europäer wenden, und sie hörten auf, Vorräte zu den Schiffen zu bringen. Kolumbus jedoch fand eine kluge Lösung, indem er sein astronomisches Wissen nutzte. Er wusste, dass eine Mondfinsternis bevorstand, und entschloss sich, dieses Naturereignis zu seinem Vorteil zu nutzen, um den Respekt und die Gastfreundschaft der Eingeborenen zurückzugewinnen. Er berief ein Treffen mit ihren Anführern ein und erklärte ihnen, dass er etwas sehr Wichtiges zu sagen habe. Durch einen Dolmetscher erklärte er, dass er und seine Gefährten Menschen seien, die den Gott kennen, der Himmel und Erde gemacht habe. Dieser Gott, der die Guten schütze und die Bösen bestrafe, würde auch sie bestrafen, wenn sie weiterhin die Nahrung verweigerten. Als Zeichen dieser Strafe, so warnte er, würde der Mond in der kommenden Nacht eine rote und zornige Erscheinung annehmen. Zunächst lachten die Eingeborenen über seine Vorhersage. Doch als der Mond begann, sich zu verdunkeln und die Finsternis immer stärker wurde, überkam sie die Angst. Sie riefen, Kolumbus solle zu seinem Gott beten und um Vergebung bitten, und versprachen ihm alles zu geben, was er brauche. Kolumbus willigte ein und zog sich in seine Kabine zurück, wissend, dass die Finsternis bald vorübergehen würde. Nach kurzer Zeit kam er heraus und versicherte ihnen, dass Gott mit ihrem Sinneswandel zufrieden sei und sie nicht bestrafen werde. Als Zeichen seiner Vergebung werde der Mond bald wieder seine normale Gestalt annehmen.
Als sich diese Prophezeiung bewahrheitete, waren die Eingeborenen überglücklich und lobten den christlichen Gott. Sie brachten Kolumbus und seinen Männern großzügig alle nötigen Vorräte. 8 lange, trostlose Monate waren vergangen, seit Mendes und Fiesco nach Hispaniola aufgebrochen waren, und es gab keinerlei Nachricht von ihnen. Alle waren sicher, dass sie umgekommen seien, und die Begleiter von Kolumbus hatten jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben. In ihrer Verzweiflung dachten sie daran, ihren Anführer zu verlassen und sich den Meuterern anzuschließen, die über die Insel zogen und von ihren Plünderungen lebten. Gerade als sie im Begriff waren, diesen Plan in die Tat umzusetzen, waren sie fassungslos, als sie ein europäisches Schiff nicht weit vor der Küste ankern sahen. Das Schiff blieb nicht lange. Der Kapitän kam rasch in einem kleinen Boot an Land, übergab Kolumbus einen Brief vom Gouverneur sowie ein Fass Wein und 2 Seiten Speck und kehrte dann ebenso plötzlich zu seinem Schiff zurück, um wegzusegeln. Der Brief enthielt nichts weiter als leere Worte. Gouverneur Ovando von Hispaniola wollte, dass Kolumbus zugrunde ging, da er fürchtete, dass der Admiral, wenn er nach Spanien zurückkehrte, erfolgreich seine Rechte einfordern und Ovandos Position bedrohen könnte. Ovando war daran interessiert, genau zu erfahren, wie schlimm Kolumbus' Lage war, und hoffte, dass die Verzögerung der Hilfe sein grausames Ziel erreichen könnte. Einige Historiker vermuten, dass er aus diesem Grund einen Boten schickte, um den Zustand des Admirals zu beobachten und dann wieder zu verschwinden. Andere argumentieren, dass Ovando befürchtete, Kolumbus könnte den Schiffbruch als Vorwand nutzen, um nach Hispaniola zu gelangen und die Macht gewaltsam an sich zu reißen. Kolumbus erklärte seinen Männern, dass das Schiff abgefahren sei, weil es zu klein sei, um sie und ihre Vorräte aufzunehmen, aber dass Mendes und Fiesco Hispaniola sicher erreicht hätten und gerade dabei seien, ein größeres Schiff für ihre Rettung zu organisieren. In Wirklichkeit hatte er jedoch keinerlei Nachricht darüber erhalten, was mit den beiden geschehen war. Trotz der Schwächung durch ein Fieber, das er auf der felsigen Insel zugezogen hatte, war der tapfere Fiesco entschlossen, zum Admiral zurückzukehren und die gute Nachricht von ihrer erfolgreichen Reise zu überbringen. Doch keiner seiner Begleiter war bereit, das lebensgefährliche Abenteuer noch einmal zu wagen. Weder Überredung noch Drohungen konnten sie umstimmen, und so musste er gegen seinen Willen nach San Domingo reisen. Dort flehten er und Mendes wiederholt den Gouverneur an, ihnen zu erlauben, ein Schiff zu kaufen, um Kolumbus zu retten. Doch der Gouverneur verzögerte den Prozess immer wieder, indem er verschiedene Ausreden benutzte, um seine Pläne durchzusetzen. Unterdessen unternahm Kolumbus mehrere Versuche, die Rebellen zur Rückkehr in ihre Pflicht zu bewegen. Doch sie weigerten sich nicht nur, sondern forderten auch, dass Kolumbus ihnen die Hälfte der Kleidung und Vorräte auf den gestrandeten Schiffen überlasse. Falls er sich weigere, drohten sie, diese mit Gewalt zu nehmen. Als Kolumbus ihre Forderungen ablehnte, bereiteten sich die Rebellen darauf vor, ihre Drohung wahrzumachen. Noch immer krank, schickte Kolumbus seinen Bruder Bartolomeo mit einer kleinen bewaffneten Truppe los, um den Rebellen entgegenzutreten. Er befahl Bartolomeo, zu versuchen, die Rebellen mit Vernunft zu überzeugen und Gewalt nur dann anzuwenden, wenn es unvermeidlich sei. Bartolomeo folgte diesen Anweisungen und näherte sich den Rebellen mit einem Friedensangebot. Doch diese hielten sein freundliches Vorgehen für ein Zeichen von Schwäche, und der Kampf begann. 6 Rebellen hatten geplant, Bartolomeo direkt anzugreifen und wollten nicht aufhören, bis sie ihn zu Fall gebracht hatten. Doch Bartolomeo begegnete ihnen mit großem Mut und griff, unterstützt von seiner kleinen Gruppe, die Rebellen mit solcher Kraft an, dass er schnell den Sieg errang. Mehrere Rebellen wurden getötet, andere gefangen genommen und der Rest floh. Unter den Gefangenen war auch Porras, der Anführer der Rebellion, den Bartolomeo persönlich entwaffnet hatte, obwohl er sich dabei eine Handverletzung zuzog. Kurz darauf schickten die verbliebenen Flüchtlinge Nachrichten an Kolumbus, in denen sie um Gnade baten.
Der Admiral, der stets eher geneigt war zu vergeben als Rache zu suchen, gewährte ihnen ihre Bitte. Die Ordnung wurde endlich wiederhergestellt, alle kehrten zu ihren Pflichten zurück und allen wurde vergeben, außer dem unnachgiebigen Anführer Porras, der als gerechte Strafe für seine Taten in Ketten blieb. Mendes und Fiesco versuchten unermüdlich, den Gouverneur von Hispaniola zu überzeugen, ihnen den Kauf eines Schiffes zu erlauben, um Kolumbus und seine Mannschaft von Jamaika zu retten. Der Gouverneur zögerte lange, doch schließlich, aus Furcht, dass sie sich an den spanischen Hof wenden könnten, falls er Kolumbus weiterhin auf der Insel festhielte, stimmte er zu. So wurde Kolumbus, als alle Hoffnung verloren schien, endlich ein Ausweg geboten. Nach einem Jahr voller Entbehrungen und Verzweiflung traf das Rettungsschiff ein. Alle bestiegen es voller Freude am 28. Juni 1504 und segelten nach San Domingo, wo sie am 13. August ankamen. Der Gouverneur, der seine wahren Gefühle hinter einer Maske falschen Respekts verbarg, befahl, Kolumbus mit allen Ehren zu empfangen. Doch während er vorgab, ihn zu ehren, plante der Gouverneur insgeheim gegen ihn. Er arrangierte es so, dass der Anführer der Meuterer, der eigentlich in Ketten nach Spanien geschickt werden sollte, um seine sofortige Freilassung bat und sogar drohte, Anklagen gegen jene zu erheben, die Kolumbus treu geblieben waren. Der Admiral, der viele Ungerechtigkeiten durch diesen falschen Mann ertragen hatte, fand die Kraft, auch diese letzte Demütigung zu ertragen. Er war entschlossen, das Land zu verlassen, dessen Entdeckung ihm nichts als Schwierigkeiten eingebracht hatte, und bereitete sich darauf vor, abzureisen, sobald ein weiteres Schiff ausgerüstet werden konnte. Am 12. September 1504 stach er in See in Richtung Spanien. Doch dieselben Unglücke, die ihn auf seinen früheren Reisen verfolgt hatten, trafen ihn erneut. Ein heftiger Sturm beschädigte eines seiner Schiffe so schwer, dass es nach Hispaniola zurückkehren musste. Das andere Schiff war schwer angeschlagen und es schien unwahrscheinlich, dass es die Reise überstehen würde. Es verlor sogar seinen Vormast und Hauptmast auf dem Weg. Trotz dieser Rückschläge setzte Kolumbus seine Reise fort. Mit seinem halb zerstörten Schiff schaffte er es, 700 Meilen offener See zu überwinden und erreichte schließlich mit großer Mühe den Hafen von San Luca in Andalusien Anfang November 1504. Er war erst wenige Tage in Spanien, um sich von der erschöpfenden Reise zu erholen, als ihn verheerende Nachrichten erreichten. Seine Schirmherrin und einzige Unterstützerin, Königin Isabella, war am 26. November 1504 gestorben. Kolumbus hatte auf sie als seine letzte Hoffnung gesetzt, um seine Rechte durchzusetzen. Nun, da sie nicht mehr war, was konnte er von König Ferdinand erwarten, der ihm immer schon feindlich gesinnt gewesen war? Sobald sich seine Gesundheit einigermaßen gebessert hatte, begab sich Kolumbus zum Hof, um über alles zu berichten, was geschehen war. Doch er wurde mit kühler Zurückhaltung empfangen. Seine berechtigten Beschwerden über die vielen Ungerechtigkeiten, die er erlitten hatte, wurden ignoriert, und seine vernünftige Bitte, ihm seine Rechte zurückzugeben, wurde mit schwachen Ausflüchten abgewiesen. Dieser große Mann, der so viel erreicht hatte, verbrachte seine letzten Jahre damit, vergeblich Gerechtigkeit von einem ungerechten Herrscher und Gnade von einem gefühllosen König zu erbitten. Schließlich fand sein langes und bitteres Leiden ein Ende. Zermürbt von den Prüfungen und Strapazen, die er erlitten hatte, verstarb Kolumbus in Valladolid am Himmelfahrtstag, dem 20. Mai 1506. Seine letzten Worte waren: »In deine Hände, o Herr, befehle ich meinen Geist.« Er starb, wie er gelebt hatte, friedlich und mit unerschütterlichem Glauben an Gott, selbst in den dunkelsten Zeiten. Seine Seele ging, wie die aller anderen, auch die der Könige, dem Urteil entgegen. Zunächst wurden seine sterblichen Überreste im Kloster San Francisco in Valladolid beigesetzt. 6 Jahre später wurden sie in das Kartäuserkloster von Sevilla überführt, wo König Ferdinand ihm ein großes Denkmal errichten ließ.
Im Jahr 1536 wurde sein Körper auf die Insel San Domingo überführt, den Ort vieler seiner Entdeckungen. Als die Insel an die Franzosen abgetreten wurde, wurden seine Überreste nach Kuba gebracht, wo sie heute in der Kathedrale der Hauptstadt ruhen. In der Nähe des Hochaltars steht eine Büste von Kolumbus in einer Nische, und daneben befindet sich eine silberne Urne, die die letzten Spuren des berühmten Entdeckers enthält. Kolumbus war groß, kräftig gebaut und hatte eine würdevolle Ausstrahlung. Sein Gesicht war lang, seine Nase aquilin, seine weichen blauen Augen strahlten Sanftheit aus und seine Haut war hell. In seiner Jugend war sein Haar kastanienbraun, doch es wurde früh weiß, verursacht durch die vielen Entbehrungen und Kämpfe, die er durchlebt hatte. Sein Leben war geprägt von ständigen Wechseln zwischen Erfolg und Misserfolg, Lob und Verleumdung, Ehre und Erniedrigung. Glückliche Momente waren selten, denn fast jeder Tag brachte neue körperliche Herausforderungen, Schwierigkeiten oder Ungerechtigkeiten mit sich. Trotzdem war er sowohl körperlich als auch geistig stark und zeigte bemerkenswerte Ausdauer und Beweglichkeit. Sein Wesen war freundlich und zugänglich. Er war höflich zu Fremden, gütig zu seinen Bediensteten und fröhlich im Umgang mit Freunden. Er lebte einfach, kleidete sich bescheiden und teilte während seiner Expeditionen die Strapazen seiner Gefährten, ohne besondere Annehmlichkeiten für sich zu fordern. Kolumbus hatte ein tiefes Interesse an den Wissenschaften und übertraf in vielen Bereichen die Gelehrten seiner Zeit. Am bemerkenswertesten war jedoch seine tiefe und aufrichtige Frömmigkeit, die ihn sein ganzes Leben lang leitete. Obwohl er ein aufbrausendes Temperament hatte, gelang es ihm oft, es zu zügeln, und er zeigte eine unglaubliche Geduld und Sanftmut, selbst gegenüber den Angriffen seiner unwürdigen Widersacher. Das war der Mann, der von seinen Zeitgenossen so missverstanden und schlecht behandelt wurde, dessen Name jedoch unsterblich geworden ist. Sein Leben und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin Liebe und Bewunderung bei allen, die Tugend und menschliche Größe schätzen. Kapitel 10 – Diego Kolumbus, der Fall von Kuba. Nach dem Tod von Kolumbus setzte sich sein ältester Sohn Diego dafür ein, dass der König den Vertrag einhielt, der der Familie Kolumbus die Verwaltung der westindischen Inseln zusicherte. Doch seine Bemühungen blieben erfolglos, da König Ferdinand ihm mit demselben Vorurteil und derselben Ungerechtigkeit begegnete, die schon seinem Vater widerfahren waren. Trotz Diegos Bitten ignorierte der König weiterhin seine Forderungen nach Gerechtigkeit. Schließlich entschied sich Diego, seinen Fall vor den Richter zu bringen, der für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den amerikanischen Kolonien zuständig war. Zu seinem bleibenden Verdienst wagte es dieser Richter, gegen den König und zugunsten der Erben von Kolumbus zu entscheiden. Er urteilte, dass Diego die Rechte zustünden, die seinem Vater verweigert worden waren. Dennoch hätte der König dieses Urteil wahrscheinlich ignoriert, hätte Diego nicht seine Verbindungen genutzt. Durch seinen nun gestärkten Status nach der Gerichtsentscheidung suchte Diego eine Frau aus einer der angesehensten Familien Spaniens, die Nichte des Herzogs von Alva, zur Heirat. Die mächtige Familie unterstützte Diego und setzte den König unter Druck, den Vertrag zu erfüllen. Widerwillig gab der König schließlich Diegos Forderungen nach. Ovando wurde abberufen und die Familie Kolumbus, die den Neid und die Ungerechtigkeit besiegt hatte, segelte siegreich nach Hispaniola. Diego reiste in großem Prunk nach Hispaniola, begleitet von seinem Bruder, seinem Onkel und seiner Frau. Sie lebten in dem Luxus, der den bedeutenden Verdiensten seines Vaters für Spanien entsprach. Viele hochrangige Persönlichkeiten begleiteten ihn, und bald verwandelte sich die Kolonie in eine florierende Gemeinschaft. Viele der bedeutendsten Familien in Spanisch-Amerika stammen von jenen ab, die Diego begleiteten. Während Ovandos Verwaltung bat ein Mann namens Juan Ponce
um die Erlaubnis, eine Kolonie auf der Insel Puerto Rico zu gründen, die Kolumbus entdeckt hatte. Seine Bitte wurde gewährt und er segelte dorthin mit vielen Abenteurern, die von Berichten über reichlich vorhandenes Gold angelockt wurden. Die Eingeborenen, ähnlich wie die auf Hispaniola, empfingen die Neuankömmlinge freundlich und betrachteten sie als himmlische Wesen. In einem Zeichen ewiger Freundschaft nahm einer ihrer Häuptlinge sogar den Namen Juan Ponce Aguaynaba an. Doch es dauerte nicht lange, bis diese sogenannten himmlischen Freunde ihr wahres Wesen offenbarten. Sie wurden so unmenschlich, dass die Eingeborenen bald erkannten, dass diese Männer alles andere als göttlich waren. Um ihre Sterblichkeit zu bestätigen, beschlossen die einheimischen Führer, einen von ihnen bei der nächsten Gelegenheit auf die Probe zu stellen. Ein junger Spanier, der sich völlig sicher fühlte, als er über die Insel wanderte, beschloss, die Nacht in der Hütte eines einheimischen Häuptlings zu verbringen. Der Häuptling empfing ihn freundlich und bot ihm Gastfreundschaft an. Am nächsten Morgen beauftragte der Häuptling einige seiner Männer, den Spanier zu begleiten, teils um seine Sachen zu tragen, teils als Führer. Doch die Männer hatten geheime Anweisungen erhalten, was zu tun war. Als sie einen Fluss erreichten, bot einer der Eingeborenen an, den Spanier auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. In der Mitte des Stroms ließ sich der Eingeborene absichtlich fallen und stürzte den Spanier ins Wasser. Mit Hilfe seiner Gefährten hielt er den Spanier unter Wasser, bis er ertrank. Dann zogen sie seine Leiche ans Ufer. Trotzdem hielten die Eingeborenen immer noch fest an dem Glauben, dass die Spanier unsterblich seien und waren sich nicht ganz sicher, ob der junge Mann wirklich tot war. Obwohl es keine Lebenszeichen gab, blieben sie 3 Tage bei seiner Leiche und beteten ununterbrochen um Vergebung, aus Angst, er könnte wieder zum Leben erwachen. Schließlich, als sie sicher waren, dass er tot war, eilten sie zu ihrem Häuptling, um die freudige Nachricht zu überbringen. Die weißen Männer konnten sterben. Der Häuptling verbreitete diese Nachricht schnell unter den anderen Anführern, und alle einigten sich darauf, gegen ihre Unterdrücker zu kämpfen. Doch was konnten ein unbewaffnetes, friedliches Volk gegen gut ausgebildete Soldaten ausrichten, die mit Schwertern, Gewehren, Pferden und Hunden ausgestattet waren? Zwar waren die Einheimischen in der Überzahl und über 100 von ihnen konnten einen einzelnen Spanier umzingeln und töten, aber dies geschah unter hohen Verlusten. Als die Spanier von dem Plan erfuhren, sie nacheinander zu töten, versammelte Juan Ponce seine Truppen, die größtenteils aus erfahrenen Soldaten bestanden, und begann, die Einheimischen in ihren Verstecken aufzuspüren. Viele wurden getötet und die Überlebenden wurden versklavt. Während Ponce diese brutale Kampagne durchführte, trafen Verstärkungen aus Hispaniola ein, was die abergläubischen Inselbewohner noch mehr davon überzeugte, dass die getöteten Spanier wieder zum Leben erwacht waren. In dem Glauben, dass sie diese scheinbar unsterblichen Feinde nicht besiegen könnten, fügten sich die Einheimischen der harten Realität der Sklaverei. In den Berichten über die Gewalt in Puerto Rico konnten die damaligen Historiker nicht genug Lob für die Schlauheit und den Mut eines Hundes namens Becerrillo finden, der durch seine Taten berühmt wurde. Sie behaupteten, der Hund könne zwischen freundlichen und feindlichen Eingeborenen unterscheiden. Die Indianer fürchteten 10 Spanier mit Becerrillo mehr als 100 ohne ihn. Vor dem Aufstand gaben sie den Spaniern alle Vorräte, Gold und sogar Sklaven, die diese verlangten, nur um einem Angriff durch den Hund zu entgehen. Eine Geschichte über seine Intelligenz lautet wie folgt: Einige grausame Spanier erfreuten sich daran, eine alte indianische Frau, die sie nicht mochten, zu quälen. Eines Tages schickten sie mit einem Brief fort und ließen kurz darauf Becerrillo auf sie los. Als der Hund auf sie zurannte, fiel die Frau auf die Knie, zeigte ihm den Brief und flehte: »O edler und barmherziger Hund, ich flehe dich an, mir Gnade zu erweisen und mein Leben zu verschonen. Ich bin nur eine einfache Botin, die mit der wichtigen Aufgabe betraut wurde, diesen Brief zu den Christen zu bringen.
Bitte erlaube mir in deiner Weisheit und Güte, meine Mission zu vollenden und sicher zurückzukehren. Dein Ruf für Unterscheidungsvermögen eilt dir voraus, und ich vertraue darauf, dass du die Dringlichkeit und Aufrichtigkeit meines Flehens erkennst. Der Hund, als ob er sie verstanden hätte, wedelte mit dem Schwanz und kehrte zu seinen Herren zurück, ohne ihr etwas anzutun. Das Glück dieser armen Eingeborenen war für immer verloren. Die spanischen Eroberungen und Entdeckungen weiteten sich rasch aus. Diegos erste Maßnahme, um seine Macht zu vergrößern und den königlichen Besitz zu mehren, bestand darin, eine Kolonie auf der von seinem Vater entdeckten Insel Cubagua für die Perlenfischerei zu gründen. Diese Perlen entstehen in bestimmten Muscheln und Austern, die sowohl im Meer als auch in Flüssen vorkommen. Um sie zu sammeln, müssen Taucher die Schalentiere vom Grund holen. Manche glauben, dass Perlen das Ergebnis einer Krankheit in den Schalentieren sind, aber in Wirklichkeit beginnen Perlen als Flüssigkeit im Körper der Schalen, die nach und nach aushärtet. Die meisten Perlentaucher sind arme Männer, die unter Wasser tauchen, um sie zu sammeln. Diego glaubte, dass die einheimischen Indianer, die geschickt im Schwimmen und Tauchen waren, profitabler für die Perlenfischerei eingesetzt werden könnten als für den Bergbau. Er schickte viele von ihnen zusammen mit europäischen Aufsehern nach Cubagua, wo sein Vater perlenreiche Gewässer entdeckt hatte. Obwohl die Fischerei große Gewinne für den König und den Gouverneur einbrachte, war die Arbeit so gefährlich und ungesund für die Einheimischen, dass die meisten von ihnen starben. Schließlich musste die Kolonie auf die nahegelegene Insel Margarita verlegt werden, da Cubagua zu karg war. Um diese Zeit übernahm Diego die Kontrolle über Jamaika. Eine Kolonie wurde gegründet, und bald erlitten die Eingeborenen das gleiche schreckliche Schicksal wie die in Hispaniola und Puerto Rico. Danach kam Kuba an die Reihe. Diego beauftragte Velázquez mit der Eroberung, einen Mann, der schon zu Kolumbus' Lebzeiten für seine Taten bekannt war. Viele hoffnungsvolle Glücksritter schlossen sich ihm an, und sie landeten an der Ostspitze der Insel. Dieses Gebiet wurde von einem Häuptling namens Hatuey beherrscht, der Sklaverei in Hispaniola entkommen war und sich dort niedergelassen hatte. Als geschworener Feind der Spanier hatte er lange mit ihrer Ankunft gerechnet und Spione in Hispaniola, die ihn über deren Bewegungen informierten. Nun sah er das drohende Unheil vor seiner Haustür. Er versammelte sein Volk, warnte sie vor der Gefahr und forderte sie auf, bis zum letzten Tropfen Blut für ihre Freiheit zu kämpfen. Mutig versprachen sie alle, ihm zu folgen. Hatuey erklärte: Das ist gut, aber wir müssen noch eine weitere Sache tun, wenn wir uns erfolgreich vor diesen Tyrannen schützen wollen. Wisst ihr, warum sie nie hierher kommen, um nach ihrem Gott zu suchen? Wisst ihr, wer ihr Gott ist? Seht her, das ist er. Während er sprach, zeigte Hatuey ihnen einen Korb voller Gold und erklärte, dass dieses wertlose Metall der Gott der Christen sei. Er erklärte, dass es für dieses Gold sei, dass sie alles riskierten und versuchten, die Insel zu übernehmen. Hatuey sagte: Lasst uns diesem Gott der Christen huldigen und seinen göttlichen Schutz suchen. Vielleicht können wir, indem wir ihren Gott ehren, Gnade finden und uns vor ihrem Zorn schützen. Auch wenn es uns fremd erscheinen mag, müssen wir alles versuchen, was uns zur Verfügung steht, um unser Volk und unser Land zu bewahren. Gemäß ihrer Tradition begannen sie, um den Korb herum zu singen und zu tanzen. Die Feier dauerte bis spät in die Nacht, und erst als sie erschöpft waren, hörten sie auf. Am nächsten Tag versammelte Hatuey sie erneut und warnte, dass sie trotz der Ehrungen, die sie diesem Gott erwiesen hatten, nicht sicher seien, solange das Gold auf der Insel bliebe. Hatuey sagte: Es hat keinen Sinn, dieses kostbare Metall zu verstecken, meine Freunde. Diese Eindringlinge sind unermüdlich in ihrem Streben nach Gold. Ihre Gier kennt keine Grenzen. Sie würden nicht zögern, unsere Körper aufzuschneiden, wenn sie vermuten, dass wir es verschluckt haben. Nein, wir müssen drastischere Maßnahmen ergreifen.
Ich schlage vor, dass wir jedes letzte Stück Gold in die Tiefen des Meeres werfen, wo es auf unserem heiligen Land niemals wiedergefunden werden kann. Nur dann können wir hoffen, uns von ihrem verfluchten Einfluss zu befreien und unsere Lebensweise zu bewahren. Das Volk folgte sofort seinem Rat, sammelte all das Gold, das sie hatten, und warf es ins Meer. Trotz dieser Bemühungen landeten die Spanier bald darauf mit wehenden Fahnen an den Ufern. Hathaway führte sein Volk mutig in die Schlacht, doch sie wurden besiegt und mussten fliehen. Hathaway wurde gefangen genommen, und um ein Exempel zu statuieren, verurteilten die Spanier ihn, lebendig verbrannt zu werden. Als er an einen Pfahl gebunden und von Holz umgeben stand, näherte sich ihm ein Franziskanermönch, um ihm den Himmel zu erklären, den Ort des ewigen Friedens. Hathaway fragte: Erleuchteter, ich muss fragen, finden auch diese spanischen Eroberer, die so viel Leid über unser Land gebracht haben, Zugang zu diesem himmlischen Reich, von dem ihr sprecht? Der Mönch antwortete: Ja, aber nur jene, die tugendhaft gelebt haben und den Lehren unseres Herrn gefolgt sind. Der Himmel empfängt jene, die Güte, Mitgefühl und Rechtschaffenheit in ihrem irdischen Leben gezeigt haben. Hathaway entgegnete: Dann muss ich dieses Angebot dankend ablehnen. Ich ziehe es vor, den unbekannten Tiefen der Vergessenheit oder den Qualen eines anderen Reiches zu begegnen, als das Risiko einzugehen, auch nur einem dieser grausamen Unterdrücker in eurem versprochenen Paradies zu begegnen. Der bloße Gedanke, die Ewigkeit mit jenen zu teilen, die so viel Leid über mein Volk gebracht haben, erfüllt mich mit Schrecken und Abscheu. Wenn der Himmel solche Menschen willkommen heißt, dann ist es kein Ort, den ich bewohnen möchte, ungeachtet seines vermeintlichen Glücks. Diese grausame Tat verbreitete solche Angst unter den kubanischen Ureinwohnern, dass sie alle Gedanken an Widerstand aufgaben und sich freiwillig der spanischen Herrschaft unterwarfen. In nur wenigen Tagen gelang es den Spaniern, eine der größten und schönsten Inseln der Welt zu erobern, ohne einen einzigen Mann zu verlieren. Um diese Zeit wurden auch verschiedene Expeditionen organisiert, um das Festland zu erkunden und neue Kolonien zu gründen. Ponce, der Eroberer von Puerto Rico, hörte von einer Erzählung, die unter den Einheimischen weit verbreitet war. Sie sprachen von einer Insel im Norden, auf der sich eine magische Quelle befinden sollte. Laut der Legende würde jeder, der aus dieser Quelle trank, wieder jung und stark werden. So unwahrscheinlich die Geschichte auch klang, sie faszinierte den leichtgläubigen Ponce so sehr, dass er beschloss, nach diesem mysteriösen Brunnen zu suchen. Mit diesem Ziel vor Augen stach Ponce von Puerto Rico aus in See und segelte nach Norden in Richtung der Lucayan-Inseln. Nachdem er den 26. Breitengrad erreicht hatte, wandte er sich nach Westen und entdeckte ein großes, wunderschönes Land. Heute wissen wir, dass es sich hierbei um einen Teil Nordamerikas handelt, den Ponce später Florida nannte. Entweder aufgrund der üppigen, blühenden Landschaft oder weil er es während der Osterzeit fand, die auf Spanisch Pascua Florida genannt wird, was blühendes Ostern bedeutet. So führte eine törichte Legende zu einer bedeutenden Entdeckung. Bald richteten die Spanier ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Teil der Welt, der ihnen bis dahin unbekannt war. Sie vermuteten, dass es dort, in denselben Breitengraden wie das reiche Mexiko, ein ähnlich wohlhabendes Land geben könnte, aber bisher hatte niemand den Versuch unternommen, es zu finden. Der Mann, der dieses Land schließlich den Europäern enthüllen sollte, war der berühmte Hernán Cortés.